Und damit sind wir live. Herzlich willkommen. Ich bin diese kleine Stimme, die ihr vergessen habt zu muten. Ja, hi, herzlich willkommen zur neuen Coding Challenge. Auch an die Leute, die jetzt gerade im Zoom-Meeting drin sind. Herzlich willkommen. Ihr habt jetzt natürlich erstmal eine halbe Stunde Zeit, euch so ein bisschen einzufinden. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen später reingekommen sind. Genau, das heißt, was wir heute machen werden, ist ein kleines Coding-Turnier. Ja? Wir haben erstmal 3 Challenges, wo wirklich jeder mitmachen kann. Und anschließend haben wir ein Halbfinale und ein Finale. Und dort können natürlich nur die mitmachen, die davor auch wirklich viele Punkte bekommen haben. Das Ganze wird auf YouTube natürlich auch gestreamt. Das heißt, ihr habt ja natürlich meinen Livestream. Dort könnt ihr gerne zugucken, falls ihr nicht teilnehmen wollt. Und hier im Zoom-Meeting, das ist für die Leute, die auf YouTube nicht sind, im Zoom-Meeting können wir dann natürlich auch hier dran teilnehmen quasi, beziehungsweise auch selbst mitcoden. So, natürlich braucht ihr zuerst mal die Plattform, das heißt das Ganze, natürlich sollte ich vielleicht vorher noch sagen, das Ganze wird unterstützt von der ITCS, das heißt, ihr könnt euch auch über den Link von der ITCS anmelden. Und Bosch sponsert euch die Preise, die es natürlich auch zu gewinnen gibt. Ihr seid ja wahrscheinlich alle wegen der PlayStation 5 hier oder dem 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Preis. Also alle cool. Und genau, Mindestalter für die Teilnahme, richtig, ist ein Gewinnspiel. Offiziell müsst ihr 18 Jahre alt sein. Ansonsten, genau. Ja, tut mir leid, also da dürft ihr euch gerne bei Deutschland beschweren, das liegt nicht an uns. Genau, die Webseite, die ihr braucht zum Teilnehmen ist the-morpheus.cc. CC wie Coding Challenges, und dort gibt es einen Couponcode, damit ihr die ersten 3 Challenges freigeschalten bekommt. Sprich, damit ihr überhaupt teilnehmen könnt. Den Couponcode werde ich nicht in YouTube teilen. Der ist quasi erstmal limitiert natürlich auf das Zoom-Meeting, weil wir erstmal alle im Zoom-Meeting haben müssen, damit wir überhaupt hier die Teilnahme einigermaßen machen können. Genau. Und ja, wir machen das dann auch wieder folgendermaßen. Ihr habt hier oben übrigens auch noch eine Notification in, ich zeige euch das mal eben. So. Jetzt muss ich hier einmal alles umstellen, beziehungsweise ich kann noch nicht umstellen. Ihr habt oben auch Notifications beim Coding Challenge Interface. Das seht ihr dann, die leuchten nämlich. Und dort bekommt ihr dann auch mitgeteilt, ob ihr gewonnen habt, was ihr gewonnen habt, beziehungsweise wo ihr euch melden müsst. Weil wir sammeln, wie gesagt, von euch nicht mal eine E-Mail-Adresse im Coding Challenge Interface. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, euch zu kontaktieren, außer ihr guckt da rein. Oder ihr seid natürlich hier im Zoom-Meeting immer noch am Ende dabei. Wäre natürlich super, wenn ihr da dabei bleiben würdet. Aber ich kann verstehen, wenn die anderen Vorträge bei der ITCS natürlich auch spannend sind. Okay, ich bin jetzt quasi zu eurem Support da. Erstmal die erste halbe Stunde, bis wir um 12:30 Uhr anfangen. Das heißt, meldet euch auf jeden Fall schon an, falls ihr noch nicht angemeldet seid. Die Plattform ist immer noch dieselbe wie letztes Mal natürlich. Und genau, ich teile den Link nochmal ganz kurz. Achso, genau, in der Beschreibung ist eigentlich auch alles soweit, soweit drin. Das heißt, ihr könnt einfach in die Beschreibung reingucken und dort den ITCS-Link anklicken und dann landet ihr sowieso hier im Zoom-Meeting. Okay, da schreibt jemand Päh. Gut, was auch immer das zu bedeuten hat. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr gerade erst anfangt zu lernen, das ist kein Problem. Aber ich kann verstehen, wenn ihr da erstmal gemächlich das Ganze angehen wollt. Es freut mich aber, dass so viele Leute hier dabei sind. Genau, welche Kenntnisse braucht man? Das ist, kommt immer auf die Challenge drauf an natürlich. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, was man braucht. Aber nein, es sollte aktuell noch nicht mehr passieren als Code Redeemed Successfully. Die Challenges sind natürlich noch nicht freigeschalten, damit ihr alle gleichzeitig startet. Das ist genauso beabsichtigt. Und dieses Mal habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, es sind quasi solche algorithmischen Rätsel. Es sind Code-Rätsel sozusagen, wo ihr ein bisschen denken müsst, wo ihr coden müsst, aber es sind keine speziellen Programmiersprachen irgendwie Voraussetzungen. Das können wir wann anders gerne machen. Also wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, ob wir vielleicht mal nur Python oder mal nur C++ etc. machen wollen. Java und Kotlin gibt es leider nicht. Die haben einfach so viele Probleme, dass man sie im Hintergrund nicht richtig benutzen kann. Genau. Ich kann euch tatsächlich im Zoom-Meeting nicht hören, weil ihr sonst direkt im YouTube-Livestream wärt, also zu hören wärt, und das möchte ich vermeiden. Aber wenn ihr schreibt, dann kann ich das durchaus lesen. Genau, möglichst nicht schnell googeln wie letztes Mal. Das war auch das, was wir versucht haben jetzt umzusetzen. C++ ist auf jeden Fall dabei, JavaScript ist auch dabei und C#, soweit ich weiß, ist auch dabei. Also, easy, kannst auf jeden Fall teilnehmen.
Das Coupon, einfach oben bei Balance, also im Coding Challenge Interface, gibt es diesen kleinen Ort Balance. Dort kannst du den Coupon-Code eingeben und dann sollte eben dieses Code Redeemed Successfully kommen. Kotlin funktioniert einfach von der Plattform her nicht so gut. Ja, das ist leider ein Problem. Wie sieht es aus mit großen Zahlen? Wir haben jetzt darauf geachtet, dass man zumindest, wenn du jetzt C++ meinst zum Beispiel, dass du mit Long auf jeden Fall alles machen kannst. Danke Simon fürs Posten. So. Der Couponcode ist ausschließlich im Zoom-Meeting, dazu musst du dich leider erstmal anmelden, damit wir eben, wie gesagt, die Teilnehmer auch ein bisschen kontrollieren können. Weil wenn jetzt ich hier den für alle teilen würde, dann könnten wir ja am Ende gar nichts mehr machen. Dann wäre das ja schwierig. Sprachen, Sekunde, ich gucke nochmal nach, was alles genau unterstützt wird. So, also wir haben selbstverständlich Bash, C, C#, C++, Haskell wird unterstützt, JavaScript, Lua, Perl, PHP, Python selbstverständlich, Ruby, Rust und TypeScript. Die sollten alle unterstützt werden und da sollte es keine Probleme geben. Wann geht's los? Nutze gerade deine Pause dafür. Am besten dann die Pause nicht dafür nutzen. Wir fangen um 12:30 Uhr mit der ersten Challenge an. Ungefähr plus, also eher plus als minus. Wir fangen frühestens um 12:30 Uhr an, aber eigentlich genau um 12:30 Uhr, wenn es keine Probleme gibt. Lohnt es sich mitzumachen, wenn man die Basics beherrscht? Du kannst auf jeden Fall ein bisschen üben. Das ist auf jeden Fall möglich. Den Couponcode kannst du in dem Coding Challenge Interface gibt es rechts oben neben deinem Profilnamen Balance. Dort kannst du den Couponcode eingeben und dann wird dir einfach direkt die Challenge bzw. die 3 Challenges direkt freigeschalten. Und als Minderjährige darfst du offiziell leider nicht teilnehmen, weil es ein Gewinnspiel ist. Also du kannst natürlich trotzdem die Challenges machen, aber wir dürfen dir offiziell keinen Gewinn geben. Das ist einfach quasi die Limitierung vom Gesetzgeber, deswegen, ja, ist ein bisschen doof, aber genau. Willst du selber die Challenges lösen? Die Challenges werden irgendwann mal als Video bei mir auf YouTube kommen. Allerdings will ich euch natürlich vorher genug Zeit geben, die Challenges zu lösen. Ja, du musst, also wenn du mitmachen möchtest, musst du in Zoom kommen, richtig. Wird Java irgendwann unterstützt oder ist es komplett ausgeschlossen? Nein, ist es nicht. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir können es nur nicht garantieren, beziehungsweise wir wissen nicht wann. Aktuell gibt es da halt noch einfach zu viele Probleme und es könnte, es zieht einfach zu viel. Das ist eine gute Frage. Die gebe ich mal weiter an das Zoom-Meeting. Darf man als Minderjähriger mit Erlaubnis der Eltern teilnehmen? Beziehungsweise darf man im Namen der Eltern teilnehmen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde das mal kurz weitergeben. Gerne bitte hier im Chat kurz beantworten, Simon oder jemand von ITCS. Weil wie gesagt, ich bin ja quasi hier nur das öffentliche Sprachrohr. Das Gewinnspiel wird nicht von mir gemacht, sondern von der ITCS. Und genau, ich gucke mal kurz hier oben auch rein. Nicht, dass irgendwas mit dem Stream nicht richtig funktioniert, scheint aber alles gut zu sein. Super. Ist keine Python-Challenge. Es gibt einen Link in der Beschreibung. Es ist nicht ausschließlich Python. Also du kannst es, wie gesagt, in sehr vielen Programmiersprachen lösen. Und du kannst teilnehmen über den ITCS-Link. Gut, also wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, dann sagt da gerne Bescheid. Aber ansonsten sieht es erstmal gut aus. Wir sind jetzt hier schon 64 Teilnehmer in dem Meeting, das ist super. Und wir haben sogar hier 64 gleichzeitige Zuschauer. Kann natürlich sein, dass das einfach jeder ist, der gleichzeitig im Meeting und im Dings drin ist. Im Stream drin ist. Das wäre natürlich super witzig. Ich glaube, da gibt es so eine kleine... So, mit Erlaubnis der Eltern ist es kein Problem teilzunehmen, aber du musst über 14 sein. Also, wenn du über 14 bist und die Erlaubnis deiner Eltern hast, dann kriege ich gerade von der ITCS gesagt, dann darfst du auch teilnehmen. Zoom kannst du auch über den Browser benutzen, ja. Da schreibt es auch jemand von der ITCS, dankeschön. Okay, das sieht gut aus.
alle bitte den Couponcode einlösen, nicht vergessen. Denn wenn ich die Challenge veröffentliche, dann kriegt ihr sie alle gleichzeitig quasi freigeschalten. Ihr seht zwar jetzt noch nichts, aber ihr müsst den Couponcode einlösen, damit ihr da auch richtig mitmachen könnt und nicht irgendwie einen kleinen Vorsprung die anderen haben oder sowas, weil ihr den erst noch reinbackt. Okay. Wunderschönes Bild. Also ich habe es gesehen, der Herr im Zoom-Meeting, ich möchte den Namen nicht sagen. Oder einfach nichts gewinnen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Für die Leute im Zoom-Meeting nicht wundern, dass ihr den YouTube-Chat hier quasi bei mir im Bild seht. Ich übertrage quasi in das Zoom-Meeting dasselbe wie das, was ich auf YouTube übertrage. Also vom Ton nicht komplett, aber vom Bild her auf jeden Fall. Das heißt, da seht ihr immer so ein kleines bisschen ein paar Sachen. Das Ganze ist, das sollte ich vielleicht am Anfang auch sagen, unterstützt von Bosch. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesagt. Wenn ihr einen Job sucht, dann könnt ihr gerne mal in die Beschreibung von YouTube reingucken. Dort ist ein Link verlinkt. Dort ist ein Link verlinkt. Und dort könnt ihr euch dann direkt bewerben. Also auch eine E-Mail-Adresse und alles drum und dran. Die suchen nämlich händeringend Leute. Und Leute, die freiwillig an einer Coding-Challenge mitmachen, die haben meistens auch Spaß an dem Job. Deswegen haben sie gemeint, okay, das ist geil. Das freut mich, vielen Dank. Okay. Nicht wundern, ich gucke immer mal wieder so hier einmal komplett rum, ne? Du musst aufpassen, die Challenges sollten nicht Coding Elimination Challenge heißen, sondern einfach nur Coding Challenge. Das sind die neuen Challenges. Die von der Coding Elimination Challenge, die sind vom letzten Mal. Und die sind natürlich heute nicht mehr relevant. Die wurden da schon quasi öffentlich gemacht und auch schon gelöst zu einem großen Teil. Das heißt, da gibt es natürlich keine Punkte mehr für. Die Reverse Challenges, da ist nur eine drunter, die ist nicht vom letzten Mal, die ist einfach so dazugekommen. Das ist, also wir bauen ja das Coding Challenge Interface generell weiter aus und das ist einfach eine Challenge, die nicht mit dem ITCS zusammenhängt jetzt erstmal. Wenn die Challenge beginnt, wird es unter Challenges eine neue Challenge-Rubrik angezeigt. Das war viel Challenge in einem Satz. Ja, das ist richtig. Es gibt dann eine neue Kategorie. Die Kategorie wird heißen ITCS Coding Challenge. Und dort gibt es insgesamt 500 Punkte zu holen. Das seht ihr an der rechten Seite dann, genau. Bald als Hauptgewinn. Festanstellung bei Bosch mit gutem Einkommen. Wäre natürlich auch was. Ich kann mal mit Ihnen reden. Ein Vorstellungsgespräch kriegt ihr ziemlich sicher. Gibt es zufällig Arbeitgeber in der IT, die eine Umschulung, Weiterbildung im Coding unterstützen? Weiß das zufällig jemand? Also Bosch tut das auf jeden Fall. Allein hiermit. Aber die haben auch intern einige Weiterbildungsprogramme natürlich. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr. Genau, ja. Danke fürs Schreiben. Scheint dieses Mal alles ein bisschen smoother zu klappen als letztes Mal. Das freut mich sehr. Ja, wir sind natürlich immer dran, dass wir das ganze Interface verbessern, dass wir grundsätzlich alles robuster machen und natürlich auch für mehr Leute das Ganze auslegen. Aber wenn ihr grundsätzlich irgendwann mal einen Bug oder sowas findet, ihr habt es vielleicht unter Balance schon gesehen, es gibt auch ein Bug-Bounty-Programm natürlich von uns. Das heißt, wenn ihr irgendwie selber eine Challenge einreichen wollt, das auch was verlinkt, wie so eine Challenge auszusehen hat, oder wenn ihr einen Bug findet oder sowas, dann schreibt uns gerne einfach eine E-Mail. Dann können wir natürlich auch das Challenge-Interface immer besser machen, sodass es natürlich auch für euch immer eine geilere Erfahrung wird. Das ist quasi so auf lange Sicht der Punkt, wo wir hinwollen, dass es einfach eine sehr coole Plattform wird. Du musst dich häufig immer wieder einloggen. Bist du in mehreren Browserfenstern gleichzeitig eingeloggt? Kann das sein? Weil dann wirst du nämlich automatisch ausgeloggt. Wie Bug Bounty kein Shoot the Messenger? Wir haben kurz drüber nachgedacht.
ob wir lieber immer Anzeigen rausgeben sollen, aber ein Bug Bounty fanden wir dann angemessener für jemanden, der quasi was für uns tut. Ihr versteht. Dankeschön, da hat mich aber jemand lange nicht geguckt. Den Bart habe ich schon ein paar Jahre. Stimmt nicht, Jahres gelogen. Aber es ist mehr als ein Jahr. Zum Zoom-Meeting geht's unten in der Beschreibung. Dort findest du einen Link zu ITCS Coding Challenge. Dort ist dann alles nochmal schön aufgedröselt, weil eben Teilnahmebedingungen und so weiter, die muss man sich natürlich vorher durchlesen. Und da hat es dann eine Anmeldung dabei. Die Coding Challenges kannst du mal nachgucken. Eigentlich sind es sehr ähnliche Challenges wie die wir schon haben. Findest du alle unter the-morpheus.cc. Da kannst du dich einfach mal anmelden. Im Endeffekt, ich habe ja auch schon einige Videos zu Coding Challenges gemacht und ja, also es sind quasi algorithmische Puzzle, die gelöst werden wollen. Möglichst effizient natürlich gelöst werden wollen und da gibt es dann natürlich je nachdem Punkte dafür. Es sind immer unterteilt in ein paar unterschiedliche Bereiche. Das heißt, man hat zum Beispiel vielleicht für eine effiziente Lösung kriegt man einfach mehr Punkte. Aber wenn ihr es jetzt nicht beim ersten Mal schafft oder sowas, dann gibt es keinen Punkteabzug in dem Sinne. Genau. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Ich kann schlecht sagen, worum es tatsächlich geht, ohne zu spoilern. Deswegen, das wäre ein bisschen schade. Da kann jemand nicht mitmachen, weil er PHP debuggen muss. Du kannst mitmachen. Du kannst auch in PHP schreiben. Oder? Kannst du? Nein, ich glaube, du kannst nicht in PHP schreiben. Aber du kannst mitmachen. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Doch, du kannst in PHP schreiben. PHP ist freigeschaltet. Java geht leider nicht, nein. Das Problem bei Java ist im Hintergrund quasi sehr, sehr komplex, das Ganze zu verwenden und lässt sich nicht ohne weiteres einbinden, leider. Deswegen haben wir Java noch deaktiviert, weil es einfach in vielen Fällen gar nicht funktioniert hat. Weil es zum Beispiel auch massiv langsamer ist als andere Teile, deswegen ist das noch draußen, ja. Kotlin genauso leider. Wir arbeiten aber dran, also vielleicht gibt es das auch relativ bald. Nur noch mal kurz Reminder für die Leute in Zoom. Ich höre euch leider nicht, das heißt, aber ihr könnt trotzdem jederzeit gerne einfach in den Chat schreiben. Ich höre euch aus dem Grund nicht, damit ihr nicht direkt einfach im Livestream aufpoppt. Ansonsten würde man halt eure Stimme hören, was ich vermeiden möchte. Einfach damit ihr ja nicht öffentlich seid. Schön. Cool, wir sind schon 70 Teilnehmer tatsächlich. Und den Stream gucken auch tatsächlich schon über 80 Leute an. Das freut mich. Also wenn ihr irgendwas habt, was wir besser machen können natürlich, dann sagt gerne Bescheid. Jetzt aktuell warten wir einfach nur gerade, damit alle sich in Ruhe anmelden können, sich vielleicht auch mal die ganzen Sachen angucken können. Ihr findet, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ihr findet in den Introductory oder Introduction Challenges, da findet ihr eine kleine erste Aufgabe, guckt euch die gerne mal an für alle, die jetzt mitmachen wollen wirklich. Dort gibt es Beispiele, wie man eben auch die Ausgabe wieder zurückgibt bei den Coding Challenges, also das ist quasi einfach ein Print-Statement, beziehungsweise was in die Konsole schreiben. Und Input einlesen ist teilweise ein bisschen komplexer. Da haben wir mittlerweile auch Beispiele drin, weil es da eben Schwierigkeiten gab. In C++ haben wir hier zum Beispiel so ein kleines Beispielskript, wo das dann auch wirklich funktioniert. Oder in JavaScript sozusagen das Ganze auch gemacht. Und das wurde dann alles auch getestet und sollte jetzt auch so ohne Probleme klappen. Also nicht, dass ihr da irgendwie Schwierigkeiten habt am Ende und vielleicht nicht lesen oder schreiben könnt, also quasi Eingaben lesen oder Ausgaben ausgeben könnt. Schaut euch deswegen gerne vorher nochmal kurz die Introduction Challenges an. Die sind da ein sehr, sehr guter Einspringpunkt, damit ihr ein bisschen Übung mit dem Challenge-Interface auch überhaupt bekommt. Wir haben es versucht, so ein bisschen möglichst leicht zu gestalten, teilzunehmen. Und ich glaube, es ist auch einigermaßen gut machbar.
Aber nicht, dass es da irgendwelchen Schluck auf oder sowas gibt. Wäre schade. Ja, ich habe tatsächlich auch sehr viel Delay, glaube ich, bei YouTube. Das liegt aber einfach an YouTube. Ich habe sogar extra auf extrem niedrige Latenz gestellt. Also, sorry, weniger geht von YouTube-Seite aus tatsächlich nicht. Aber schau dir gerne auch die Challenges im Nachhinein an. Die werden natürlich wieder alle freigeschalten. Das heißt, ihr könnt die Challenges auch im Nachgang natürlich noch machen. Das ist kein Problem. Und du kannst natürlich auch mitmachen, wenn du nichts gewinnen möchtest. Das geht schon absolut klar. Den Gewinn kann man auch abtreten, ja. Das geht natürlich auch. Da sehe ich den Fastsieger des letzten Males. Oder sogar Sieger, ich weiß es gar nicht mehr. Wo findet man die Infos, von denen ich gerade gesprochen habe? Unter, genau, das würde ich einfach nochmal ganz kurz hier rein schreiben. So, das ist erstmal die Webseite, wo du dich anmelden musst. Und der Couponcode schaltet dir im Endeffekt die Challenges frei, damit du teilnehmen kannst, damit du auch gleichzeitig alle bekommst. Also damit, wenn ich die Challenge freigebe, damit alle Leute, die teilnehmen wollen, die Challenge auch gleichzeitig zur Verfügung gestellt bekommen, nicht irgendwie erst nach und nach, während ihr das Ganze einlöst. Das soll natürlich nicht sein. Und das Zoom-Meeting findest du in der Beschreibung. Das heißt, da ist ein Link zur ITCS Online drin. Und genau dort steht dann auch alles im Timetable drin. Richtig. Die Challenge ist in the-morpheus.cc. Ich poste das hier nochmal ganz kurz. Den Gutscheincode kriegt ihr, wenn ihr im Zoom-Meeting drin seid. So, gute Frage, wer Cedric Mörser ist. Das weiß ich leider nicht, den kenne ich nicht. Aber ich kann mich gerne hier in Zoom zumindest mal umbenennen, damit ihr wisst, dass ich Cedric Mössner bin. So. Genau, ich poste das nochmal ganz kurz. Genau, genau, du siehst die Challenges auch im Nachgang, wenn du nicht im Zoom-Meeting warst, genau. Du kannst einfach im Nachgang wirklich die Challenges nochmal in Ruhe durchgehen und mal gucken. Wir hatten es auch letztes Mal, tatsächlich so gehabt, dass die letzte Challenge gar nicht mal, also selbst im Finale nicht komplett gelöst wurde, weil die letzte Aufgabe tatsächlich sehr knackig war. Und dort haben die Leute dann eben auch noch im Nachgang diese Aufgabe lösen können. Und da sind tatsächlich auch ein paar coole Lösungen bei reingekommen. Fand ich sehr, sehr spannend. Ein Fehler im Client. Ich benutze auch Chrome tatsächlich jetzt gerade. Probier's gerne einfach nochmal. Ansonsten ist ein bisschen seltsam. Ich kann es aber gerne nochmal kurz ohne Cookies und alles probieren. Also bei mir funktioniert es wunderbar. Readline kennt der JavaScript-Teil nicht. So, jetzt kommen wir wieder zu den Problemchen, ne? Jetzt pass auf, lass mich mal gucken. Ich poste hier nochmal ganz kurz für die Leute, die nachher reingekommen sind. Den Link mit dem Couponcode. So. So. Ja, das waren die falschen. Jetzt. Okay, so. Genau, zum Zeitplan nochmal ganz kurz vielleicht. Sekunde.
Also, Zeitplan ist, wir fangen um 12:30 Uhr, also in 5 Minuten an. Und danach starten wir mit, starten wir also mit der ersten Challenge. Die erste Challenge ist für alle offen. Die zweite Challenge ist auch noch für alle offen. Die dritte Challenge ist auch noch für alle offen. Ihr habt für jede dann immer eine halbe Stunde Zeit, minus ein paar Minuten, damit wir quasi umspringen können. Das heißt also circa 25 Minuten, also immer bis also von 12:30 Uhr bis 12:55 Uhr habt ihr Zeit, dann 5 Minuten quasi zwischen den Challenges, damit wir es auswerten können. Dann von 13 Uhr bis 13:25 Uhr, dann 5 Minuten Pause wieder. Dann von 13:30 Uhr bis 13:55 Uhr. Dann haben wir die 3 Vorauswahl-Challenges fertig. Dann machen wir auch wieder eine kurze Pause und dann geht's ins Halbfinale. Im Halbfinale sind 4 Leute dabei. Und das sind die ersten 4 natürlich, die die meisten Punkte aus den vorigen 3 Challenges bekommen haben. Und dann aus diesem Halbfinale geht natürlich dann die ersten 2 Plätze ins Finale rein und die dürfen dann gegeneinander antreten. Die Finalisten würde ich dann auch bitten, den Bildschirm zu übertragen im Finale. Das wäre super von euch. Gerne auch jetzt schon für die Leute im Zoom-Meeting. Ihr könnt auch schon gerne den Bildschirm übertragen, falls ihr Lust habt, das Ganze zu streamen bzw. zu zeigen. Ihr müsst natürlich nicht irgendwie Ton oder sowas anmachen. Das, wie gesagt, einfach Bildschirm übertragen, wenn ihr Lust drauf habt. Aber im Finale wäre es super. Wenn ihr jetzt, also klar, es gibt extra Punkte, wenn man schneller ist. Der Erste kriegt eben Punkte dafür, dass er als erstes abgegeben hat. Und es gibt keinen Punktabzug für falsche Lösungen. Also wenn ihr jetzt quasi irgendwas abgebt oder sowas, dann ist das in Ordnung. Wenn du jetzt noch nicht genug coden kannst zum Mitmachen, Felix, dann ist das kein Problem. Dann kannst du auch gerne einfach zwischendrin, zwischen den Challenges üben und dann beim nächsten Mal einfach mitmachen. Das ist gar kein Thema. Und man kann auch mitmachen, wenn man wenig oder keine oder kaum Ahnung hat. Das ist alles kein Problem, ja. Also ihr bekommt Punkte, je nachdem, wie schnell ihr das Ganze löst. Das heißt, wenn jetzt, also ihr bekommt natürlich hier erstmal die Punkte in dem Sinne, dass ihr zum Beispiel für den ersten Teil der Aufgabe 40 Punkte, für den zweiten 60 bekommt. Und wenn da 2 gleich viele Punkte haben am Ende, dann kriegt natürlich der früher abgegeben hat, kommt dann natürlich eher weiter. Da kommt es dann immer drauf an, wie früh habt ihr abgegeben. Also ja, es kommt schon drauf an. Aber extra Punkte in dem Sinne gibt es nicht. Es ist aber trotzdem ein Auswahlkriterium, also wenn halt Gleichstand ist zum Beispiel. Früher bei allen 3 Abgaben, tatsächlich. Und JavaScript sollte jetzt funktionieren. Nicht, dass ich das vergesse zu erwähnen. Also die Readline aus der Introduction Challenge. Probier's nochmal, indem du bitte aktualisierst die Seite. Das sollte nämlich eigentlich funktionieren. So, jetzt ist gerade der Stream in YouTube richtig, richtig hart am Abgehen. Sekunde. Okay, also. Wo war ich? Genau, bei Advent of Code kannst du auch üben. Die sind aber tatsächlich, glaube ich, schwerer als die von uns. Also vor allem die späteren Advent of Code-Aufgaben sind echt sehr schwer. Von denen wird es leider dieses Jahr keine von mir geben. Also keine Lösung von mir, weil ja, bei mir einfach zeitlich dieses Jahr sehr viel anderes ist. Ihr werdet es dann aber bald noch erfahren, um was es da geht. Programmiersprache sind einige verfügbar. Ich kann gerne noch mal kurz sagen, welche das sind. Wir haben Bash, C, C#, C++, Haskell, JavaScript, Lua, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust und TypeScript in alphabetischer Reihenfolge. Und ihr könnt euch da aussuchen, in was ihr das Ganze lösen wollt. Als Minderjähriger darfst du teilnehmen, allerdings nur mit Erlaubnis deiner Eltern und du musst über 14 sein. Ansonsten dürfen wir einfach rechtlich das Ganze nicht. Und die Challenges sind, ich weiß nicht, ob sie lösbar, wenn man Grundkenntnisse hat. Das kommt darauf an, wie du Grundkenntnisse definierst. Allzu viel wirst du nicht brauchen, aber du wirst auf jeden Fall ein bisschen algorithmische Kenntnisse brauchen eher. Genau, Python-Version ist 3, lass mich nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich meine, es war 3.10.
Ja, 3.10.0. Genau. Okay, also, wir haben 12:30 Uhr. Dementsprechend macht euch alle bereit. Und ich enable die Challenge. Ihr müsst allerdings dann kurz natürlich aktualisieren und dann könnt ihr drauf zugreifen. In 3, 2, 1 und sie ist verfügbar. Okay, jetzt ganz kurz die Challenge-Erklärung für alle Leute, die im Stream zugucken. Jetzt muss ich, sorry, ich muss zwischen den 50.000 Fenstern hier hin und her schalten. Es dauert ganz kurz. Also, wir haben hier einmal die erste Challenge und es geht hier natürlich um, also was heißt natürlich, es geht um Prime Hashes. Prime Hash ist erstmal eine Aufgabe und zwar also wir haben erstmal einen String S gegeben und jetzt ist die Aufgabe, finde die kleinste nicht negative Ganzzahl K, also eine positive Ganzzahl, sodass der MD5-Hash von S plus dem String von K prim ist. Und natürlich kann man jetzt auf einem Hash-Wert nicht unbedingt sagen, ob der prim ist, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben diesen String, der hier gegeben, und wenn wir jetzt hier ein K drauf addieren sozusagen, dann haben wir, also zum Beispiel, wenn wir K gleich 156 setzen und dann einen MD5-Hash berechnen daraus, also quasi S plus String von K, dann ist der Hashwert davon natürlich das hier. So, das sind erstmal sehr, sehr lange Teile. Die kann man jetzt aufteilen in 4 gleich lange Strings. Das heißt, hier einmal 8 Zeichen, hier 8 Zeichen und beachtet auch, dass MD5 immer in Hexadezimal ausgegeben wird im Endeffekt. Und dann hier 8 Zeichen und die können wir jetzt natürlich dann aufteilen bzw. umwandeln in eine Dezimalzahl. Das heißt, diese Zahlen hier. Und die können wir wiederum, also das ist quasi unsere Zahl. Und wenn jetzt das Ding prim sein soll, bedeutet das erstmal, wir müssen eine Primzahl daraus haben, wenn die Summe Primzahl ist, also dann ist das ganze Ding prim und die Quersumme ebenfalls eine Primzahl ist. Das ist quasi nochmal eine Definition dazu. Und die Quersumme einer Zahl, wisst ihr wahrscheinlich, ist einfach die einzelnen Ziffern aufsummiert. Das heißt in dem Fall zum Beispiel 3 oder beziehungsweise hier wäre es 1 plus 0 plus 2 plus 5 plus 6 plus 5 und so weiter und so fort, bis wir durch sind. Und das ist 41. Und wenn das auch prim ist, dann ist gut. Und die Quersumme von der Quersumme, falls es mehr als eine Ziffer ist, muss auch prim sein. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Genau. Hört sich erstmal mega kompliziert an, aber glaubt mir, die Aufgabe ist gar nicht so schwer, wenn man sie verstanden hat. Ihr müsst sie nur erstmal kurz ein bisschen sacken lassen. Und ich werde jetzt nochmal kurz rüberschauen. Du siehst nur eine, genau. Du kriegst auch erstmal nur eine Aufgabe. Wie gesagt, um 13 Uhr kommt die nächste Challenge raus. So. Okay, ansonsten noch keine Fragen bisher drin gewesen. Ich schaue nochmal kurz in den Stream rein. Da, ja, man sieht alles, was man sehen soll. Perfekt. Okay, also es sieht erstmal brutal aus. Unten sind selbstverständlich ein paar Beispiele drin. Übrigens, es gibt 2 Teilaufgaben. Einmal mit einem T kleiner gleich 10 und einmal mit einem T kleiner gleich 50. Die erste gibt 40 Punkte, die zweite gibt 60 Punkte. Und das T sagt eigentlich nur aus, wie viele Testcases gemacht werden. Das heißt, hier werden erstmal nur 10 Testcases laufen gelassen. Bei denen muss das Ganze durchgehen. Hier müssen 50 Testcases oder bis zu 50 Testcases gemacht werden. Gibt es ein Film-Plugin für den Online-Editor? Nein, soweit ich weiß nicht. Könnte man aber vielleicht mal überlegen. Wir können es uns ja mal merken. Genau, also im Endeffekt sieht das Ganze so dann aus. Hier unten ist auch eine kleine Erklärung davon. Und zwar, wir kriegen eine Zahl, also quasi, beziehungsweise einen String erstmal, und der ist hier gegeben. Und unsere Ausgabe muss hier, also wie gesagt, das ist der String aus dem Beispiel hier oben. Und unsere Ausgabe sollte 156 sein, damit wir hier das Ganze errechnen können, denn man kommt auf diese Zahl, die ist eine Primzahl und ihre Quersumme, also 41 ist eine Primzahl und die Quersumme der Quersumme ist 5, also auch eine Primzahl. Und dementsprechend ist das ganze Ding hier eine Primzahl. Da muss man dann natürlich ein bisschen was berechnen, aber ich werde euch nicht verraten, was. Ich mute mich jetzt hier mal kurz im Zoom, damit ich euch nicht die ganze Zeit störe.
Und dann ist es hier ein bisschen ruhiger. Ihr hört mich natürlich im YouTube-Stream immer noch. Ist klar. Okay. Zweites Beispiel ist das hier. Hier haben wir den String das hier. Das heißt, das müssen wir in MD5 umwandeln. Das wäre das da. Und das dann natürlich aufteilen. So, und wenn wir hier eine Zahl drauf addieren, dann müssen wir natürlich hier die 62 nehmen. Weil hier die 62 hinten dran zu fügen, führt dazu, dass diese Zahl rauskommt, was auch eine sehr, sehr große Zahl ist. Und die ist auch eine Primzahl. 47 ist eine Primzahl. 11 ist eine Primzahl. Und 2 ist auch eine Primzahl. Wir machen noch mal ganz kurz hier das dritte Beispiel auf. Hier sehen wir das auch. Unsere Zahl ist 136, denn auf den String, den wir hier oben gegeben haben, der auf M endet, hängen wir einfach 136 dran. Und wenn wir das dann berechnen hier, dann bekommen wir das eben als Ausgabe, was eine Primzahl ist. Quersumme davon auch eine und Quersumme davon ist auch eine Primzahl. Genau, bei der Aufgabe ist tatsächlich das Schwerste, die Challenge überhaupt zu verstehen, bin ich ehrlich. Das dauert ein bisschen. Und das ist tatsächlich auch hier, ja, so die Herausforderung, wenn man so möchte. Zum Programmieren ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es gerne auch gleich nochmal erklären. Es gibt insgesamt aktuell 70 Teilnehmer. Wir können auch tatsächlich hier schon mal auf das Leaderboard einen kleinen Blick werfen. Es hat noch niemand abgegeben. Okay. Also. Wir haben aktuell 70 Teilnehmer und die sind alle, soweit ich das sehen kann, komplett fleißig dran. Fragen kommen noch keine. Probiert gerne ein bisschen dran rum. Wie gesagt, ihr im YouTube-Stream, ihr bekommt die Aufgaben natürlich auch noch später. Dann könnt ihr sie selber auch lösen. Und ich werde mir jetzt hier erstmal was zu trinken holen. Beim die ganze Zeit reden, da hat man natürlich so ein bisschen Wasserbedarf, Luftbedarf und so. Okay, übrigens hier unten auch nochmal alles auf Englisch. Ja, das passiert natürlich, wenn ich hier zum Beispiel mehrere Fenster permanent aufmache. Sollte ich lassen. Okay. Also, nochmal ganz kurz die Challenge erklärt. Wir kriegen einen, vielleicht machen wir das am Beispiel. Wir kriegen diesen String hier, also diesen wunderschönen String. Und dieser String, der soll bitte so gehasht werden, dass er eine Primzahl ergibt. Das heißt, meine Aufgabe ist es, eine Zahl, übrigens eine positive Zahl zu finden, ganze Zahl, keine Kommazahl, die ich hier an den String quasi als String dranhänge. Und wenn ich das Ganze hashe mit MD5, dann kommt ja irgendwas hierbei raus. So, diesen Hashwert, der ist ja quasi hexadezimal. Das heißt, ich kann den aufteilen, kann sagen, das hier plus das da, also die zweite, plus die dritte, also jeweils in 8 Zeichen aufteilen. Einmal 8 Zeichen, zweimal 8 Zeichen, dreimal 8 Zeichen, viermal 8 Zeichen. Die alle aufsummieren. Dann umwandeln in normale ganze Zahl, damit ich damit rechnen kann. Und das wäre dann jeweils so. Das sind diese 4 Bereiche hier. Und das kann ich natürlich aufsummieren. Und ja, da kommt irgendwas bei raus. Und jetzt muss ich irgendwie so eine Zahl finden, die hier das Ganze zu einer Primzahl macht. Also die Zahl, die hier rauskommt. Und die Quersumme auch zu einer Primzahl macht. Also sprich, alle Zahlen aufsummiert, kommt 41 raus. Das ist auch eine Primzahl. Und davon wiederum aufsummiert, also 5, auch eine Primzahl. Das kann natürlich sehr, sehr groß werden. Also man muss dann natürlich aufpassen, dass die Quersummen der Quersummen der Quersummen und so weiter und so fort auch immer eine Primzahl sind. Aber irgendwann hört das natürlich auf. Also 5 zum Beispiel hat die Quersumme 5, weil es nur aus einer Ziffer besteht. Das heißt, da bricht das Ganze dann quasi automatisch ab. Na, an wem raucht der Kopf? Einmal ganz kurz gerne in den YouTube-Chat schreiben. Und was eure Idee für die Aufgabe ist, würde mich natürlich auch mal kurz interessieren. Was meint ihr, wie könnte man das Ganze lösen? Du kannst es noch probieren, teilzunehmen. In der Beschreibung ist ein Link. Dann kannst du in das Zoom-Meeting reinkommen und dann kannst du auch dort noch teilnehmen, wenn du das möchtest. Du musst halt schnell sein. Hast 10 Minuten ein bisschen später. Also hast nicht ganz dieselben Chancen leider. Ja, mir raucht auch der Schädel ein bisschen. Also jetzt nicht mehr, ich kenne die Challenge ja schon, aber am Anfang hat mir der Schädel durchaus ein bisschen geraucht. Aber an sich, habt ihr eine Idee, wie man es angehen könnte? So im Chat? Das ist ärgerlich, ja.
So easy, ne? Wenn man die Aufgabenstellung verstanden hat, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Okay, rekursiv ist eine interessante Herangehensweise. Ich glaube, ich hätte das eher iterativ angegangen. Also zumindest den ersten Teil wäre ich iterativ angegangen, den zweiten Teil wäre ich eher rekursiv angegangen. Wobei vielleicht sogar da iterativ. Aber ich glaube, da wäre Rekursion wahrscheinlich sogar einfacher. Ja. Okay, ich schaue noch mal kurz nach den Abgaben, wie weit die Leute schon sind. Noch keine Abgabe. Ah, jetzt habe ich sie mit anderen Fenster aufgemacht. Das ist natürlich dumm von mir. Okay. Ja, das kann natürlich sein, dass die Teilnehmer sich bei mir Tipps holen. Die Teilnahme selbst ist U18 kein Problem. Nur für den Gewinn brauchen wir, bevor wir die Adresse aufnehmen und das Paket verschicken dürfen, die Erlaubnis der Eltern. Ist auch gut, dass ihr das nochmal schreibt. Dankeschön. Das kann ich jetzt leider nicht so ganz kommentieren. Weil ich ansonsten natürlich spoilern würde. Aber grundsätzlich auf jeden Fall eine Herangehensweise. Im Zoom-Meeting überträgt leider niemand den Bildschirm, deswegen kann ich euch das nicht zeigen jetzt tatsächlich. Dynamic Programming, hui. Da wird's heftig. Da kommt doch jemand rein. Ich würde demjenigen mal ganz kurz alles schicken. Okay. Oh, das ist lieb, wenn du mir Geld spenden möchtest, kannst du das gerne über Patreon machen, ja. Musst du aber natürlich nicht, also das ist immer freiwillig, klar. Oder sogar hier auf YouTube müsste das eigentlich auch gehen. Dankeschön. Was passiert, wenn t größer gleich 2? Das sollte ich vielleicht im Zoom sagen. Hier kam gerade eine Frage rein. Was passiert, wenn t größer gleich 2 ist? Wenn t größer 2 ist, dann ist das eben in der ersten Zeile vermerkt. Das heißt, dein t, also in der ersten Zeile kommt ja eine Zahl. Die ist jetzt hier in den Beispielen immer 1 gewesen. Aber gibt auch an, wie viele Zeilen in Zukunft kommen mit solchen Strings. Dann musst du für jeden von diesen Strings natürlich eine Lösung finden. Das heißt, wenn hier t zum Beispiel auf 49 oder 50 steht, dann kommt da halt die Zahl 50 als erstes und dann kommen 50 Zeilen mit Strings, wo du so eine Lösung finden musst, ja. Das muss man natürlich auch beachten. Genau. Sprache ist keine vorgegeben. Beziehungsweise, jein, Sprache ist soweit eine vorgegeben. Wenn ich jetzt hier auf Solve klicke, dann sehen wir hier, ich habe eine gewisse Auswahl an Sprachen. Also Bash, C, C#, C++, Haskell, JavaScript, Lua, Perl, PHP, Python, Ruby und Rust und TypeScript. Die kannst du alle nehmen. Oh, einer ist fertig. Das ist super. Dankeschön fürs Sagen. So, Challenge Leaderboard. 2 sind sogar schon fertig. Einer ist komplett fertig. Der hat schon die volle Lösung. Ich werde euch jetzt natürlich noch nicht die Lösung nennen. Ja, Python ist natürlich dabei. Python 3.10.0. Ihr habt Zeit bis um 12:55 Uhr. Die erste Challenge wird dann von 12:55 Uhr bis 13 Uhr ausgewertet und ab 13 Uhr starten wir mit der zweiten. Ja, das könnte noch eng werden. Aber kann man schaffen. Kann man durchaus schaffen. Okay, wechseln wir nochmal ganz kurz zurück hier. Hier fragt gerade jemand, bin ich gemutet? Ja, ich bin gemutet. Was der beste Weg ist, sich Richtung Data Science zu entwickeln. Also ich meine, grundsätzlich, wenn du schon coden kannst, kannst du auch hier mitmachen. Aber Data Science ist ja immer, ja, ist eigentlich meistens mit Daten hantieren zu können. Und da kannst du einfach ein bisschen üben und dann vielleicht einfach in Richtung so einen Job gehen. So, ich gucke jetzt nochmal hier auf das Challenge Leaderboard. Wir sind immer noch bei 2 Leuten. Ich kann euch leider, wie gesagt, die Lösung jetzt nicht zeigen, ohne zu spoilern, wobei sie mich selbst brennend interessieren. Dankeschön. Kannst du mir gerne auch nochmal per Discord oder sowas schicken. Die Aufgaben werden natürlich veröffentlicht, ja genau. Also ihr bekommt im Nachgang nach diesem, also wahrscheinlich im besten Fall heute noch, bekommt ihr
die Challenges, die jetzt hier als Coding Challenge gelistet sind, bekommt ihr auch ebenfalls als Aufgabe und könnt die dann auch noch im Nachgang lösen, klar. So, wir gucken nochmal kurz rein. Oh. Tatsächlich aktuell nur 2 Leute. Das ist natürlich krass. Wie lange noch? 10 Minuten. 10 Minuten haben die Leute noch Zeit. Also zumindest grob. Wenn wir natürlich noch keine 8 Leute haben, dann müssen wir noch ein bisschen länger machen, weil wir brauchen 8 Gewinner. Sonst haben wir die Preise am Ende nicht weg. Das wäre ein bisschen schade. Aber ja, das ist auf jeden Fall eng, zeitlich gesehen. Das stimmt schon. Aber natürlich, also hier 40 Punkte zu erbeuten, ist natürlich auch schon mal ein guter Anfang. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Ah, du hast gerade noch angefangen. Das schaffst du noch. Ich bin sicher, dass du es noch schaffst. Okay, MD5 ist natürlich auch so ein Ding, das müsste man jetzt vielleicht hier erstmal nachgucken. MD5 ist ja eine Hash-Funktion. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, MD5 sollte mittlerweile in fast allen Sprachen irgendwo in der Library drin sein. Das heißt, das müsst ihr nicht selbst implementieren im besten Fall. Wenn man das selbst implementiert, es gibt ein paar, ich weiß gar nicht, ob die auf Wikipedia auch stehen. Lass mich mal gucken. Nein, hier steht die mathematische Definition. Aber es müsste eigentlich auch relativ viele Beispielimplementierungen in den Sprachen geben. Die Challenge bekannt gegeben, also wirklich veröffentlicht, sodass sie alle haben und anfangen können, sie zu lösen, war um 12:30 Uhr. Das heißt, sie haben insgesamt 25 Minuten Zeit. Dieser ganze Stream hier läuft seit, ich weiß nicht, seit wann du dabei bist, aber er läuft seit 12, damit die Leute noch ein bisschen Einübungszeit für die Plattform hier haben. Und bekannt ist das Ganze seit Freitag letzte Woche, glaube ich, dass wir sowas machen. Also je nachdem, was du genau gemeint hast. Okay, wir gucken nochmal kurz auf das Leaderboard. Wir sind immer noch bei einer Lösung. So, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht kurz machen kann. Ich würde das wirklich interessieren. Ich glaube, ich blende mal kurz den Bildschirm aus und ich gucke selber mal kurz rein. So, das kann natürlich nur ich machen. Ah, schicke Lösung. Wunderschön. Die gucken wir uns gleich nachher an. Die ist sehr, sehr schön. Ich meine, dass mir der Name auch ein bisschen bekannt vorkommt. Von unserem Sieger. Die Preise sind, der erste Platz bekommt eine PlayStation 5 Disc Edition, muss man auch dazu sagen, was ziemlich geil ist. Die hat derjenige von der ITCS auch tatsächlich schon hier, also er hat sie gerade so kurz in die Kamera gehoben gehabt, was ich ziemlich cool fand. Platz 2 bekommt einen Amazon-Gutschein, steht übrigens auch alles unten im Link drin. Also 200 € Amazon-Gutschein, und eine Cap von mir, natürlich muss man auch sagen. Er hebt sie gerade nochmal kurz in die Kamera. Ich kann das mal ganz kurz, weil ich kann es nicht streamen. Philipp, es tut mir leid. Stimmt, meine Brille spiegelt den Monitor, das ist ja gemein. Platz 3 bekommt einen Amazon-Gutschein von 100 € und eine Cap von mir. Und Platz 4 bekommt einen Goodie-Bag und eine Cap von mir. Und Platz 5 bis 8 bekommen auch ein Goodie-Bag von mir. Von der ITCS, sorry. Die Cap ist von mir. So rum. Die erste Ankündigung war letzten Freitag, genau. Ich habe es erst auf dem Vlog-Kanal angekündigt, dann hier auf dem Morpheus-Kanal und dann auf Instagram und auf Twitter. Ich glaube, so war es. So war die Reihenfolge. Also mein aktueller Stand ist tatsächlich, dass du nicht volljährig sein musst, aber die Erlaubnis deiner Eltern natürlich brauchst, um gewinnen zu können. Aber du musst über 14 sein und die Erlaubnis haben oder halt volljährig. Und ja, ich habe auch die Maskenbartwelle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist ganz furchtbar. Wenn man die Maske anzieht, dann hängt der Bart immer unten raus, so. Dann, ne? Das kann sein, dass, achso, Moment, das ist eine Frage aus dem Zoom. Das kann sein, dass es am Zeitlimit liegt, dass die zweite Aufgabe bei dir fehlschlägt. Da muss man quasi wirklich sehr effiziente Lösungen schreiben, das stimmt schon. Gerne schreib auch mal kurz in die Beschreibung rein, was du für eine Sprache hast. Oder was für eine Sprache du benutzt. Python, damit sollte es auf jeden Fall machbar sein, wenn du effizienten Code hast. Je nachdem, was du hast. Damit haben wir es auf jeden Fall schon getestet.
Da kommen noch 2 rein. So. Wobei jetzt aktuell sollte meine Maskenbartwelle gar nicht so stark sein, tatsächlich. Nächstes Mal müsst ihr euch warm anziehen, dann verpasse ich das nicht. Das hoffe ich doch. Ich freue mich natürlich, wenn wir hier neue Namen sehen in den Top-Listen. Das ist auf jeden Fall geil. In Java geht leider nicht, funktioniert das noch nicht. Das ist, genau, Dankeschön, das ist einfach zu rechenintensiv. Vielen Dank fürs Posten kurz. Okay, wir gucken uns noch mal ganz kurz das Leaderboard an. Und ja, wir sehen, dass hier schon ein paar mehr Abgaben reingekommen sind. Allerdings 2 ohne Punkte. Huch. Aber 2 volle Punkte tatsächlich. Das ist natürlich krass. Und den Namen kenne ich auf jeden Fall auch noch. Pannenkök, der war letztes Mal auch dabei. Und natürlich Eulersche Zahl war, glaube ich, auch letztes Mal dabei. Ja, meine Schuld, dass plötzlich alle Python können. Furchtbar. 38 Punkte? Das ist interessant. Dann gab es für was Abzug, aber ich weiß nicht mehr für was. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück auf die Challenge, dann ist die auch natürlich schön sichtbar. Wie oft findet das ganze Event statt? Ich glaube, da können euch die Leute von der ITCS öfters was dazu sagen oder besser was dazu sagen. Das ist relativ unregelmäßig. Das ist nämlich immer genau dann, wenn die ITCS, das ist ja eine ganze Messe mit Jobs und allem drum und dran. Und da könnt ihr natürlich gerne regelmäßig vorbeigucken, denn die haben auch noch ganz viele andere coole Vorträge natürlich. Und aktuell mache ich da quasi bei fast jeder ITCS bin ich auch dabei. Außer ich bin natürlich irgendwie mega verhindert oder sowas. Ich versuche es natürlich immer, aber kann natürlich immer passieren, dass irgendwas ist. Die aktuell beste Sprache zum Einsteigen, du meinst jetzt speziell hier ins Competitive Programming, würde ich dir schon, also ich würde generell eigentlich Python sagen. Denn Python ist natürlich hier auch sehr weit vertreten. So, wir haben 3 Abgaben mit 0 Punkten, 3 Leute, die 40 Punkte bekommen haben und 2 Leute, die die volle Punktzahl bekommen haben. Ich bin gespannt, ob da noch was geht. Das nächste Event, ist am 11. März. Allerdings nicht deutschlandweit, sondern regional. Moment, was? Nicht regional, sondern deutschlandweit. Okay, gleich gedacht. Jetzt hat es noch jemand geschafft hier auf die 40 Punkte. Haben wir jetzt 3 Leute mit 40, einen mit 38 und 3 Leute ohne Punkte bisher und 2 natürlich mit der vollen Punktzahl. Sehr, sehr spannend. Und es schaffen immer mehr Leute. Nee, nicht. Das wusste ich gar nicht, dass die Challenge auf Deutschland beschränkt ist. Ich versumpfe? Was meinst du damit? Oder habe ich das gerade gesagt? Dass ich, ja gut, wenn ich... Oh no, das ist schlecht. Ja. Oh shit, warte, Moment. Auch noch nicht abgegeben, oh no. Oh nein, bei dir ist jetzt der Code weg, weil die Seite abgestürzt ist. Hast du irgendwo zwischengespeichert oder sowas? Weil du hast noch nicht abgegeben, deswegen kann ich ihn dir leider auch nicht schicken. Damn. Was meint ihr mit abgeschmiert? Perfekt, da ist schon der Richtige, der das auch beheben kann. Dankeschön. Okay. Also offensichtlich haben wir noch ein Problem mit Endlosschleifen. Dann schmiert tatsächlich die Testvariante ab. Okay, das ist gut zu wissen. Dann machen wir das beim nächsten Mal natürlich besser. So,
So, jetzt erstmal zu dem Versumpfen noch. Ich versumpfe momentan. Ja, natürlich. Also ich habe so viele Sachen, die ich gerade machen muss, machen möchte und machen kann. Da hinterherzukommen ist teilweise ein bisschen schwierig. Und manchmal habe ich einfach schon sehr, sehr krasse Termine. Deswegen bin ich vielleicht nicht an jeder Challenge dabei, aber ich versuche es natürlich, an jeder ITCS dabei zu sein. Hi Martin, du kannst noch teilnehmen, allerdings ist die erste Challenge jetzt gleich dann vorbei. Deswegen wird es ein bisschen schwierig werden. Ich werde die jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen, weil wir tatsächlich erst 6 Abgaben haben mit überhaupt Punkten dran. Machen wir noch ein bisschen länger. Ich würde euch jetzt auf jeden Fall noch, sagen wir mal, 5 Minuten geben. Dann ist nämlich auf jeden Fall 13 Uhr. Und, aber bis dahin wird es wahrscheinlich auf jeden Fall nicht mehr reichen. Oh, da haben wir den 4., der beide Aufgaben hinbekommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber du kannst auf jeden Fall bei der 2. mitmachen. Jetzt muss ich ganz kurz hochscrollen, damit ich das nochmal posten kann. Du kannst auf jeden Fall bei der 2. Challenge mitmachen. Vielleicht schaffst du es ja in die Top 8. Also die ersten 3 Challenge-Punkte werden zusammengerechnet dieses Mal, damit ihr mehr Möglichkeiten habt reinzukommen. Letztes Mal war das ja ein großer Kritikpunkt, dass wir eine Challenge genommen haben, wo leider auch Möglichkeiten im Internet oder Lösungen im Internet waren. Also ihr habt jetzt noch auf jeden Fall bis 13 Uhr Zeit, da Punkte zu sammeln. Okay, jetzt müde ich mich hier wieder, genau. So, okay, also für, achso, für Games, ja genau. Für Games würde ich entweder C# oder C++ sagen. Das ist absolut richtig, ja. Ah, genau, perfekt. Ich habe da sogar ein Video drüber gemacht. Kann ich gerne für 2022 auch noch machen, aber muss ich eigentlich nicht. Es ist relativ viel gleich geblieben. Mal gucken. Auf dem 2. Platz ist einfach Hackerman aus Kung Fury, okay. Ja, es scheint, als müsste ich mal was zur Unity Engine machen. Also die 4 haben es auf jeden Fall mal durchgezogen hier. Wir haben noch 3 Minuten jetzt. Und danach gucken wir uns auf jeden Fall noch die Lösung an. Also die Eulersche Zahl, die hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Das muss man sagen. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Challenge hier. Oder sehr schöne Lösung. Ich habe ja schon mal kurz reingespickt. Ohne euch. Und nachher sehen wir dann auch, wie viele insgesamt da noch reingekommen sind. Aktuell sind es immer noch 65 Teilnehmer gerade. Also ihr habt gute Möglichkeiten, selbst wenn ihr jetzt noch anfangt. Vielleicht holt ihr ja beim 3. Mal die 100 Punkte. Zu den Gaming-Programmiersprachen, ja, das stimmt schon. Können wir mal eine Umfrage machen, wie viele Leute sowas interessieren würde. Dann kann ich damit gerne mal was machen. Okay, es geht in den Endspurt. Noch 2 Minuten haben wir. Jetzt nicht verfügbar. Halt, stopp. Okay. Ach, das geht bei Zoom nicht. Schade. Ja gut, also wo wir gerade bei der Diskussion Unreal gegen Unity sind, Unreal habe ich natürlich schon als Playlist. Deswegen, wenn ich was mache, dann wird es Unity sein. Unreal habe ich ja schon einiges gemacht. Okay, also die Verfügbarkeit sollte auf jeden Fall eigentlich da sein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht kommt, wenn du die Seite refreshst. Und wir haben noch ein paar Sekunden. Gleich sind wir fertig mit der Challenge. Das heißt, wenn ihr noch nicht abgegeben habt, gebt auf jeden Fall jetzt ab. Um 13 Uhr machen wir fertig hier. Wenn man einmal Teilpunkte bekommen hat, kann man nicht nochmal ab.
geben. Doch, kannst du. Eigentlich sollte das kein Problem sein. So, damit sind wir fertig hier. Und die Punkte stehen fest. Und jetzt können wir tatsächlich direkt weitermachen. Ich werde schon wieder angerufen. Hey. Und zwar mit der nächsten Challenge. Ich hoffe, ihr habt eure Gehirne ein kleines bisschen erholt in der Zwischenzeit. Während die nächste Challenge läuft, also wenn ich die erklärt habe, werde ich zurückspringen und hier mal kurz auf das Leaderboard reingucken. Und dort eine Lösung auch anzeigen lassen. Okay, die nächste Challenge startet jetzt. Also Punkt 13 Uhr. Boom. So, ich refresh auch mal ganz kurz die Seite. Und genau, also es ist eine Reverse Challenge. Eine Reverse Challenge bedeutet, dass man aus den Beispielen rausfinden muss, was zu tun war. Das heißt, ihr müsst wirklich rausfinden, was genau eigentlich gemacht werden soll, aber habt eigentlich keine Anweisung dafür. Die Eingabe ist erstmal in Zeile 1 eine einzelne Zahl t, die größer ist als 1, die die Anzahl der Testfälle angibt. Also das geben wir euch zumindest mit. Und die jeweils einzige Zeile eines jeden Testfalls, das heißt, wenn ihr zum Beispiel 5 Testfälle habt, habt ihr 5 Zeilen danach, aber trotzdem eben jedes ist sein eigener Fall und die enthalten 3 ganze Zahlen k, m und n. Und für jeden Testfall muss man eine Zeile ausgeben mit m plus 1 plus n durch Leerzeichen voneinander getrennte Ganzzahlen. Also das ist quasi die Lösung, die erwartet wird. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Beispiele an. Also wie gesagt, es ist ja keine Aufgabenstellung absichtlich gegeben worden. Wir haben hier oben eine 3. Das heißt, wir haben 3 Testfälle, also 3 Fälle, die wir jetzt hier getrennt betrachten können. Ein Fall, 2 Fall, 3 Fall. Und der erste Fall ist 8805. So, die Ausgabe, die wir wollen, ist 88 44 22 11 34 17. Im zweiten Fall haben wir 3705, also auch 05 am Ende. Haben wir 37 112 56 28 14 7. Im dritten Fall 5005, also 50 25 76 38 19 58 als Ausgabe. Das ist quasi die Aufgabe. Aber es gibt hier natürlich noch mehr Beispiele. Das heißt, wir haben hier einmal diese 3 Testfälle 25 50, 59 50 und 60 50. Die haben hier die Ausgabe 132 66 33 100 50 25 312 156 78 39 118 59 und 1920 960, 480, 240, 120, 60. Das sind die 3 Testfälle. Achtet darauf, hier steht die 5 an zweiter Stelle. Im Example 1 stand die 5 an dritter Stelle. Und dann haben wir hier natürlich noch das dritte Beispiel mit auch 3 Testfällen. Und zwar 3333 führt zu der Ausgabe 264, 132, 66, 33, 150 und 25. Im nächsten Beispiel haben wir 9433, also 124, 62, 31, 94, 47, 142, 71 ist die erwünschte Ausgabe. Und bei dem letzten Beispiel ist das Ganze mit 54. Da ist die erwartete Ausgabe, die hier unten. So, und ihr müsst jetzt rausfinden, was genau führt von diesen Zahlen hier oben zu der jeweils gewünschten Aufgabe. Es gibt hier 3 mögliche Tasks. Jeder von diesen Tasks gibt Punkte. So, jeder von diesen Tasks gibt Punkte und hier haben wir einmal den Task, dass m entweder 0 oder 1, m ist immer 0, sorry, und die Zahl n liegt zwischen 1 und 40, also jeweils inklusive. Und ihr erinnert euch, dass die Zahl n ist die hintere Zahl, das ist quasi das erste Exempel hier, das ist Task 1. Der zweite Task ist der Task, dass n 0 ist, das heißt hier auf der rechten Seite steht immer eine 0 und m liegt zwischen 1 und 40. Und der dritte Task verbindet beides, also sowohl m und n ist dann dabei und gibt nochmal 20 Punkte extra. Und ich wünsche euch jetzt natürlich viel Erfolg dabei. Wie gesagt, die Challenge ist schon aktiv. Ich schaue schon mal kurz ins Leaderboard rein, nicht, dass schon jemand abgegeben hat, das wäre nämlich heftig.
So, und während wir jetzt hier gerade dabei sind, gucken wir mal auf Prime Hash. Bei Prime Hash, da sind noch ein paar Abgaben reingekommen. Okay. Bei Prime Hash haben wir hier erstmal die erste Lösung gehabt. Und, achso, ich würde mal ganz kurz eine Sache machen. So. Ich muss hier ganz kurz was Administratives umstellen. Und dazu muss ich euch kurz wegschalten. Sorry dafür. Wir haben es gleich. Ich komme auch gleich wieder auf eure Fragen zurück, keine Sorge. So. Der QR-Code ist ein bisschen im Weg, das tut mir leid. Okay, jetzt muss ich kurz wieder umschalten. Gut. Also, wir haben hier die Lösung. Ich würde mal ganz kurz die Platz 1 Lösung mir angucken. Und wir sehen hier das Ganze so aus. Er hat erstmal Hashlib importiert. Und dann, also man musste ja quasi hier erstmal den MD5-Algorithmus ausführen können. Und hier unten ist quasi sein Main-Code. Das heißt, T liest sich erstmal die Anzahl an Testfällen aus. Und für jedes dieser Ts macht er Folgendes. Er liest sich den Input aus, also den String aus und solved den. So, solven tut er hier. Das heißt, er sagt, okay, er brute forced einfach K mit einer While-True-Schleife. Und wenn eben hier, also wenn das Ganze tatsächlich eine Primzahl ist, dann returnt er. Dann gibt er quasi K zurück und printet das. Aber ansonsten erhöht er einfach K so lange, bis er eine Lösung hat. Das ist tatsächlich auch die Lösung, die einzige wirklich sinnvoll ist, denn MD5 kann man ja nicht cracken. MD5 ist ja eine Hash-Funktion, in dem Sinne kann man sie nicht cracken, man kann sie nur sehr, sehr schnell berechnen. Und das ist auch der Grund, warum man hier MD5 einfach berechnen kann, oder über den String plus den String von K. Man kann das hier quasi einmal encoden und sich dann den das hexadezimale Ergebnis durchlesen und bekommt hier dann, das ist aber geil aufgeteilt, also 4 Teile, die natürlich alle 8 lang sind, summiert die alle auf. Das ist hier gemacht worden. Ist das hier gemacht worden? Nein, ist es nicht gemacht worden. Das hat er in Check Prime gebraucht, okay. Und dann wird überprüft, ob das Ganze hier eine Primzahl ist. Und mit Primzahlen-Check meint man natürlich hier, wenn das ganze Ding eine Primzahl ist, wenn es keine Primzahl ist, dann gibt man hier False zurück, das überprüft das. Wenn die Quersumme, was das hier ist, das ist auch clever gelöst, die Quersumme in einer Zeile, die Summe über alle int von s für jedes s in String von n. Das heißt, er wandelt erstmal das Ganze in String um. Und dann wandelt er die jeweiligen Zeichen von diesem String wieder in Zahlen um und summiert die auf. Das ist super, super geil. Das gefällt mir. Aber hier hätte natürlich auch was schief gehen können. Es kann natürlich auch sein, dass es mehr als die Primzahl von Q braucht. Oh, sorry. Dass es mehr als die Primzahl von Q braucht und mehr als die Primzahl von der Quersumme und der Quersumme von der Quersumme braucht. Es kann ja sein, dass man da 3 oder 4 Mal rein muss. Und deswegen, ja, ist natürlich schwierig. Aber hat tatsächlich hier ausgereicht und war offensichtlich erfolgreich. Also das ist tatsächlich die optimalste Lösung hier gewesen. Und ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Jetzt muss ich mich hier kurz wieder anmelden. So, das war die Prime Hash. Jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz
was hier schon für eine... Oh, da hat schon jemand die erste Aufgabe rausgefunden. Das ist natürlich... 2 haben schon die erste Aufgabe rausgefunden. Das ging tatsächlich recht fix. Ja, natürlich wäre das noch kürzer gegangen. Ich fand trotzdem die Lösung sehr elegant, muss man sagen. Okay, so, jetzt gehe ich erstmal kurz wieder die Fragen hier aus dem YouTube-Stream durch. Und da oben kam eine Frage zum Thema Blockchain-Coding. Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr natürlich, aber ich weiß nicht genau wann nächstes Jahr. Das hängt ein bisschen auch von den Blockchains ab. Und wenn deine Zeit zu knapp war, das macht ja nichts. Kannst ja bei der zweiten Aufgabe immer noch mitmachen. Ja, eben, 10 Minuten weniger, das ist schon frech. Okay, ja, ich weiß nicht, ob das immer noch mit dem QR-Code so ist, dass das im Weg ist. So sollte es eigentlich ganz gut passen gerade. Vielleicht blende ich den einfach mal rüber auf die andere Seite. Das wäre doch mal was. So, gib mir ganz kurz. Schwupps. Einmal ist der QR-Code rüber. So, perfekt. Jetzt sollte der QR-Code nicht mehr im Weg sein. Okay, das ist eine coole Sache, ja. Warum lernt ihr Coden? Blockchain, Gaming, KI, Web? Ja, das ist eine coole Frage. Die muss ich auf jeden Fall mal in der Umfrage bringen. Okay. Ich gucke nochmal kurz ins Challenge Leaderboard rein. Und wir haben 3 Leute, die die erste Aufgabe gelöst haben tatsächlich. Allerdings noch niemanden, der auch die zweite schon gelöst hat. Die zweite gibt ja wie bekannt 45 Punkte, nicht nur 35 wie die, also nur 35 wie die erste. Und die letzte gibt auch nochmal 20 Punkte, damit man das Ganze verbindet. Zeit haben sie natürlich wieder bis, also theoretisch 13:25, wobei ich wahrscheinlich das Ganze ein bisschen länger laufen lasse. Nicht, dass da irgendwie zu wenig Leute am Ende mitmachen. Das wäre schade. Also ihr habt auf jeden Fall immer noch die Chance mitzumachen. Und könnt natürlich auch gerne euch im Chat engagieren, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn ihr Fragen oder sowas habt natürlich. Wir gucken uns noch mal ganz kurz die Beispiele an. Von der ersten Aufgabe. Also ich bin jetzt in Zoom gemutet. Von der ersten Aufgabe haben wir hier eine Zahl und dann 0 und dann 5. So, wir haben hier offensichtlich immer die Zahl als Ausgabe und dann 5 weitere Zahlen. Das haben wir hier überall, also 88, 37 und 50, jeweils als Zahl und dann Leerzeichen und dann kommt die nächste Zahl. Das ist natürlich meine Frage an euch, habt ihr eine Idee, was es sein könnte schon? Also an den Zoom-Chat natürlich. Ja, beziehungsweise den YouTube-Chat sogar auch gerne. Also, so bin ich ja sogar gemutet. Keiner eine Idee, was es sein könnte? Oder habe ich einfach nur so ein starkes Delay? Gucken wir es uns doch nochmal ganz kurz an. Also wir haben auf jeden Fall hier erstmal die Anzahl an Testfällen. Das ist ja hier 3. Das heißt, wir haben hier diese 3 Zeilen, die müssen wir quasi für sich jeweils behandeln. Und die 5, die sagt mir hier auch schon tatsächlich... Guten Tag. Die sagt mir auch schon tatsächlich aus, wie viele Stellen ich da tatsächlich belegen
kann, muss, sollte. Das heißt 8805. Gucken wir mal, 88 ist offensichtlich K, M und N. So, das heißt M plus 1 plus N Zahlen. Also N ist 0, deswegen können wir die mal außen vor lassen. M plus 1 Zahlen. Ja gut, okay. Das heißt, hinten dran kommen auf jeden Fall noch M Zahlen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das scheint schon mal zu stimmen. Und ja, der Anfang ist ja jetzt, glaube ich, gar nicht so schwierig rauszufinden vielleicht. Also hier, was passiert also quasi, wie würde man da jetzt vorgehen? Da würde ich mir angucken, okay, was passiert in diesem Schritt, was passiert in diesem Schritt und was passiert in diesem Schritt. Und da kann man dann vielleicht doch schnell auf eine Lösung kommen, als man denkt. Es tut mir leid, ich muss gelegentlich gähnen, weil die ganze Zeit sprechen, das ist, ja, braucht ein bisschen Sauerstoff dafür. Natürlich auch zum Denken. So, wir gucken mal kurz auf das Leaderboard hier. Oh, wow, wir haben schon eine komplette fertige Lösung. Holy, das ist sehr heftig. Das ging wirklich sehr schnell. Der hat einfach alle 3 Lösungen fertig. Während, ich glaube, war das nicht sogar vorhin noch gar nicht da? Also, er hatte, glaube ich, noch gar keine Lösung abgegeben. Das ist ja krass. Das ging wirklich jetzt sehr, sehr fix. Okay, also dann machen wir direkt mal weiter mit dem zweiten Beispiel. Das zweite Beispiel hat hier hinten nämlich eine 0 dran. Und wie gesagt, das ist auch die zweite Aufgabe hier. Man muss ja lösen, wenn das n gleich 0 ist. Also, und m ist zwischen 1 und 40. Genau. In dem Fall haben wir hier die 25, dann 5 und dann 0. Ja, da hat schon einer eine Idee. Da kommen die ersten Ideen zum Vorschein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das auf diese Seite betrachten? Also hier vorne sind natürlich jetzt offensichtlich andere Zahlen, aber wir finden diese Zahlen hier zum Beispiel auf der rechten Seite wieder. Also hier ist die 25, hier ist die 59, hier ist die 60. Und jetzt muss ich 5 Zahlen offensichtlich auf die linke Seite davon schreiben. Und ja, was davon am besten natürlich, ist die Frage. Wenn du in JavaScript das Ganze machen möchtest, schau dir am besten mal die Einführungs-Challenges an. Hier gibt es einen Bereich Input, da sind Beispiele für die ganzen Code oder für die ganzen Sprachen, die wir unterstützen, damit du auch zum Beispiel in JavaScript weißt, wie du das Ganze einlesen kannst. Ja, das war die falsche. Die hier. So, hierfür irgendwelche Ideen? Wenn so viele Schule haben, sollten wir das vielleicht mal in die Ferien verlegen. An einem Freitag in den Ferien. Okay, also dann schauen wir uns doch nochmal ganz kurz an hier, was wir hier bedenken sollten, wenn wir bei der 25 zum Beispiel, also das ist ja quasi unser Startpunkt, den wissen wir ja, der steht ja schon quasi hier. Und wie kommen wir dann auf die 132, beziehungsweise wie kommen wir von der 132 auf die 25? Muss man sich natürlich auch immer überlegen. Anhand eben von den Beispielen am besten. Haskell ist supported, ja genau. Ja, samstags ist ein bisschen schwer vom IT Career Summit aus. Da ist natürlich, da wollen die wenigsten Unternehmen dann auch noch am Samstag irgendwo sein. Auf einer Messe oder so. Okay. Schauen uns mal ganz kurz das Leaderboard an, denn eigentlich geht es ja nur noch 5 Minuten. Und wir haben mittlerweile 3 vollständige Lösungen. Das ist natürlich schon mal etwas. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, das ist gar nicht mehr so schlecht, das ist absolut beeindruckend, weil immerhin hatten diese armen Menschen jetzt nur hier ungefähr 15 Minuten Zeit, um das Ganze zu schreiben und sind dabei schon auf eine komplette Lösung gekommen, inklusive funktionierendem Code. Ja. Die dritte ist hier nämlich natürlich nochmal richtig, richtig viel schwerer.
Denn wir haben hier einmal die 3333. Ja? Das heißt, wir wissen, okay, wir müssen den ersten Teil machen, den wir hier oben in dem ersten Beispiel hatten. Wir müssen aber auch den zweiten Teil machen aus dem zweiten Beispiel. Das eine ist dann irgendwie wahrscheinlich auf der linken Seite, das andere vielleicht eher auf der rechten Seite. Das ist ja schon nicht gerade einfach. Und ich mache jetzt nochmal was ganz kurz Administratives. Das heißt, ich werde hier einmal ganz kurz nochmal auf mein Gesicht rüber springen. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht spiegle, ne? Schauen wir mal. Mach ich mal hier oben. Okay, so. Und hier bin ich wieder für euch. So, okay, also gucken wir mal ganz kurz auf das Leaderboard. Denn wir nähern uns ja dem Ende. Und aktuell sieht es so aus, dass wir hier vier vollständige Lösungen haben. Also die haben alle 3 Unteraufgaben gelöst. Die anderen rätseln noch gerade so ein bisschen mit. Und haben den zweiten Teil zumindest noch nicht gemacht. Ein paar haben auch noch den ersten Teil nicht gemacht. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Also da sind ja schon auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechende Lösungen dabei. Und ich werde jetzt mal wieder hier kurz auf den YouTube-Chat wechseln. Einiges einfacher als die erste, wirklich. Ich fand die erste tatsächlich erstmal einfacher. Wobei, also, man muss natürlich erstmal die Challenge verstehen und dann sie lösen können. Das fand ich bei der ersten schwerer. Hier ist das Verständnis wahrscheinlich ein bisschen, also was man eigentlich tun muss, ein bisschen einfacher, aber das Muster rauszufinden, ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Kann ich sowas auch mal am Abendende, genau, ja. Guten Morgen, seid direkt Deutsch ist schwierig. Abends oder am Wochenende machen. Ja, von mir aus sehr gerne. Allerdings, wie gesagt, ist das im Rahmen des IT Career Summits und der findet natürlich erstmal nicht am Wochenende statt. Ich richte mich quasi nach denen, wann die das machen. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal angefragt, ob wir sowas vielleicht mal am Wochenende machen könnten und sie meinten auch, das kriegen wir sicher irgendwann mal hin. Jetzt ist es sicher, ich bin zu schlecht dafür. Nein, du brauchst einfach nur mehr Übung. Zu schlecht gibt es nicht. Es gibt kein zu schlecht. Das ist die goldenste Regel in der Informatik. Man muss einfach nur mehr üben, dann kriegt man es auch hin. Ich mache noch mal ganz kurz das dritte Beispiel auf. Und ihr könnt noch mal kurz gucken, was euch hier auffällt. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt gerne mal reingucken. Aber ich werde euch jetzt natürlich nicht die Lösung spoilern. Gut, am Wochenende sind mehr Leute dabei. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Wir schauen mal kurz aufs Leaderboard. Und wir haben hier auf jeden Fall die 12 Teilnehmer, die auch schon eine Lösung reingegeben haben. Eulische Zahl war letztes Mal der richtig, richtig schnell fertig war. Der hat jetzt hier tatsächlich noch nicht die zweite und dritte Aufgabe fertig. Aber es kommen immer mehr dazu. Und ich gebe jetzt noch mal ganz kurz was durch. Wir machen noch ganz kurz weiter bis um 13:30 Uhr. Das heißt, ihr habt jetzt noch 6 Minuten Zeit für die Aufgabe. Bitte schaut, dass um 13:30 Uhr alles abgegeben ist, denn dann wird die nächste Aufgabe direkt veröffentlicht. Und ja, hier bin ich wieder für euch. Im YouTube-Stream natürlich. Ihr könnt mir natürlich hier zuhören oder im Zoom-Meeting sein. Euch bleibt das überlassen, ob ihr mein Gebabbel hören wollt. Ich bin quasi das, was dann immer so dieses nerviges
Rauschen ist. Und wir sehen hier ordentlich Abgaben. Wow. Tatsächlich 6 Abgaben. Und wir sehen hier aber, Platz 1 ist erstmal hier oben. Platz 2 vom Completion Rank ist hier drüben. Das wird nachher alles zusammengerechnet natürlich. Und ja, also da gibt es schon noch einige, die es auf jeden Fall probiert haben und einige, die jetzt auch schon eine Lösung haben dafür. Das zu implementieren dauert natürlich nochmal länger, als überhaupt die Aufgabe zu verstehen. Das ist logisch. Und wir gucken nochmal ganz kurz ins Challenge-Leaderboard rein. Denn mir sind hier ein paar Namen aufgefallen auf jeden Fall. Pannenköken war auf jeden Fall Platz 2 letztes Mal und Blauelf war Platz 1 letztes Mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kommen die beiden wieder, ne? Ob wir dann wieder zwischen den beiden ein Finale sehen. Hat man noch Chancen, wenn man zur nächsten Aufgabe um 13:30 Uhr einsteigt? Könnte eng werden, weil wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon 5 Leute, die 100 Punkte haben und einen, der 98 Punkte hat. Und du kannst ja maximal 100 Punkte bei der letzten Aufgabe bekommen. Und es gibt 3 Aufgaben, danach geht es ins Halbfinale und danach geht es ins Finale. Das heißt, nach der nächsten Aufgabe wird ausgelost, wer weiterkommt und wer nicht. Dementsprechend, die Chancen jetzt noch einzusteigen sind ein bisschen schwierig. Aber ja, das nächstes Mal auf jeden Fall wieder. Ihr habt auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das Ganze hier vorbei ist, könnt ihr die Challenges auch nochmal in Ruhe euch angucken und dann vielleicht nochmal ohne Zeitdruck oder sowas lösen. Und du kannst, achso, also ihr könnt auf jeden Fall, wie gesagt, einfach danach dann alles abgeben. Und was das Auslesen der Werte angeht, schau dir gerne auch dazu nochmal kurz die Einführungs-Challenges an. Also hier beim Hello World geht es ja wirklich darum, wie lese ich ein. Das lernst du hier quasi. Und bei der zweiten Challenge, bei der Input-Challenge, ist es, wie gebe ich was aus? Also wie kann ich, beziehungsweise wie lese ich was ein? Sorry, so rum. Hier ist, wie lese ich was ein. Bei der Hello World Challenge ist, wie gebe ich was aus? Das heißt, da kannst du einfach das Ganze dann ausprobieren. Und wir wechseln mal nochmal zurück auf die Reverse Challenge. Dann könnt ihr euch die nochmal kurz in Ruhe durchlesen. Okay. Ja, deswegen hatte ich das Challenge-Interface schon ein bisschen früher dazu auch gepackt, damit man schon sich ein bisschen einfinden kann, damit man vielleicht ein bisschen rumprobieren kann, damit nicht alles auf so kurze Zeit dann auch zusammenkommt, wo ihr dann auch dabei sein müsst. So, wir wechseln nochmal kurz zum Challenge-Leaderboard. Offensichtlich fanden die Challenge auch mehr Leute einfacher als die erste. Wie du die Challenges unlockst, du musst im Zoom-Call sein, damit du dort einen Zugangsschlüssel bekommst. Wenn du sie jetzt allerdings im Nachhinein machen möchtest, die werden heute Nachmittag dann für alle freigeschalten. Also ihr könnt da einfach regelmäßig reingucken und spätestens morgen früh, wahrscheinlich aber relativ zeitnah nach der letzten finalen Challenge heute, werden die auch freigeschalten, sodass sie jeder einfach machen kann. Das ist jetzt eben nur, damit die Leute aus dem Zoom-Call das Ganze machen können. Okay, also schauen wir uns nochmal kurz die Lösung an hier. Wir sehen hier auf jeden Fall, es gibt eine Tendenz und die ist eindeutig. Also 7 Leute haben hier tatsächlich alle Aufgaben geschafft. Hier hat tatsächlich jemand mit der zweiten Aufgabe angefangen und die erste Aufgabe übersprungen, weil die zweite mehr Punkte gibt als die erste. Das ist auch eine clevere Lösung. So kommt man nämlich hier direkt auf Platz 8 und die anderen, Platz 9 bis 18, die nur die erste Aufgabe gelöst haben, haben natürlich weniger Punkte bekommen. Das ist auch clever. Kann man auch machen, wenn man zum Beispiel zu knapp dran ist. Und ihr habt jetzt noch ein bisschen weniger als 1 Minute Zeit. Es ist gleich soweit. Also es ist jetzt 13:29 Uhr. Bitte gebt ab, wenn ihr noch nicht abgegeben habt. Um 13:30 Uhr werde ich dann die nächste Challenge veröffentlichen. Und die dann auch direkt mit euch teilen.
Gucken nochmal kurz auf das Leaderboard so lange. Und es ist 13:30 Uhr. Das war's mit der zweiten Challenge. Jetzt geht's an die dritte und die veröffentliche ich jetzt. So, mal kurz neu laden. Also vergesst nicht neu zu laden, damit ihr auch eure Challenge hier neu bekommt, ne? Also, es geht um die sogenannten Grid Routes. Wir bekommen erstmal ein Raster der Höhe H, beziehungsweise lasst uns doch direkt hier unten mal in die Examples reingucken. Hier, also wir bekommen erstmal Input 435. Das gibt mir auch meine Größe an von dem Ganzen. Und zwar erstmal 4 in der Breite. Das heißt, wir haben 4 Zahlen, die mir da angegeben werden. Dann 3 in der Höhe. Das sind alles das ist quasi mein Spielfeld. Und dann habe ich 5 Aufgaben. Das heißt, erste Zeile, Beschreibung. Die nächsten 3 Zeilen in diesem Fall, weil die zweite Zahl 3 ist, ist mein Spielfeld. Und die letzten 5 Zeilen sind meine Aufgabe. Also meine Aufgaben tatsächlich. Und hier soll ich jetzt den möglichst effizienten Weg berechnen von dem ersten Punkt, also in dem Fall 3,2 auf 1,0. Das ist mein erstes Beispiel. Von dem Weg 2,2 auf 0,2. Von dem Weg 0,0 auf 3,1, von dem Weg 3,1 auf 3,2 und 2,1 auf 2,2. Also das gibt mir quasi Punkte an in meinem Koordinatensystem hier. Und wenn ich jetzt dieses Koordinatensystem durchlaufe, dann kommt es natürlich nicht darauf an, wie komme ich einfach nur dahin, sondern es kommt natürlich auch darauf an, wie günstig komme ich dahin. Und hier kommt natürlich auch ins Spiel, wie viele Punkte das jeweils gibt. Und hier oben sind wir bei den Zahlen. Das heißt, hier Breite W, Höhe H und die Anzahl der Abfragen Q. Das war ja die erste Zeile, die wir gegeben hatten. Und genau, also die Zeit in Minuten oder die mindeste Zeit in Minuten, um von Ziel oder von Punkt 1 zu Punkt 2 zu kommen. Ich werde mich jetzt in Zoom wieder muten. Ihr könnt euch die Aufgabe gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Und wir gucken uns das Ganze nochmal genauer an. Mit euch im Stream natürlich. Das heißt, ja, also das hier ist quasi unser Spielbrett. Und jetzt versuche ich mal von 3,2 auf 1,0 zu kommen. Naja, 3,2 auf 1,0. Da fangen wir doch einfach mal mit 3,2 an. 3,2 liegt 1,2, beziehungsweise ich muss oder nehmen wir doch einfach mal die ist ein bisschen kürzer hier. Ich habe gerade eine kürzere gesucht. Von 2,2, also 0, 1, 2 auf 0, 1, 2. Also von dieser 8 muss ich irgendwie auf 0, 2 kommen. Ja? So, und jetzt wird das berechnet folgendermaßen. Das steht hier oben. Die Zeit, die man braucht, also um zu berechnen, wie lange man von einer Zelle zu ihrem Nachbarn braucht, werden die Zahlen innerhalb der Zellen betrachtet. Das heißt, A ist die Zahl der ersten Zelle und B ist die Zahl der zweiten Zelle. Man kann natürlich immer nur in benachbarte Zellen hin und her springen. Und hier sagt man jetzt, okay, A plus B mal A minus B und naja, bei dem Minus halt Betrag davon. Das heißt, wenn es 2 minus 4 ist, dann ist es halt plus 2. Wenn es 4 minus 2 ist, ist halt auch plus 2. Okay, also 4 plus 2 mal 4 minus 2 zum Beispiel. Das wäre dann zum Beispiel 6 mal 2. Und dann haben wir quasi als unsere Lösung oder als unseren Bedarf an Minuten 6 mal 2, also 12 Minuten, wenn die Zahlen 4 und 2 sind. Also von Zelle zu Zelle. So, wir müssen das jetzt hier berechnen, wenn wir gehen wir mal kurz hier runter zu unserem Beispiel, wenn wir von dieser 8 auf 0,2 wollen, dann wollen wir ja, also wir haben ja mehrere Möglichkeiten, und wir wollen erstmal, sagen wir gehen zuerst auf diese 4. Was ist 4 mal 8? 4 plus 8, sorry. 4 plus 8 ist 12. 12 mal 4 minus 8 oder 8 minus 4, je nachdem, was positiv ist. Das heißt in dem Fall 8 minus 4, das wäre 4. Also 12 mal 4, naja, das wäre wiederum natürlich 4. Das heißt 4 mal 12 wären die Kosten von 48. So,
48 und dann will ich natürlich noch eins weiterkommen. Also dann bin ich hier an diesem Punkt. Dann will ich noch eins weiterkommen, zum Beispiel zu diesem Punkt hier. Dann muss ich genau dasselbe nochmal berechnen. 8 und 4, das sind ja dieselben Zahlen hier. Das heißt, ich berechne quasi nochmal 48. Das heißt, meine Kosten sind 48 plus 48, also 96 insgesamt. Das heißt, ich gebe hier 96 aus. Jetzt, wenn man das ein bisschen größer und komplexer macht, also das ist ja eigentlich nicht so schwer zu programmieren am Ende. Okay. Sorry, ich muss ganz kurz immer wieder die Chats verfolgen, wenn irgendwas Dringendes passiert. Wenn du, sagen wir mal, oder wenn ihr, sagen wir mal, von 3,2 oder sagen wir von 0,0, dann können wir einfach anfangen, muss ich nicht zählen, auf 3,1 wollen. Dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich kann ja erstmal hier so quasi 3,1 gehen, also 1 und dann 3 runter oder sowas. Oder ich kann 1 gehen, 1 gehen, 1 gehen, 1 gehen, wie auch immer. Also ich kann ja so durchschlängeln, wie ich möchte. Das kann natürlich günstiger sein, wenn ich recht viele Nullen da drin habe. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier einen Nullerpfad habe, so, und dann habe ich hier so einen Nullerpfad, und dann möchte ich irgendwie hierher, dann kann ich quasi einmal außen rum gehen für 0, ohne dass ich hier wirklich Kosten habe. Deswegen muss man hier immer das Ganze optimieren. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, welches ist der günstigste Pfad? Das ist eine sehr große Aufgabe tatsächlich. Deswegen haben sie hier auch wieder eine halbe Stunde Zeit. Bis 14 Uhr und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gibt es tatsächlich erstmal, also es gibt 3 Optionen für die Tasks. Du siehst keine Logik darin. Moment, also. Ach so, dabei. Ja gut, das ist ja eigentlich keine Mathematik so in dem Sinne. Also ja, leichtere Mathematik ist das ja. Man rechnet ja wirklich nur die Kosten aus. Der Rest ist Algorithmik, wenn man es genau nimmt. Aber ja, es ist, also ich meine, Algorithmik ist auch eine Form von Mathe und Logik ist auch ein Teil von Mathe. Also von dem her braucht man auch Mathe dafür, ja. Hi. So. Genau, also. Wie sieht das Ganze dann aus? Also was sind die 3 Teilaufgaben? Also erstmal haben wir hier WH, also die Breite und die Höhe kleiner gleich 8. Das heißt, das Spielbrett wird mehr oder weniger begrenzt. Bedenkt bitte immer, wir haben hier nur 1,5 Sekunden Laufzeit. Und ein Speicherlimit von 256 Megabyte, damit wir hier drauf kommen können. Und das zweite ist die Queues, also die Anzahl an Queries, also an Anfragen unten drunter. Die hier, diese 5 Stück, die hier ab 3,2 anfangen, die sind auch kleiner gleich 10 im ersten Bereich, der dann eben einen Score von 20 bringt. Im zweiten Bereich wird es hier schon ein bisschen kritischer. Das heißt, hier kostet es mich erstmal 20 und ich kann bis zu 30 Queries haben. Und im letzten Bereich wird es dann schon sehr, sehr optimiert. Dann auch, da muss ich nämlich da kann mein Feld bis zu 50 auf 50 groß werden. Und die Anzahl an Anfragen kann bis zu 100 groß werden. Da muss man natürlich auch ein bisschen effizienter programmieren. Da reicht es nicht mehr, wenn man einfach mit Brute Force das Ganze macht. Und ja, für die erste Aufgabe weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ob man mit Brute Force da genug Zeit rausschlagen würde. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Sprache an. Aber ja, grundsätzlich schauen wir uns doch nochmal das zweite Beispiel an. Das ist, wie gesagt, die sind ja alle recht ähnlich hier. Wir haben 5, 3, 5. Das heißt, mein Spielbrett ist 5 breit, 3 hoch. Und ich habe 5 Anfragen, also in dem Fall von 1,1 auf 2,2 zu kommen. Das wäre eben von der 9 auf die 6. Ist jetzt relativ egal, wie rum ich da tatsächlich gehe. Moment, jetzt bin ich verrutscht in der Zeile, genau hier. Also es kostet in dem Fall 9 mal 8. Sowieso. Oder wobei ist es gar nicht so egal. Haha, das ist clever. Es ist gar nicht so egal, in welche Richtung ich hier gehe. Denn ich kann hier zum Beispiel auch von der 9 auf die 0 gehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger erstmal. Und könnte dann auf die 0, 5, 1 und dann könnte ich hier irgendwie so außenrum laufen. Wäre wahrscheinlich aber insgesamt teurer. Die 9 ist halt hier sehr, sehr teuer. Man muss also schon ein bisschen optimieren, das Ganze. Brute Force alle Wege durchrechnen. Beste Idee. Also, wie gesagt, vielleicht reicht es ja tatsächlich für diese Aufgabe hier, aber für die da unten wird es nicht reichen. Das wird einfach von der Zeit nicht reichen.
Aber was man machen könnte, wäre natürlich hier irgendwie mit dynamischer Programmierung anzusetzen. Das wäre spannend. Das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Ja. Fände ich cool. So dynamische Programmierung haben wir, glaube ich, noch gar nicht so ausführlich bei mir auf dem Kanal gemacht. Finde ich eigentlich ein spannendes Gebiet. Aber, ja, wunderschön. Was wir noch nicht gemacht haben, ist von der vorigen Challenge, von der Reverse Challenge, uns die Leaderboards anzugucken. Und zwar mit der besten Lösung hier, mit der Platz 1 Lösung. Das war die von Jelafo oder so. Und zwar, ich gehe mal hier kurz auf die Lösung, ist auch in Python geschrieben. Ui, okay, die ist sehr, sehr kurz. Holy shit. Also, zunächst einmal, ihr erinnert euch, die Reverse Challenge war im Endeffekt Collards. Also quasi, wenn die, ich gehe nochmal kurz zurück hier. So, wenn die Zahl Moment, hier unten bei den Beispielen, wenn die Zahl durch 2 teilbar ist, dann teilen wir sie so lange durch 2, bis es nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann multiplizieren wir sie mit 3 und dann noch plus 1. Und dann ist sie wieder durch 2 teilbar. Dann haben wir 34 und dann kommen wir wieder auf 17. Und zwar 5-mal machen wir das Ganze. Und Kontext, was dynamische Programmierung ist. Dynamische Programmierung ist im Endeffekt, wenn du zum Beispiel eine Lösung nicht direkt berechnest, sondern du berechnest ein Feld von möglichen Lösungen sozusagen und kannst dann darüber berechnen, was du hast. Also zum Beispiel jetzt auf das, wobei, das darf ich beim Grid nicht sagen, scheiße. Ich mache ein Video dazu. Ich glaube, ich habe sogar schon eins. Guck gerne mal rein in die Algorithmen-Playliste. Da könnte es drin sein. Bei der 37, die kann ich ja nicht durch 2 teilen. Das ist ja nicht möglich. Also kann ich hier direkt mal 3 plus 1 machen, komme ich darauf. Dann durch 2, durch 2, durch 2 und durch 2. Und hier genauso dasselbe. Ich kann durch 2 teilen, dann mal 3 plus 1, dann durch 2 mal 3 plus 1. Und ja, also das wäre hier das erste Beispiel gewesen. Ist gar nicht so kompliziert gewesen. Example 2 wiederum ist ein kleines bisschen die andere Richtung. Also eigentlich genau andersrum. Hier teile ich immer durch 2. Also wenn wir es mal so rumgucken, wenn es nicht mehr geht, dann mal 3 plus 1 durch 2 durch 2. Das Problem ist jetzt natürlich, ich muss das so weiter nach vorne rechnen und muss immer schauen, was ist die kleinste Zahl, die das kann. Da kann jemand irgendwas nicht entsperren. Ich weiß nicht, was du nicht entsperren kannst. Genau, das ist die Collards-Reihe, richtig. Habe ich ja gerade vorhin kurz gesagt gehabt. Also ja, das geht. Aber hier muss man natürlich gucken, wenn ich immer mal 2 mache, dann ist das auch nicht richtig. Denn wenn ich jetzt hier mal 2 machen würde, bei der 100, würde ich ja bei 200 rauskommen. Das wäre ja Quatsch. Also klar, wäre auch eine Lösung, aber oben, beziehungsweise ist nie da gestanden, aber hier unten haben wir ja nicht die maximalste Lösung, sondern immer die minimalste Lösung. Das heißt, wenn ich minus 1 und durch 3 machen kann, muss ich minus 1 durch 3 machen. In dem Fall. Das ist einfach eine Priorisierung quasi. So, und das habe ich jetzt hier natürlich unten überall gemacht. Und Example 3 zeigt einfach, wie man die in beide Richtungen kombiniert. Das heißt, wir haben hier die 33, die 94, die 54 und gehen hier mit der 33, 94 und 54 einfach 3 nach links und 3 nach rechts. Das ist quasi so definiert. Und ja, das heißt, ich muss hier erstmal mal 2 mal 2 mal 2. In dem Fall kann natürlich auch durch minus 1 durch 3 sein. Je nachdem, aber in den Fällen ist das nicht so. Und auf der Seite immer mal 2, durch 2 oder mal 3 plus 1, falls das durch 2 nicht möglich ist. Also immer die kleinste Lösung. Okay, jetzt lasst uns noch mal kurz auf das Leaderboard rein gucken und uns die Lösung angucken. So, was hier passiert ist, ist erstmal, es wurde eine Liste erstellt mit K. Also erstmal wurde natürlich K, M und M eingelesen. Und dann wurde eine Liste erstellt mit K. Also einfach nur K drin und dann wurde quasi vorne dran bzw. hinten dran gehängt. Also KL ist gleich K. Oh, die Bezeichnungen von den Namen sind wirklich schwierig hier. Ist das? Ah, das sind sogar 2 tatsächlich. Okay. Und dann für jedes M, das ist quasi links davon, wenn es möglich ist, durch. Ah, genau. Wenn hier möglich ist, minus 1 und durch 3 zu rechnen, dann hat er das gemacht. Also falls das eben eine ganze Lösung ist. Ansonsten hat er mal 2 gemacht auf der linken Seite. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und für die rechte Seite
ist er quasi n gegangen. Wenn es möglich ist, durch 2 zu teilen, das ist aber effizient berechnet, T. KR binäres und 1 bedeutet im Endeffekt, wenn die Lösung 1 ergibt, wenn ich durch 2 teile, also wenn es modulo 2 gleich 1 ist, das ist allerdings auf binäre Ebene runtergebrochen, was mega effizient ist, dann macht 3 mal plus 1, ansonsten teilt das ganze Ding durch 2, weil dann ist es ja durch 2 teilbar und dann eben auf rechts angehängt und dann geprintet. Das ist eine sehr, 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 sehr kompakte Lösung. Holy shit. Das ist krass. Okay, ja krass. Kann ich nochmal die Lösung von Platz 1 zeigen? Willst du sie abschreiben? Nö, das mache ich nicht. Genau, auf der ITCS-Seite ist der Link zum Teilnehmen, richtig. Wir sind jetzt allerdings gerade bei der letzten Challenge und die geht auch nur noch eine Viertelstunde. Und wir gucken uns nochmal ganz kurz Grid Routes an. Für Grid Routes, wie gesagt, müsst ihr ja erstmal, also was sind quasi eure Aufgabenstellungen? Ich kann ja schon mal langsam anfangen zu erklären. Also Aufgabenstellung habe ich ja schon erklärt, aber grundsätzlich, wir müssen, weil ich finde das zweite Beispiel sogar fast noch besser zum Zeigen. Wenn wir hier ein Grid von 5 auf 3 haben, also sehr breit, 5 und 3 hoch, also erst x, dann y, und wenn wir jetzt hier diese 5 Aufgaben haben, also von 1, 1 auf 2, 2 zum Beispiel, dann müssen wir hier immer berechnen, wie groß sind die Kosten von allem. Und ich bin jetzt gespannt, ob vielleicht schon eine Lösung irgendwie dabei ist. Oh, tatsächlich keine Lösung. Okay, vielleicht müssen wir hier ein bisschen überziehen, denn die ist nicht ohne gewesen. Ja, 15 Minuten wird's eng. Also 15 Minuten die Challenge, das ist wirklich sportlich. Aber es kommt ja drauf an, wie viele Punkte man insgesamt hatte. Ne? Also über alle 3 Challenges bisher, wie viele Punkte man da hatte. Und da war auf jeden Fall was möglich. So, genau, also die Möglichkeiten hier sind natürlich jetzt erstmal, ich kann es halt schlecht sagen, ohne zu spoilern, ne? Das ist schwierig. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel von, was hatten wir gesagt? Das dritte Beispiel sogar. Genau, 5, 4, 5 geht natürlich auch. Wir könnten hier sogar ein 50 auf 50 Brett haben und 100 Anfragen, wie gesagt, für die dritte Aufgabe. Oh, das glaube ich dir. Wenn du bei einem Navi-Hersteller gearbeitet hast, dann macht das natürlich super viel Sinn. Weil genau das ist ja quasi die Aufgabe, die ein Navigationsgerät sozusagen optimieren möchte. Also im Endeffekt, wir haben es hier so definiert als Minuten. Das heißt, wie viele Minuten braucht man von A nach B? Das berechnet sich natürlich häufig anders. Aber ihr könnt es euch so vorstellen, ihr seid gerade in, keine Ahnung, Berlin. Sekunde. Sagen wir einfach, ihr seid in Berlin. Ihr wollt nach Hamburg. Ja. Und dazu müsst ihr aber durch. Was ist da oben noch? Durch Köln durch. Liegt wo völlig anders, ist mir jetzt aber auch egal. Zum Beispiel durch Köln durch. Oder ihr könnt woanders durchfahren. Dann braucht ihr hier erstmal 2 Minuten aus Berlin raus sozusagen. 1 Minute durch Flensburg durch. I don't know. Und 5 Minuten durch Köln durch zum Beispiel. Und dann könnt ihr euch natürlich entscheiden, wollt ihr durch Köln durch oder wollt ihr durch Flensburg durch. Und dann nach Hamburg, genau, Hamburg hatte ich gesagt, kostet es dann auch zum Beispiel nochmal 3 Minuten. Genau, das ist quasi die Überlegung, die man da hat natürlich. Cool, das ist echt cool. Okay, was man jetzt also hier machen könnte, wäre sogar zu sagen, okay, ich fahre nicht mal hier über die direkten Wege, sondern ich fahre hier quasi außenrum, denn bei uns berechnet sich die Dauer in Minuten, ja, a plus b mal a minus b. Beides natürlich positive Zahlen, das heißt a minus b, wenn das minus 2 ist, dann wird es zu plus 2, deswegen hier die Betragsstriche außenrum. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Und wenn wir hier quasi weitergehen,
dann kann man natürlich das auch, also ich meine, im Endeffekt, man könnte natürlich auch anders berechnen, wie die Wege sind. Man könnte auch die Kanten mit Kosten belegen und allem drum und dran, dann habt ihr aber irgendwann ein Graphenproblem. Und ich glaube, das darzustellen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber ist vielleicht für eine sehr schwere Challenge mal später irgendwann. Machbar ist es aber auf jeden Fall. Und ja, es gibt mehrere Lösungen, wie gesagt, wie man da jetzt rangehen kann. Ich gucke noch mal kurz in die Lösung rein. Wir haben schon 2 Leute, die die erste und zweite hier gelöst haben. Die dritte allerdings noch nicht. Bei beiden hat es nicht ganz gereicht für die volle Laufzeit. Das ist einmal Eulersche Zahl, den kennen wir von vorhin. Der hat ja bei der ersten Challenge schon abgesahnt und Blauelf war bei der zweiten Challenge auch ganz weit vorne. Und letztes Mal war er tatsächlich der Gewinner. Der ist auch wieder gut dabei hier. Er hat Bock auf die Playstation. Oh, da kam gerade eine dritte Lösung rein. Muss ich mal reingucken. Da hat es tatsächlich der Pannenkönig, das war letztes Mal der zweite Platz, hat es komplett geschafft. Der hat die vollen 100 Punkte. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das ist krass. So, jetzt noch mal ganz kurz zu den Fragen hier. Die Challenges kannst du in sehr vielen verschiedenen Sprachen lösen. Ja, das ist richtig. Ich gehe noch mal kurz hier auf Solve, dann siehst du alle. Und zwar, wir haben hier Bash, wir haben C, C#, C++, Haskell, JavaScript, Lua, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust und TypeScript. Also alles Mögliche dabei. Java und Kotlin leider noch nicht, weil die einfach laufzeittechnisch ganz furchtbar sind und von der Implementierung hier. Und die nächste Frage oder Aussage kam von Columbus Gamer. Du darfst unter 18 auch teilnehmen, wenn deine Eltern zustimmen. Aber du musst dann einfach nur, du musst dann doch über 14 sein. Aber ab 14 mit Erlaubnis der Eltern geht auch. Ja, aber hier kriegt der Pannenkönig schon mal, also der Pfannkuchen, schon mal ordentlich Lob tatsächlich, weil er das so effizient hier gemacht hat. Ich bin sehr auf die Lösung gespannt. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich hier das komplett zu lösen mit gerade mal, in seinem Fall waren es jetzt ungefähr 20 Minuten. Er kennt die Aufgabe erst seit 20 Minuten. Das ist schon heftig. Das ist schon beeindruckend, ja. Okay, gut, dann sind wir schon fast wieder mit der nächsten Aufgabe durch. Ihr habt jetzt noch mal ein bisschen Zeit zu knobeln, wie ihr das Ganze machen würdet. Und meine ganz spezielle Aufgabe an euch, überlegt euch mal, wie man das mit Dynamic Programming machen könnte, für die was drunter verstehen. Weil das fände ich eine sehr, sehr geile Idee, das mal mit DP zu machen. Ja, das wär cool. Ich glaube, das mache ich mal. Ach ja. Ist echt schade, dass ich selber nicht mitmachen darf. Ich würde gerne selber mitmachen. Übrigens, Defelo darf auch nicht selber mitmachen, deswegen ist der in den Toplisten nie vorhanden. Weil der immer bei den Challenges ordentlich dabei ist. Aber ja, deswegen haben die anderen dann auch eine fairere Chance, wenn man so möchte. Genau, aber ja, spannend auf jeden Fall. Wenn ihr eine Idee habt, wie man das, also ich habe schon 2, 3 Ideen gelesen im Chat, aber wenn ihr eine habt, schreibt sie gerne. Und übrigens gebt mir auch gerne mal Feedback, ob die Musik zu leise oder zu laut ist. Ich glaube, das darf er dir selber beantworten, wer die Felo ist. Das ist natürlich meine künstliche Intelligenz und so. Ja, du könntest noch mitmachen, allerdings ist die Abgabe in 7 Minuten und das wird ein bisschen eng werden. Es werden die Punkte aus den ersten 3 Challenges zusammengerechnet, um dann das Halbfinale zu ergeben. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du jetzt noch mitmachen möchtest, weil es eben schon Leute gab, die 100 Punkte haben und auch schon in dieser Challenge hier bei den 100 Punkten sind. Ah, schade, da hat es nicht ganz gereicht. Okay, ich gebe das mal ganz kurz noch durch. Wobei, das ist noch ein bisschen früh, glaube ich. Ihr habt noch 6 Minuten Zeit, dann ist 14 Uhr und wir machen bis 14 Uhr auf jeden Fall. Lautstärke und Musik ist top. Super, ich danke dir. Das ist auf jeden Fall was
natürlich wichtig ist. Im Leaderboard die Programmiersprache zu sehen, ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Man kann, wenn man auf die Lösung klickt, die Programmiersprache sehen. Man könnte ja auch einen Filter einbauen nach Programmiersprache. Das wäre vielleicht auch noch eine coole Sache, ja. Oh, wow. Okay, wir haben hier eine Lösung in C++. Das ist auf Platz 1 sogar tatsächlich, ne? Auf Platz 1 eine Lösung in C++. Das ist cool. Finde ich super. Und auf Platz 2 haben wir 2 Lösungen in C#. Wir kriegen ein bisschen mehr Variationen rein. Das ist schön. Auf Platz 3 haben wir eine Lösung in Python. Und auf Platz 4 haben wir eine Lösung in Python. Also das ist schon cool. Das ist wirklich sehr cool. Bin sehr gespannt auf die Lösung. Sehr, sehr gespannt. Weil gerade die Frage kam, die Lösung, da muss ja, da muss man Informatik zu studiert haben. Nicht ganz, also man kann es auch ohne Informatik zu studieren hinbekommen haben. Für Dynamic Programming allerdings schon vielleicht. Aber die Lösungen sind natürlich nicht für andere einsehbar, das ist klar. Also, nein, niemand anders kennt die Lösung aktuell, außer sie haben sie sich halt überlegt, klar. Wobei ich ja auch schon einige Coding-Challenges vorgestellt habe auf dem Kanal mit, gibt es so eine extra Playlist, Coding-Challenges. Da sind natürlich auch haufenweise Lösungen drin. Und wir werden dann wahrscheinlich die Lösung von mir werden wir dann irgendwann einbinden in die Plattform, die ich dann auf dem YouTube-Kanal eben gemacht habe, damit man da so eine kleine Verbindung hat. Und die geben dann aber keine Punkte mehr, ist klar. Man kann ja hier auch Punkte sammeln insgesamt, also als Leaderboard insgesamt. Ja, dynamisches Programmieren, das wisst ihr jetzt gerne, ne? Nee, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, effizient Sachen zu errechnen. Ich kann, glaube ich, anfangen, weil ich glaube, 3 Minuten reichen dann nicht mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wenn ich weiß, ich starte hier bei der 0 und ich möchte hier runter zu der 1 zum Beispiel, dann wäre dynamisches Programmieren, ich schreibe hier rein die Kosten, die ich habe, um hier reinzukommen, hier rein die Kosten, die ich habe, um hier reinzukommen und hier rein auch. Und dann zu der 0 hier oben schreibe ich einfach die Kosten, die ich habe von hier rein und die Kosten, die ich habe von hier rein und davon das Minimum. Das heißt, ich nehme immer quasi, ich berechne für jeden Punkt die minimalen Kosten, die ich von diesem Punkt hier aus habe. Und das wäre quasi dynamisches Programmieren. Das heißt, wenn ich hier zu diesem Punkt 8 komme, würde ich versuchen, erstmal Punkt 4 oder Punkt 7, Punkt 8, Punkt 4 und so weiter und so fort. Und wenn ich dann bei Punkt 4 bin, dann habe ich natürlich eine neue minimale Kostenschätzung sozusagen, je nachdem, von welchem Punkt ich ausgekommen bin. Also so geht es dann immer weiter. Das ist immer eine Minimumsaufgabe sozusagen. Das ist eine Optimierungsaufgabe, die immer wieder ein neues Minimum produziert. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich mag den Ansatz eigentlich sehr gerne. Ja. Genau, Hi. So, okay, also wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit, um ins Leaderboard reinzugucken. Wir haben immer noch dieselbe Abgabelösung. Das war offensichtlich eine sehr schwere Challenge, aber ja, gebe ich zu, die ist wirklich sehr schwer. Man kann es, wie gesagt, auf verschiedene Arten lösen. Hier hatte jemand auch schon vorhin den Dijkstra genannt, der ja hier im Endeffekt ein Algorithmus ist, um durch einen Graphen durchzugehen. Erstmal kann man sich aber natürlich aus den Knoten hier bauen. Und die Kosten, die kann ich kann mir hier draußen Graphen bauen, wenn ich das möchte, aus diesem Spielbrett sozusagen. Und kann dann jedes Mal sozusagen hier weiterlaufen und immer versuchen, eben auch wieder die Kosten zu minimieren. So. Ihr habt noch 1 Minute Zeit, dann sind die 3 Auswahl-Challenges fertig. Also versucht bitte gerne jetzt abzugeben dann. Ja, ihr könnt ja durchaus noch probieren, die also die 100 Punkte zu schaffen später. Wie gesagt, die Challenge-Aufgaben werden alle später noch veröffentlicht. Das ist absolut klar. Und wir gucken nochmal ganz kurz hier aufs Leader. Oh, wow. Da hat sich was getan.
ja, da sind tatsächlich noch Abgaben reingekommen. Die Namen sind uns langsam alle ein Begriff, ne? Also da sind auch tatsächlich nur noch 36 Teilnehmer hier im Zoom-Call drin. Tatsächlich, die meisten sind, glaube ich, auf YouTube gewechselt und haben es irgendwann aufgegeben. Aber man muss natürlich auch sagen, man kann auch, wenn man in der zweiten und dritten 100 Punkte jeweils bekommen hat, kann man es auch noch reinschaffen. In die Top 4. Und vielleicht machen wir ja mal so sprachenabhängige Challenges. Da bin ich auch mal, glaube ich, ziemlich heiß drauf. So, alles klar. Es ist soweit, es ist 14 Uhr, das heißt, es war's. Jetzt ist natürlich erstmal die Sache, ich muss auswerten kurz, wer weitergekommen ist. Und währenddessen möchte ich euch nochmal ganz kurz auf unseren Sponsor heute aufmerksam machen. Denn ja, das ist natürlich Bosch. Und Bosch hat erstmal eine kleine Botschaft für euch. Ihr habt ja das letzte Mal schon einen kleinen Werbeclip von ihnen gesehen. Den habt ihr mega gefeiert und ich dachte mir, Mensch, es gibt noch mehr davon. Machen wir dieses Mal. Also bis gleich. Let's produce like a boss. Easy use like a boss. Connect machines like a boss. Perfect team like a boss. Flexible line like a boss. To make it mine like a boss. No downtime like a boss. That's worth a rhyme. Excuse me? Did you say no downtime? That's not true. We have scheduled downtime. Like a boss. Control detect like a boss. Phone check like a boss. Go 5G like a boss. IoT. 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 So efficient, like a boss. That's our mission. Like a boss. Never stressed, like a boss. AR test, like a boss. Data cloud, like a boss. Makes me proud. Like a boss. Together we like a boss. Save energy, like a boss. IoT. 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 Manufactured like a Bosch, with many innovations for the factory of the future. From Bosch. Und damit willkommen zurück. Ja, ich weiß, ich liebe den Clip auch, deswegen dachte ich mir, Mensch, ich muss den wieder einbauen. Er ist einfach viel zu geil. So, jetzt unmute ich mich mal ganz kurz. Ich bin schon angemutet in Zoom. Es tut mir sehr leid. Okay, so, lasst mich hier ganz kurz wieder einrichten. Wir wechseln wieder rüber auf den Bildschirm. Und da sehen wir schon, wer alles dabei ist. Okay, also wir haben auf Platz 1 den Pannenkök, den Pfannkuchen, den, ich glaube, niederländischen Pfannkuchen. Auf Platz 2 haben wir F. Damken. Auf Platz 3 haben wir Eulische Zahl und auf Platz 4 haben wir Jelafo. Das heißt, ihr 4 seid auf jeden Fall jetzt im Halbfinale dabei. Für Blauelf, Hackerman, Live-Van und Simon Misun hat es leider nicht ganz ins Halbfinale gereicht, aber ihr kriegt trotzdem alle 4 natürlich Preise. Ich habe mir das natürlich auch alles schon notiert. Und Solve Challenges 0, aber trotzdem Punkte. Wie hast du das gemacht? Okay, also trotzdem hast du 123 Punkte. Ja, Cypher und alle, die danach kamen, hat es leider nicht mehr ganz gereicht. Das tut mir sehr leid. Dementsprechend, ihr seid jetzt nicht mehr weiter, aber ihr könnt natürlich trotzdem gerne noch weiter gucken auf YouTube. Und ja, wir machen jetzt hier direkt weiter mit der nächsten Challenge. Es hat eine kleine Übergangszeit. Ich werde jetzt hier noch mal ganz kurz auf mein Gesicht wechseln. Es tut mir sehr leid für alle, die jetzt kurz warten müssen, denn ich muss jetzt hier einmal ganz kurz die Gutscheine vergeben und die Musik wieder anmachen. So, stimmt alles? Er hat keine Challenge komplett gelöst, sondern immer nur Teilaufgaben. Okay, gut. Also, bei der... Moment. Muss ich mal kurz gucken. Wunderschön. So, also für unsere Halbfinalisten habe ich gleich was.
So. Ich kann euch ja hier so quasi private Nachrichten schicken. Und das tue ich jetzt gerade. Das sollte auch hoffentlich funktionieren. Einmal haben wir Jelafo. Einmal haben wir... Verdammt. Sorry, ich brauche ganz kurz. Dann haben wir Eulersche Zahl natürlich. Private Nachricht. So, ihr bekommt dann oben in euren Notifications, bekommt ihr was Neues. Und ich zeige euch auch gleich, was das ist. Wenn ich das hier fertig eingestellt habe. Ups. Und wir haben... Na komm. Den Herrn Pannenkök. Natürlich, der ist sogar auf Platz 1. Wunderbar. So, also, Pannenkök, F. Damken, Eulersche Zahl und Jelafo. Ihr habt jetzt alle 4 einen Gutschein oder einen Couponcode bekommen, den könnt ihr einlösen. Genau. In den Notifications. Ich zeige dir das gerne nochmal ganz kurz, beziehungsweise oben, da wo du auch quasi neben der Balance, wo du den Couponcode eingeben kannst, hast du jetzt hast du so eine blaue Nachricht, Notifications 1, beziehungsweise bei dir sollte, glaube ich, sogar 2 da stehen. Und dort drin kannst du auf jeden Fall den Couponcode finden, als Nachricht im besten Fall. Das ist richtig und dann müsstest du den einlösen können. Stell bitte kurz alles sicher, dass es auch wirklich richtig ist. Du bist tatsächlich der Einzige, der den noch nicht hatte. Ansonsten schicke ich ihn dir kurz privat hier im Zoom, weil ich habe dich ja hier direkt. Bei Fabian hat es geklappt. Super. Also, Eulersche Zahl kriegt ihn hier direkt. Ein Leaderboard für die einzelnen Challenges ist echt nice. Das gibt es auch tatsächlich schon. Und ihr könnt auch nachgucken, wer solche Challenges gemacht hat. Also wer tatsächlich abgegeben hat, wie viele Teilnehmer es insgesamt waren, könnt ihr alles nachgucken. Das ist alles tatsächlich da. Weder eine positive noch eine negative Rückmeldung. Also solltest auf jeden Fall this coupon is valid and includes bekommen, wenn du ihn einlöst und dann eben eine Challenge dabei haben, nämlich die nächste Challenge. Die sollte dabei stehen und dann kannst du einfach auf Redeem Code klicken. Okay, das hast du. Sehr gut. Also die neue Challenge seht ihr noch nicht, das ist klar, weil die habe ich natürlich noch nicht freigeschalten. Wunderbar. Okay, das heißt, das sollte jetzt bei allen funktionieren. Ich sehe auch, dass alle diesen Couponcode jetzt gesehen haben, oder? Außer Eulersche Zahl, die habe ich ihnen so geschickt. Super. Bei euch soll das also funktioniert haben. Dann können wir mit der nächsten Challenge starten. Ich würde sagen, wir warten noch ganz kurz, damit ihr auch wirklich das Ganze reingetan habt. Okay. Gebt mir gerne nochmal Feedback, wenn es irgendwie Schwierigkeiten bei euch gab oder sowas. Perfekt, bin soweit. Das ist ein gutes Zeichen. Hört sich gut an. Die anderen, bei euch auch alles in Ordnung? Dito, super, das hört sich gut an. Okay, gut, dann würde ich sagen, können wir starten mit der neuen Challenge. Und dazu muss ich einmal kurz wieder rüber wechseln. So, das ist jetzt unser Halbfinale. Also, Halbfinale bedeutet, es nehmen nur noch 4 Leute dran teil. Ihr dürft sehr, sehr gerne euren Bildschirm noch streamen, wenn ihr gerade wollt. Und müsst natürlich nicht. Ist klar. Okay.
Okay, dann starten wir jetzt mit der Halbfinal-Challenge und zwar in 3, 2, 1, jetzt sollte sie online sein. Gerne einmal kurz Seite aktualisieren und da sind wir schon. So, also was ist die Challenge? Die Challenge ist eine Liste von Strings. Ich mache das mal gerade hier unten. Traveling Strings Problem ist der Name des ganzen Spaßes. Und wir sehen hier, wir kriegen erstmal eine 4, dann 1, 1, 1. So, 4 bedeutet erstmal, wir kriegen 4 Strings und als Ausgabe erwarten wir, wie das eigentlich am besten sozusagen durcheinander oder wie man durchiterieren kann. Ihr solltet die Challenge jetzt auch alle 4 sehen tatsächlich. Wenn ihr sie nicht seht, bitte sagt mir sofort Bescheid. Okay, gut. Ja, ich mute mich auch in Zoom mal wieder. Ich lasse euch das in Ruhe durchlesen. Nicht, dass ich euch verwirre. Okay, also. Was ist das Problem sozusagen oder die Aufgabenstellung? Gegeben ist ja eine Liste von Strings. Also die Strings, die wir gesehen haben. Und dieses Mal sind das keine einzelnen Aufgaben, sondern die hängen miteinander zusammen. Jeder String kann nämlich, ich mache das mal so. Jeder String kann theoretisch in jeden anderen String überführt werden, indem man einzelne Zeichen hinzufügt, verändert oder entfernt. Also es gibt 3 Operationen hier. Entweder hinzufügen, verändern oder entfernen. Und wenn ich jetzt den String Perl in den String PHP überführen möchte, dann kann ich aus dem E ein H machen, aus dem R ein P machen und das L am Ende kann ich entfernen. So, das wäre quasi zweimal verändern, einmal entfernen. Dann habe ich aus Perl PHP gemacht. Okay, das Verändern eines Strings ist allerdings mit Kosten verbunden bei unserer Aufgabenstellung. Betragen in diesem Fall die Kosten für das Ändern eines Zeichens 2 und die für das Entfernen 3, dann betragen die Kosten für das Überführen von von Perl zu PHP 2 mal 2, weil wir zweimal verändern müssen und 1 mal 3. Okay? Und das Ziel ist nun, für die gegebenen Strings eine Reihenfolge zu finden, in der die Strings nacheinander ineinander überführt werden, wobei der letzte String danach wieder in den ersten String überführt werden soll. Also wenn wir quasi hier einmal durchgegangen sind, also Python in Ruby, Ruby in Rust und Rust in Dart, dann müssen wir Dart auch wieder in Python überführen. Und wir sollen das Ganze jetzt bitte so machen, dass die Gesamtkosten dafür so gering wie möglich sind. Das heißt, in welcher Reihenfolge wir das Ganze überführen. Die Eingabe ist erstmal in der ersten Zeile, wie gesagt, der String, die Anzahl der Strings n, beziehungsweise das zeige ich nochmal hier unten. Und dann die Kosten für das Hinzufügen, das steht hier, also quasi, wenn ich einen neuen Buchstaben einfüge, wenn ich einen verändere und wenn ich einen entferne. Also einfügen, verändern, entfernen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wenn die Kosten für verändern wahnsinnig hoch sind, aber einfügen und entfernen kosten fast nichts, dann ist es halt auch vielleicht ein bisschen günstiger, wenn ich einen wegmache und dann wieder einen neuen raufmache. Das muss man auch immer im Kopf behalten. Und wir können natürlich die Buchstaben oder die Wörter je nachdem ineinander überführen, so wie es eben für uns passt. So, die Gesamtkosten in unserem Fall, also der Expected Output, sind erstmal die Gesamtkosten. Was muss ich bezahlen? Wie gesagt, hier hinzufügen kostet 1, verändern 1 und entfernen kostet auch 1. Und wir können hier von Dart in Python überführen, von Python in Ruby, von Ruby in Rust. Und von Rust können wir in Dart überführen. Wieder. Also wir müssen ja wieder am Anfang rauskommen. Und ja, die Kosten von Dart auf Python sind hier 6. Von Python auf Ruby sind es auch 6. Von Ruby auf Rust sind es 2. Von Rust auf Dart sind es 3. Und, naja, von Dart wieder zurück. Bei Dart müssen wir ja wieder rauskommen am Ende. Das ist ja quasi unser Ziel hierbei. Okay, cool. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, achso genau, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann soll es bitte in lexikografischer Ordnung sein. Also wenn es mehrere optimale Lösungen gibt, dann bitte in alphabetischer Reihenfolge. Und genau, das ist erstmal die nächste Aufgabenstellung. Ihr könnt gerne im Chat auch schon mal wieder drüber nachdenken, was gemacht werden soll. Da wir jetzt hier, das ist vielleicht auch relevant für den Zoom-Chat, da wir hier jetzt 10 Minuten später angefangen haben, werden wir auch 10 Minuten länger machen. Das heißt, wir machen bis 10 nach halb, also 14:40 Uhr. Okay. Und ja, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns derweil die Lösung von unseren Challenges oder von unseren Leaderboards an, die hier gelöst wurden. Und zwar in C++. Das ist wirklich beeindruckend. So, okay, also erstmal, erstmal wurde hier optimiert. Dann wurde
der Standard importiert. Und dann wurde hier sogar eine Funktion definiert. Wobei, genau, das sind die... Ja. Okay. Also 3 Datentypen hat er auch vordefiniert. Long als LL, PII als Pair von int und Vektor von Integer als VI. Das ist natürlich auch nice, wenn man das direkt im Vorfeld macht. Max-N wird definiert als 55 und dann haben wir hier folgende Situation. Wir versuchen uns einen Vektor zu bauen aus einem Pair oder aus Pairs von LLs. So, jetzt nachdenken, LLs sind Long-Longs. Ja? Das heißt, wir bauen uns einen Vektor aus Long-Long-Paaren und wollen das Ganze hier einfügen sozusagen in, von Dimension n mal n. Ich glaube, er hat hier sogar tatsächlich das dynamische Programmieren gemacht, was ich vorhin gemeint habe. Und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Main an. Es wird eingelesen WH dann Q und dann wird hier, genau, es wird eingelesen einfach nur, also quasi hier ins Field eingelesen. Das ist nicht ganz Brute Force. Nee, ist nicht ganz Brute Force. Es ist, glaube ich, intelligentes Brute Force. Genau, dann wird hier quasi immer berechnet, wie lange brauche ich für meinen Weg. Und dann wird hier tatsächlich, glaube ich, minimiert. So. Ja, dann kommt hier eine Priority Queue, die mir das Paar angibt. Dann Vektor, dann ein Greater. Okay. Dann wird das eingelesen. Achso, ja, natürlich. Dann haben wir einen Start und einen Stop. Gehen von Node, also von der Node quasi zu unserer anderen Node, die wir ja beide eingelesen haben. Das sind ja unsere Aufgabenstellungen. Das hier ist quasi der hintere Teil der Aufgabenstellung, der eingelesen wird nochmal. Oh, schlechte Qualität. Stimmt das? Habe ich bei euch auch? Okay, gut, danke euch. Okay, alles klar. Dann haben wir hier die beiden Vektoren und wir pushen hier die optimale Lösung. Nee, es ist tatsächlich cleverer. Und dann macht er hier das tatsächlich mit einer Priority Queue. Die, wenn sie empty ist oder solange sie nicht leer ist, wird hier immer was hinzugepoppt und dann wird dann immer geguckt, welches ist der günstigste Weg. Genau, ich brauche ein bisschen länger zum C++ lesen, weil ich es nicht unbedingt gewohnt bin. Und ich finde, C++ liest sich auch nicht so leicht wie Python. Genau, ja, krass, voll geil. Gefällt mir, ist eine coole Lösung. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Haben wir quasi hier die Lösung fertig berechnet. Das ist sehr, sehr clever. Und hat auch tatsächlich die vollen 100 Punkte. Also er hat sich nicht einmal vertan tatsächlich, sondern direkt die Lösung reingebuttert. Ich glaube, Euler... Ja, genau, also sage ich doch. Kein Dynamic Programming. Eulersche Zahl hat es in C# geschrieben, was ich auch sehr cool finde. Das würde ich euch auch ganz gerne kurz zeigen. Und zwar erstmal natürlich eingelesen, W, H und Q, ist klar. Und dann haben wir hier, wir lesen ein in Nums. Was war nochmal das zweite? Genau, natürlich das Spielfeld, das ist das Grid bei ihm. Und dann wird hier, genau, die Zahl eingelesen. If debug. Hat er nicht definiert, okay. Ich glaube tatsächlich, die Leute programmieren außerhalb und kopieren es dann einfach rein, wenn sie die Lösung haben. Genau, dann haben wir hier WriteLine Path Cost. Und Path Cost ist quasi seine Methode oder seine Funktion hier, die erstmal natürlich das Grid nimmt und dann die Wege, die wir hier haben und dann natürlich noch Breite und Höhe. Dann gehen wir hier auf Visited, bauen uns das Ganze neu, also quasi ob wir schon dort waren und ob es günstiger ist. Visited Long Costs und Hashsets. Also sieht mir auch ein bisschen nach Dijkstra eher aus. Ja, ich glaube, Dijkstra ist hier auch die schnellere Lösung. Genau, dann wird hier, gehen wir durch und zwar
komplett durch, bis wir eine, ja, und hier unten werden dann eben die Kosten jeweils berechnet, genau. Und wenn wir günstigere Kosten gefunden haben, dann ist das quasi unser günstigerer Weg, ja. Cool. Open.add, okay. Was ist Open? Open. Ah, Open ist mein Hashset, okay. Open ist das Hashset, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Ja, also im Endeffekt, ja, nice. Sehr cool. Wenn ihr wollt... oh, da hat gerade noch jemand abgegeben. Das war allerdings danach. Deswegen nicht wundern, da sind natürlich noch Abgaben reingekommen jetzt gerade. Auch in C++. Wow. Ach du Scheiße. Okay, das waren viele Bibliotheken. Ja, krass, okay. Also, was heißt viele? Aber ihr versteht, was ich meine. Im Vergleich zu... Okay. Okay. Gehe ich jetzt nicht komplett durch. So, einmal kurz hier was schreiben. IDE ist besser zum Probieren, ne? Ist besser auch zum Debuggen. Okay, ja, gut, perfekt. Ich würde gerne eigentlich noch eine Python-Lösung sehen, weil ich glaube, die meisten bei mir sehen, können tatsächlich eher Python. Okay. Auch mit einer Priority Queue gemacht. So, das ist ein schweres Wort. Genau, aber im Endeffekt genauso Dijkstra hier gemacht. Ja. Wobei das hier tatsächlich... Da gab es dann irgendwelche Performance-Probleme wahrscheinlich. Oder es hat halt mit sehr, sehr langen Zahlen einfach nicht gut funktioniert. Spannend. Okay, wir wechseln wieder zurück. Ich sehe das auch gerade schon im Chat. Du kannst am Handy nichts Höheres auswählen als 144p. Das soll natürlich nicht sein. Keine Zeit für Clean Code. Nee, also Clean Code war jetzt nicht unbedingt gerade dabei. Aber vielleicht können wir uns auch noch aufnehmen, dass wir... Ich schreibe das mal ganz kurz runter. Natürlich. So, Sekunde. So. Okay, ich schreibe mal ganz kurz noch auf, was ihr jetzt alles schon für Feedback fürs Coding Challenge Interface gegeben habt. Und zwar Leaderboard nach Sprache sortieren. Und, was war das andere? Ihr hattet doch was gesagt. Genau, dass man vielleicht in so, dass man das vielleicht noch machen kann. Okay, sorry, ich bin leider gerade nur eine Person, deswegen muss ich mich ein bisschen teilen. Okay, so, die Sprache sichtbar, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Okay, cool. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen zu den Coding Challenges. Das ist das Grid Root. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Traveling String Problem. So, also hat schon jemand eine Idee? Also was man hier, wie man da vielleicht drauf kommen könnte. Also klar, die 4 haben noch ein bisschen Zeit. Und ich bin hoffentlich auch gemutet. Ja, ich bin gemutet. Und da kam auch noch eine andere Frage. Wann startet die Master School? Die sollte im Dezember sogar noch starten, wenn ich mich da nicht vertan habe, ja. Cool. Das finde ich auch cool. Okay. Also, wir sehen hier auch noch übrigens, es gibt auch wieder hier 3 Aufgaben. Das heißt einmal n kleiner gleich 4. Das bedeutet, was ist n? N ist die Anzahl an Strings. Dann i ist gleich c ist gleich d ist gleich 1. Das heißt, die Kosten kann man
für den ersten Teil erstmal komplett ignorieren. Für die ersten 20 Punkte können wir komplett ignorieren, wie teuer es ist, einen String zu verändern, auszutauschen oder eben, ja, wir müssen quasi einfach nur die Operationen minimieren. Das heißt, so wenig wie möglich tauschen, so wenig wie möglich verändern, um die Strings ineinander überzuführen. Was aber auch schon schwer genug ist hierbei, muss man auch einfach mal fairerweise so sagen, ne? Task 2 wiederum sagt hier, wenn n kleiner gleich 5, also n ist kleiner gleich 5, das heißt die Anzahl an Strings ist kleiner gleich 5, okay. Aber I, C und D müssen jetzt hier beachtet werden. Das heißt, es muss beachtet werden, wie teuer etwas ist. Das heißt, es ist eben, es kann nichts kosten, dass ich mir hier irgendwas mache. Es kann aber auch bis zu 100 kosten, dass ich zum Beispiel was entferne. Und es kann 0 kosten, dass ich was verändere. Dementsprechend sollte ich natürlich immer verändern, wenn möglich. Und möglichst wenig dann löschen, zum Beispiel. Also das kann hier durchaus vorkommen. Das ist quasi Task 2. Task 3 wiederum ist die Strings, also im Endeffekt das hier hinten bleibt gleich, die Kosten sind komplett variabel und dass hier eben bis zu 9 Strings dabei sind. Das heißt, man muss hier auch wieder auf eine sehr, sehr, sehr optimierte Lösung drauf zugreifen, damit man die letzte Aufgabe dann auch lösen kann. Genau. Und ja, ich bin gespannt. Lass uns doch schon mal gucken, ob es hier schon Abgaben gibt. Nein, gibt es noch nicht. Aber wir haben ja auch erst angefangen, tatsächlich. Und bedenkt, es ist ein Halbfinale. Das heißt, es sind nur noch 4 Leute dabei. Ne? Also keine großen Surprises mehr. Und ich bin gespannt, welche 2 dann ins Finale auch einziehen. Und ja, hier vielleicht dann auch tatsächlich die PlayStation bekommen. Aber es ist natürlich auch trotzdem wichtig, wer Platz 3 und 4 wird. Nicht vergessen. Da haben wir schon mal einen guten Tipp im Chat. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und ja. Also wir können ja hier schon mal vielleicht dieses kleine Beispiel hier uns angucken. Das ist schon mal ein etwas komplexeres Beispiel, ja. Das zeigt, dass es nicht unbedingt immer, sagen wir mal, Strings sein müssen, die auch lesbar sind, okay? Und in dem Fall sehen wir das relativ gut. Also wir haben 8 Strings, die halt hier einfach reinkommen. Und wir haben hier Kosten vom Einfügen von 88, vom Verändern von 43 und vom Löschen von 56. Das ist jetzt natürlich nochmal eine klein bisschen andere Aufgabe, als wenn wir das einfach nur quasi so haben, ne, wo alles gleich teuer ist. Oder hier, wo wir dann zumindest mal nur 4 Strings haben, sondern hier unten haben wir halt dann auch tatsächlich 8 Strings, die wir ineinander überführen müssen. Ich habe die PlayStation gar nicht. Ich weiß nicht, wo die ITCS-Leute die herhaben tatsächlich. Aber ich glaube nicht von einem ich hoffe nicht von einem Skyper, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab ja auch eine tatsächlich. Ich habe sie direkt bei Release bekommen. Was sehr, sehr glücklich war. Ich hatte da aber auch wirklich 5 Fenster offen die ganze Zeit. Bisschen geskriptet habe ich. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte halt unbedingt eine haben. Also Playstations sind tatsächlich sauschwer zu bekommen momentan. Chipknappheit und sowas. Übrigens, wo wir gerade von Chipknappheit reden, guckt gerne heute Nachmittag auch bei mir auf dem Vlog-Kanal vorbei. Da gibt es nämlich auch ein neues Video um 16 Uhr. Sehr klar. Und es geht ein bisschen um die Chipknappheit. Also zumindest so angerissen. Ja. Also gerne mal vorbei. Okay, genau, wie würdet ihr jetzt hier vorgehen? Also wir haben ja hier vorne zum Beispiel jeder Buchstabe, jedes Wort außer einem fängt mit Z an. Wie führe ich die ineinander über? Das ist natürlich immer die Frage. Ja klar, PC ist eh besser. PC Gaming Master Race und so, ich weiß schon. Ja, genau, die ITCS hat sich wirklich ein Bein ausgerissen. So viel habe ich mitbekommen. Kann ich den Titel schon spoilern? Es geht um Kryptowährung. Genau, die Aufgaben kannst du gerne nachher auch jederzeit noch probieren zu lösen. Absolut klar. Du kannst halt nichts mehr dabei gewinnen, aber lösen kannst du die Aufgaben auf jeden Fall. So, oh, und wir haben, leider keine Punkte. Schade. Aber es war ein Versuch wert. Fehlt vielleicht noch eine ganz klitzekleine Kleinigkeit. Es tut mir leid, ich musste
Hier mal kurz ein bisschen Luft holen. Im Übrigen, ihr seht hier oben dann solche Notifications, auch für die Leute, die jetzt vielleicht Platz 5 bis 8 sind. Ihr werdet hier oben auch Notifications bekommen, wo ihr dann auch tatsächlich rausfinden könnt, wenn irgendwas ist. Hier habe ich zum Beispiel ein Public Announcement gemacht, dass ihr heute auch schön alle hier in diesen Livestream kommt und auch da alle zur Challenge kommen könnt. Oh, das ist auch ein toller Lösungsansatz für die Aufgabe. Finde ich super. Ich glaube, das würde funktionieren. Heulen und schreien durch mein Haus rennen. Ja, also grundsätzlich einfach die Tatsache, dass du ein Haus hast, ist schon mal ganz gut. Nee, Spaß. Also ist natürlich absolut valide. Ich würde aber vielleicht anders rangehen. Unter der Cam? Achso, ja, okay. Genau, an der Stelle für alle, die sich für Jobs bei Bosch interessieren, es gibt einen Link in der Beschreibung, beziehungsweise auch einen QR-Code direkt im Video, den ihr da gerne scannen könnt und dann einfach mal auch fragen könnt. Dort ist auch eine E-Mail angegeben, das heißt, wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen habt oder sowas, wie zum Beispiel, hey, ich wohne eigentlich wo ganz anders und würde aber gerne bei Bosch arbeiten, kann ich Homeoffice machen, was weiß ich was. Ihr könnt dort auch einfach eine E-Mail hinschreiben, die Leute sind super. Ich habe jetzt mit denen auch schon ein paar Mal reden dürfen, die sind super, super nett. Allesamt wirklich. Und meldet euch da gerne, also auf jeden Fall. Genau, also, da jetzt nur noch 9 Minuten übrig sind, würde ich sagen, wir können uns langsam mal Gedanken machen. Wobei es ist noch keine Lösung draußen. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Bevor ich jetzt hier voreilig schon ein bisschen was spoilere. Das wäre schade. Aber ich glaube, das einfachste Beispiel ist das hier, wo man es auch wirklich sehen kann. Das geht schon ziemlich tief rein. Okay. Ja. Ich bin vor allem auf die Sprachen dann auch gespannt, in der die Lösung dann kommt. Also ich kann jetzt darauf leider nicht eingehen. Deswegen nimm's mir nicht übel, aber ja. Wir müssen uns jetzt mal hier ganz kurz angucken. Genau. Wenn ich jetzt hier diese Strings ineinander überführe, dann ist relativ klar, dass Ruby und Rust relativ nah beieinander sein sollten, weil die Kosten natürlich zwischen Ruby und Rust sehr, sehr gering sind, wenn ich hier nur 2 brauche. Ich muss quasi nur 2 Buchstaben verändern in diesem Fall. Aber ich kann das natürlich jetzt hier auch... ja, absolut, ich habe gefragt. Genau. Ich sollte aufpassen, ich stoße da unten an meinen Rechner und ich habe den Rechner aufgemacht, damit er besser auslüftet tatsächlich, weil mein Airflow komplett schlecht ist. Also wenn ich einfach abstürze, wäre das, glaube ich, gerade nicht so praktisch. Das ist zum Beispiel eine dieser Fragen, die können wir gerne gleich stellen. Ich habe ja noch kurz ein Interview mit Bosch für euch. Und da können wir dann solche Fragen gerne auch stellen. Also bleibt da gerne dabei, ja. Machen wir. Wenn ich es vergessen sollte, schreibt mir das bitte. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz in die Lösung rein. Es sind noch keine Lösungen dabei. Okay, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen länger dran sein. Die Aufgabe scheint es auch ordentlich in sich zu haben. Wobei wir, wie gesagt, auch noch 4 Teilnehmer haben. Dementsprechend ist die Chance vielleicht auch geringer. Für die Leute, die jetzt was gewonnen haben, aber vielleicht auch schon los müssen, da habe ich gerade was im Chat gesehen.
ihr bekommt eine dieser Notifications oben in der Bar. Das heißt, da wird dann angezeigt, hey, bitte schick mir diesen Code an meine E-Mail-Adresse. Also das heißt, auf der Webseite the-morpheus.cc, ihr könnt auf jeden Fall morgen gerne reingucken. Ich werde das dann morgen auf jeden Fall in die Wege leiten und da mich dann einfach kontaktieren. Und für die 4 Teilnehmer, ihr habt jetzt offiziell nur noch 5 Minuten Zeit. Allerdings werden wir mal gucken, weil wir haben aktuell noch nicht so viele Abgaben. Dementsprechend, ja, offiziell 5 Minuten. So, und für meine Freunde im Stream, in den USA ist ein Studium tatsächlich zweitrangig, das ist richtig. Muss ich kurz was drauf antworten. So. Was passiert, wenn keiner die Lösung findet? Dann warten wir so lange, bis jemand die Lösung findet. Also wenn das ein bisschen länger dauert, dann ist das auch in Ordnung. Wegen der Master School. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Bewerbungsprozess abläuft. Ich bin wirklich nur für den technischen Teil dort verantwortlich, also für die technische Ausbildung in diesem Gebiet. Und selbst das mache ich nicht komplett alleine. Ich bin quasi wirklich nur einer der Zulieferer sozusagen. Deswegen bei der Bewerbung, ich weiß es leider absolut nicht. Aber theoretisch sollte man, also auf jeden Fall bekommst du 1 bis 2 Wochen, bevor es losgeht, Bescheid, ja. Aber du solltest auch so Bescheid bekommen, ob du jetzt angenommen wurdest oder nicht. Wenn du magst, schreib mir da gerne nochmal, dann kläre ich das für dich ab. Du kannst mir irgendwie E-Mail oder, keine Ahnung, Instagram oder sonst irgendwo schreiben, am besten Discord oder E-Mail. Das ist eigentlich, glaube ich, das Einfachste. Und das Video über die Installation von OpenBSD, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich da noch einige andere Sachen habe. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz zu den Lösungen rein. Oh, wir haben 2 Lösungen, aber beide leider nicht ganz richtig. Das ist natürlich doof. Und ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so einfach, wenn man hier so viele Dinge auch beachten muss. Also wie gesagt, wir haben ja hier zum Beispiel den Fall, dass man die Sachen auch in lexikografischer Reihenfolge das Ganze machen muss, also quasi in alphabetischer Reihenfolge das machen muss, wenn hier mehrere Lösungen möglich sind. Das wäre ja auch noch was. So, ich muss gelegentlich kurz alle Sachen abchecken, ne? Nicht wundern. Das heißt, da muss man natürlich auch immer drauf achten. Zusätzlich hier die verschiedene Verteilung von Gewichten. Also in dem Fall ist es einfach nur die Minimierung der Operation, das ist klar. Und n kleiner gleich 4, was bedeutet, Laufzeit ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber ja. Die Aufgabenstellung von dieser Aufgabe hier. Okay, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Dann könnt ihr nochmal schön mitknobeln. Also, wir bekommen hier 5 Zeilen eingelesen. Die erste Zeile gibt erstmal so die Metadaten an. Das heißt, wie viele Strings kommen gleich. Wie viel kostet hinzufügen. Wie viel kostet verändern. Und wie viel kostet entfernen von Buchstaben. Und dann bekomme ich hier 4 Strings. Und jetzt muss ich die Art und Weise rausfinden oder die Reihenfolge rausfinden, wie ich diese Strings ineinander überführe, sodass es möglichst wenig kostet. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich überführe Ruby in Rust. Gut, ja, RUBI, das ist relativ günstig zu RUST, weil ich hier quasi nur zweimal verändern muss. Das heißt, es kostet mich 2. Das ist eine Überführung. Die nächste Überführung wäre dann, wie komme ich von Rust zu Dart oder zu Python? Oder wie komme ich von Ruby zu Python oder Dart? Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Und dann muss ich natürlich zum letzten noch kommen. Und vom letzten muss ich wieder ins erste kommen. Und dementsprechend hier die Lösung wäre Dart, Python, Ruby, Rust und dann wieder Dart. Und da muss ich natürlich die Kosten ausrechnen. Hier oben als erste Ausgabe müssen die Kosten hin. Als zweite und Ente dann im Endeffekt müssen wir die String-Reihenfolge dann wieder definieren. Und so kommt man dann am Ende wirklich zu der Lösung. Wobei wir hier, wie gesagt, zweimal zum Beispiel den String Dart benutzen müssen. Das heißt, hier muss man so ein bisschen überlegen, was ist denn günstig zum Beispiel als doppeltes Ding zu benutzen. Wobei im Endeffekt
naja, ich meine, Ruby wird auch doppelt benutzt. Also Python wird in Ruby überführt, Rust wird von Ruby überführt. Ja, kann man also sich alles ein bisschen überlegen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Zahlen hier nicht immer dieselben sein müssen. Das heißt, es kann sein, dass hinzufügen zum Beispiel ganz günstig ist, entfernen ist super teuer und verändern ist halt normal teuer. Kostet zum Beispiel 1 und entfernen kostet halt irgendwie 500 oder so. Oder 100. Wäre möglich, da muss man natürlich anders überlegen. Das heißt, ich habe eine andere Art Optimierungsproblem und muss das dann natürlich auch lösen. Genau, also das ist schon eher eine der schwereren Challenges, vor allem wenn man es dann in so einem Fall sieht, dass hier wirklich 8 Strings gegeben werden. Das ist jetzt für den letzten Fall, hier werden es bis zu 9. Und dass die Kosten fürs Einfügen, fürs Verändern, also Insert, Change und Delete, ICD, einfügen, verändern und löschen, eben bis zu 100 werden können, aber eben auch 0 sein können. Da muss man sich dann auch überlegen, in welcher Reihenfolge platziere ich diese Strings, sodass das halt möglichst effizient möglich ist. Wir gucken uns noch mal ganz kurz im... Oh, wow! Also wir haben hier tatsächlich einen Sieger für, also einen ersten Platz erstmal. Noch kein Sieger. Es könnte noch jemand kommen, der hier 100 Punkte hat, das ist klar. Für alle 3 Challenges aber tatsächlich eine Submission. Das ist schon beeindruckend. Ich schaue mal ganz kurz hier rein. Und es ist wie ein C++. Das ist beeindruckend. Wir haben hier wirklich jemanden, der richtig, richtig gut C++ kann. Muss man einfach so sagen. Das ist wirklich krass. Ah, das ist schade. Okay. Okay, ich schaue gerade noch mal ganz kurz. Ah, da schreibt jemand, ich koche dann mal. Ich gucke noch mal ganz kurz auf das Challenge-Leaderboard. Ah, da fehlt immer noch so ein bisschen was. Also wir haben noch keinen Platz 2 und keinen Platz 3. Wir müssen noch ein bisschen warten. Okay, da wir immer noch keinen Platz 2 oder 3 haben, würde ich sagen, wir lassen das Ganze noch ein bisschen länger laufen. Denn ja, es wird... Also ihr habt tatsächlich noch die Chance. Wir haben auf jeden Fall jemanden, der was abgegeben hat, aber wir haben noch niemanden zweiten und dritten. Und dementsprechend lassen wir die Challenge einfach noch ein bisschen laufen, tatsächlich, ja. So, ich gucke hier gerade noch mal kurz durch, ob das auch wirklich alles noch so läuft, wie ich das möchte. Perfekt, okay, sehr gut. Also wundert euch nicht, wenn ich dann nach oben gucke, da ist einfach noch ein Bildschirm. Wir können uns gerne auch noch eine Lösung von der vorherigen Aufgabe angucken, ja. Wenn ihr das wollt, auf jeden Fall, klar. Okay, also, zu Gridroots, das hatten wir eigentlich schon vorhin mal kurz gemacht. Ich wechsle noch mal ganz kurz zum Challenge-Leaderboard. Wir hatten uns die C++-Lösung angeguckt. Ich glaube, die hier hatten wir, doch, die hatten wir uns auch kurz angeguckt. Das war die C-Sharp-Lösung. Genau, das war die Python-Lösung, die haben wir uns angeguckt. Die hier können wir uns noch angucken. Vielleicht hat es ja noch jemand... holy! Okay, ja, das ist kein Wunder, dass dann dass dann der hintere Teil nichts geworden ist. Also, wenn wir hier schon tatsächlich sehen, okay, WHQ for Range in H, bauen wir uns quasi das Raster zusammen. Y1, X2, Y2 wird auch eingelesen und dann wird hier die Zeit berechnet. Und auf 0 erstmal gesetzt. Und -1 sonst aufgefüllt. So, dann haben wir hier while changed.
Change wird erstmal auf False gesetzt. Und wir gehen durch W durch. Dann gehen wir durch die Breite durch. Dann gehen wir durch die Höhe durch. Dann haben wir die Möglichkeit -101. Und, also quasi als Distanz. Okay, ich verstehe. Quasi nach links, rechts, oben oder unten. Das könnte sogar meine Dynamic Programming Lösung sein, oder? Das wäre natürlich sehr, sehr witzig. If 0 kleiner gleich x plus dx kleiner w 0 kleiner gleich y plus dy kleiner h. Ja, das heißt, wir sind quasi im Bereich drin. Dann berechnen wir uns das ganze Raster, beziehungsweise A als das Raster, A und B ja quasi die Punkte, wo wir hinlaufen wollen, und berechnen uns dann die Zeit. Und wenn die Zeit ungleich -1 ist, und die Zeit gleich -1 Time Größe, genau hier. Und wenn wir hier quasi, also wenn die Zeit, was? Das würde ja rausfallen hier. Das würde ich einfach, also das könnte man weglassen. Aber okay, hat trotzdem scheinbar funktioniert. Egal. Dann setzen wir es als neues Ding, wenn wir hier quasi einen neuen Wert haben. Und dementsprechend wird hier dieses Raster komplett aufgefüllt von der Time. Das heißt, ich gehe quasi wirklich von meinem Punkt aus und gehe in alle Richtungen und füge dort quasi immer den niedrigsten Zeitwert sozusagen ein. Und von den Punkten aus gehe ich dann weiter und versuche dann jeweils den niedrigsten Zeitwert einzufügen. Immer das neue Minimum sozusagen. Das ist quasi wirklich Dynamic Programming, was hier gemacht wird. Füge ich dann quasi überall ein, baue mir mein ganzes Raster auf und lande irgendwann an der Ziel-Challenge. Und das ist ziemlich cool. Also ich persönlich finde die Lösung sehr, sehr schön. Auch wenn sie nicht so elegant ist natürlich wie ein Dijkstra. Aber ja, ist cool. Ist auf jeden Fall cool. Also das war jetzt der andere Lösungsansatz, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Das war tatsächlich der Dynamic Programming Ansatz. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Und die aktuelle Aufgabe ist das Traveling String Problem, wo wir immer noch keine weitere Lösung haben. Das ist ja heftig. Das ist krass beeindruckend. Okay. Dann, ja, was machen wir? Es ist jetzt schon 14:45 Uhr, beziehungsweise 47. Die Aufgabe ist immer noch hier, die Strings ineinander überzuführen, sodass es möglichst günstig ist. Wir haben eine Lösung mit 97 Punkten, aber die anderen haben es tatsächlich noch nicht gemacht. Okay, dann würde ich vorschlagen, ihr habt jetzt noch bis um 14:50 Uhr Zeit, um dran teilzunehmen. Ansonsten wird das Finale einfach das Finale aus denen, die noch verbleiben. Das heißt, die noch Bock haben, weiterzumachen. Und wir rechnen die Punkte auch da wieder zusammen, wenn wir ansonsten hier nicht weiterkommen. Weil aktuell haben wir einen mit 97 Punkten. Wobei, ich überlege mir da gleich noch was, aber ihr habt auf jeden Fall noch bis um 14:55 Uhr, also jetzt noch 7 Minuten Zeit. Genau. Ja, weil ansonsten haben wir nur einen Finalisten. Das wäre ein bisschen langweilig, ne? Ja, ich brauche aber auch noch ein bisschen Zeit zum Auswerten dann tatsächlich. Also bis 14:55 Uhr ist für mich viel, viel einfacher leider. Ich habe danach auch noch ein kurzes Interview mit den Leuten von Bosch. Und okay, ich muss gerade auch schon mal kurz das Ganze hier reinordnen. Okay.
Genau, also wir machen es dann tatsächlich so. Nee, wir machen nicht nochmal die witzige Werbung, wir machen ein richtiges Interview dann. Das ist jemand von Bosch hier tatsächlich im Call drin und der hat auch noch natürlich ein paar Worte für euch. Es kamen ja auch schon ein paar Fragen für Bosch dann. Kann die tatsächlich jemand beantworten, der auch dazu befähigt ist, weil ich weiß es natürlich nicht, wie es bei denen aussieht. Okay, ich bin sehr gespannt. Das scheint eine sehr schwere Aufgabe gewesen zu sein. Vielleicht machen wir das nächste Mal ein bisschen was Leichteres noch. Ja, Werbung, please, dass ich das mal höre. Nice. Nee, aber auf dem Stream solltet ihr insgesamt keine Werbung haben. Das wäre wichtig, weil ich habe Werbung komplett ausgestellt. Ich hoffe, YouTube hat da nicht wieder irgendwie was eingebaut. Das wäre nicht so geil. Ich muss ganz kurz hier noch. Sehr schön. Okay, das ist gut. Gut. Also, wir gucken noch mal kurz ins Leaderboard rein. Es hat sich noch nichts geändert. Also tatsächlich, ich glaube, diese Challenge ist hart. Aber ich kann sie gerne noch mal kurz für euch erklären. Und zwar, wie gesagt, wir haben ja hier diese, also für die Leute, die jetzt gerade später gekommen sind. Genau, dann haben wir hier die 4 Strings. Und es kostet in diesem Fall jetzt tatsächlich 57 einzufügen, nur 7 zum Verändern und 35 zum Löschen. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein riesiger Unterschied, ob wir hier die oh, das ist tatsächlich eine gute Idee. Wobei, nee. Genau, können wir das ineinander überführen sozusagen. Okay, gut, also wir sind bei 52. Ich glaube, ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Ja, es hat sich nichts geändert. Ich glaube, das wird auch so bleiben, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend haben jetzt alle also so wie es aussieht, haben alle Halbfinalisten nochmal die Möglichkeit, im Finale auch teilzunehmen und dort dann den 2., 3. und 4. Platz zu machen. Wir haben eine Art spezielles Finale heute. Ich gebe das mal ganz kurz auch noch dem Zoom-Call durch. Ihr habt jetzt zwar noch 3 Minuten Zeit, aber es sieht so aus, als hätten wir dann tatsächlich ein Finale von 4 Leuten. Und Pannenkök, der führt als einziger mit 97 Punkten, der kriegt die einfach aufgerechnet. Aber es kommt natürlich trotzdem noch mega drauf an, wie die anderen abschneiden. Das heißt, wie es im Finale dann wirklich weitergeht. Wer hat die meisten Punkte bei beiden zusammengerechnet? Also wir addieren die Punkte vom Halbfinale und dem Finale und schauen, wer da tatsächlich dann als Platz 1 rausgeht. Wir machen sozusagen eine Art kombiniertes Finale. Das heißt aber auch, dass natürlich Platz 4 noch nicht feststeht. Also Platz 3 natürlich auch nicht feststeht, Platz 2 aber auch nicht feststeht, Platz 1 auch nicht. Also sprich, jeder von den 4 kann noch Finalist werden. Und ja, das Finale sollte, glaube ich, sogar einfacher sein. Ich muss jetzt noch ganz kurz dafür speziell ein paar Einstellungen vornehmen, damit wir das überhaupt machen können. Dementsprechend bitte entschuldigt, dass ich kurz auf mein Face zurückgehe. Und ja, ich mache das mal ganz kurz. So.
So, und jetzt muss ich das ganz schnell wieder zurückkriegen. Und da sind wir auch wieder. Sekunde, ich muss das nochmal ganz kurz hier verändern. Wir haben tatsächlich doch noch jemanden im Finale reingekriegt. Wir haben 2 Abgaben überhaupt. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Also die anderen beiden haben, glaube ich, gar nichts abgegeben. Aber ihr habt jetzt hier tatsächlich auch, also Pannkök und Eulersche Zahl haben hier haben es ins Finale geschafft. Das war jetzt eine ganz, ganz knappe Sache. Und einer mit 17 Punkten, der andere mit 97 Punkten. Ist schon ein Unterschied natürlich. Aber es wird sich zeigen, was im Finale jetzt passiert. Ein Implementierungsfehler in der Lebensdistanz. Ja, tatsächlich habe ich jetzt allerdings schon angekündigt gehabt, dass wir alle im Finale rein sind. Aber wir werden trotzdem die Punkte jetzt aus dem Halbfinale drauf addieren. Ansonsten wäre das, was ich gerade die ganze Zeit eingerichtet habe, wäre ein bisschen fies gewesen, weil ich jetzt auch so lange überzogen habe. Ich weiß nicht, ist das fair für euch, wenn wir das wirklich so machen, dass jetzt alle 4 nochmal die Möglichkeit haben, im Finale weiterzumachen? Gebt mir dazu gerne mal ganz kurz im Chat die Rückmeldung. Also wie gesagt, die Punkte aus dem Halbfinale sind nicht verloren, wir addieren die wirklich drauf. Das heißt, damit irgendjemand, perfekt, okay. Weil wie gesagt, eigentlich hatten wir gesagt, wir machen sehr viel kürzer das Ganze. Und ja, fürs Finale, ihr könnt gerne das Ganze schon mal bei euch einrichten. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz auf mein Gesicht zurückgehen. Denn ich habe hier noch was für euch. Ich habe hier noch, also ihr könnt gerne bei euch schon mal eine Übertragung einrichten, eine Bildschirmübertragung fürs Finale. Fände ich das super, super spannend, wenn das möglich ist bei euch. Ich werde jetzt noch ganz kurz das Interview mit Bosch führen, während ihr das einrichtet. Und wir hören uns gleich wieder. Und, verdammt. Doch, da, okay. Alles klar, dann bis gleich. So, hi, herzlich willkommen. Ihr seid jetzt mit mir gemeinsam im Raum mit Alexander von Bosch. Ich muss nur noch ganz kurz hier das übertragen und meine Kamera auswählen. Scheiße, das ist was drüber. So, Sekunde. So. Das sieht jetzt für dich wahrscheinlich ein bisschen seltsam aus. Aber ich hoffe, das ist okay. Ich kann dich nur gerade noch nicht hören. Gib mir 2 Sekunden. Beziehungsweise meine Zuschauer können ich auch nicht hören. Jetzt. Bin ich. Hi. Hörst du mich? Ja, ich höre dich wunderbar. Hallo. So. Freut mich, dich da zu haben. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich mit dir sprechen darf. Freut mich sehr. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Es kam auch schon die erste Frage rein, aber ich würde ganz gerne bisschen vorher noch anfangen. Und zwar, du arbeitest für Bosch. Wo genau arbeitest du? Also ich meine, Bosch ist eine Riesenfirma. Ja? Ihr macht sehr viele verschiedene Dinge. Was genau ist deine Aufgabe? Ja, also ich bin bei Bosch im Fahrerassistenzsysteme, autonom fahren, beziehungsweise wir nennen es Cross-Computing-Bereich. Vielleicht kurz zu meiner Historie. Ich bin nach der Uni, nach der Doktorarbeit bei Bosch als Softwareentwickler eingestiegen, damals im Fahrerassistenzsysteme-Bereich im Videoalgorithmik, habe dann verschiedene softwareentwicklungsnahe Rollen, Teamleiter, Product Owner, das ist so eine Art kleiner Projektleiter, wer das noch nie gehört hat, bekleidet und bin jetzt tatsächlich in der Bereichszentrale als Software-Experte, kümmere mich um verschiedene Themen, die so im Wesentlichen immer dazu beitragen, so diesen Wechsel, diese Transformation vom klassischen, eher Ingenieur-, maschinenbaulastigen Konzern in Richtung Software-Company voranzutreiben. Ganz konkret, aktuell bin ich vor allem beim Hiring und Recruiting von Softwareentwicklern oder softwareentwicklungsnahen Rollen und kümmere mich da um die fachliche Auswahl. Also wirklich viele Aufgaben tatsächlich dann auch. Genau. Was macht dir am meisten Spaß von deinen Tätigkeiten? Tatsächlich macht mir am Moment eigentlich am meisten Spaß, also die Interviews mit den Kandidaten, die fachlichen Interviews, bei denen wir dann auf das Software Engineering den Kandidaten befragen, zu führen, weil man da einfach für meine Rolle zumindest wieder viel konkreten Kontakt mit Softwareentwicklung und Programmieren und Code hat. Jetzt durch meine anderen Aufgaben bin ich persönlich
eben weniger stark am Code als ein Softwareentwickler ist und das macht mir einfach immer wieder Spaß, an konkreten Code-Schnipseln rumzudiskutieren, ob diese Lösung so besser wäre als andersherum oder was die Nachteile sind, wenn man es so implementiert und was da potenziell in der Zukunft schiefgehen könnte. Ja. Würdest du sagen, dass die Aufgaben bei euch leichter sind als das, was wir jetzt gerade hier als Aufgaben hatten? Anders, ganz anders. Ja. Also ich hatte mal den Vergleich gemacht, es gibt so ein Softwareentwicklung oder Coding, was eher so ein bisschen in die Richtung von einem Künstler geht. Ich habe eine Aufgabe, ich kann ganz viel Kreativität freien Lauf lassen, muss da irgendwie eine trickreiche Lösung finden. Bei uns ist es eher ein bisschen wie so ein Renaissance-Maler, der von einem reichen Mäzen konkret beauftragt wurde und die Kuppel in einer bestimmten Art und Weise mit einem bestimmten Motiv ausmalen sollte. Da ist natürlich noch nicht ganz klar, welche Farben wähle ich und wie groß ist vielleicht der Hirsch oder sowas. Also ich habe auch einen gewissen Raum für Kreativität, aber ich bewege mich stärker in einem vorgegebenen Rahmen und vor allem unsere Gemälde sind so groß, ich male sie typischerweise nicht alleine aus, sondern mit vielen Kollegen zusammen. Jetzt kann sich natürlich vorstellen, wenn 100 Maler zusammen irgendwie an so eine Kuppel bemalen wollen, dann müssen die sich auch auf gewisse Regeln und Standards einigen, weil ansonsten malt jeder in einem unterschiedlichen Farbschema oder Größenordnung oder sonst etwas und nichts passt nachher zusammen. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, unterscheidet sich stark, weil bei uns im Alltag viele Probleme eher auch aus dieser Komplexität, dass ich mit sehr, sehr vielen Leuten gemeinsam ein sehr, sehr großes Problem lösen möchte, erwachsen und weniger, wobei es natürlich solche Sachen auch gibt, aber einfach weniger häufig, dass ich ein einzelnes, kleines, für sich isoliertes, sehr kompliziertes Problem habe. Aber das gibt es natürlich auch, aber ich würde sagen, insbesondere der zweite Teil wird einem typischerweise fast noch häufiger begegnen. Und wo wir jetzt gerade bei dem Einstellungsgespräch sind, beziehungsweise bei den, sorry, ganz kurz. Mein USB hat einen Wackelkontakt, das ist gerade aufgeploppt, das sieht man dann. Genau, wo wir gerade bei dem Einstellungsgespräch sind, wie ist es bei euch? Muss man Informatik studiert haben, um reinzukommen? Also ich selber, ich habe es vorher, glaube ich, gar nicht gesagt, ich selber bin Physiker eigentlich von Haus aus. Ich habe damals Computersimulationen auf CUDA-Grafikkarten in meiner Doktorarbeit entwickelt. Wir haben sehr viele, ob man es jetzt Quereinsteiger nennt, sei dahingestellt, aber sehr viele Leute, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, Mathe, Physik, eine Ingenieurwissenschaft, aber keine Informatiker sind. Natürlich heißt das nicht, dass man als Informatiker oder was Verwandtes, also Medieninformatik, Bioinformatik etc., meine ich damit alles explizit natürlich auch, dass man da nicht auch sehr gern gesehen ist. Es hängt ein bisschen vielleicht auch noch von der konkreten Aufgabe ab. Also für manche Probleme, die sehr, sag mal, mathelastig sind, ist vielleicht sogar ein Mathematiker mit Numerik und Informatikvertiefung geeigneter, oder für manche Probleme, die sehr ingenieurslastig sind, ist vielleicht sogar ein Nachrichtentechniker oder Telekommunikationsingenieur, der aber einen starken Softwareentwicklungs-Background oder Interesse daran hat, passender. Aber es ist querbeet. Ja, absolut. Und würdest du sagen, dass Informatiker generell am breitesten bei euch aufgestellt sind? Also, dass man als Informatiker am meisten machen kann? Oder haben dann andere vielleicht sogar Vorteile in manchen Bereichen? Ich glaube, man kann mit fast jedem Abschluss sich relativ breit in verschiedenste Richtungen entwickeln. Also es gibt natürlich Spezialfälle, aber das geht dann schon ein bisschen auch aus der Software raus. Also wenn ich sehr an der Grenze zwischen einem bestimmten Sensor und der Low-Level-Software, also keine Ahnung, ich entwickle für einen Radarsensor die unterste Ebene der Signalverarbeitung, eventuell sogar dann auch eher auf Assembler-Ebene oder sowas, um irgendwelche Signale geeignet zu entrauschen und zu verarbeiten. Da habe ich wahrscheinlich schon einen Vorteil, wenn ich da einen entsprechenden Hintergrund mitbringe. Also da ist, glaube ich, schwieriger, sich da mal so mit Hobby und das interessiert mich und ich entwickle mich da mal abends in die Richtung weiter. Die meisten Aufgaben, oder vielleicht ähnlich auch das Thema Machine Learning, AI, wäre natürlich in dem Bereich irgendwie im Informatikstudium ein Schwerpunkt in die Richtung Machine Learning, Neural Networks etc. gesetzt hat. Der hat da natürlich einen wahnsinnigen Wissensvorsprung gegenüber jemandem, der jetzt vielleicht sich mit numerischer Mathematik beschäftigt hat und später denkt, ach, eigentlich ist KI doch auch ein spannendes Thema. Also da sind natürlich auch Grenzen gesetzt, aber generell würde ich sagen, haben wir ein unheimlich breites Spektrum von Aufgaben und deswegen, wenn man von einzelnen speziellen Nischen absieht, gibt es für jeden eigentlich die Möglichkeit, sich mit der Zeit mal in die eine oder auch in die andere Richtung. Und das mag auch wechseln. Also ich habe früher Kamerakalibrierungsalgorithmen entwickelt. Jetzt mache ich ja doch ein bisschen was anderes. Also das ist relativ normal und finde ich auch ein
das Schöne daran, dass wir halt durch die Größe und durch die Vielfalt der Aufgaben Leuten die Möglichkeit geben, innerhalb des Unternehmens auch mal was anderes zu machen, weil ich glaube, keiner will, viele Leute möchten nicht 20 Jahre lang exakt dasselbe. Ja. Und wie macht ihr das dann intern? Also bildet ihr dann die Leute bei euch weiter? Ist das möglich? Also quasi einfach umschulen oder einschulen oder so sozusagen? Gibt es natürlich auch, wobei es hängt dann immer davon ab, also mit Umschulung und den formaleren Programmen, das bezieht sich eher auf die Leute, also wir haben zum Beispiel viele klassische Ingenieure, die jetzt auch in Bereichen arbeiten, die vielleicht in der Zukunft nicht mehr so viel Personal gebraucht wird. Und da gibt es natürlich echte Umschulungsprogramme. Also kann man sich dann wirklich wie so eine organisierte Weiterbildung mit, ich habe hier bestimmte Kurse und ich habe bestimmte Art Vorlesungen und in gewisser Weise auch eine Art Prüfung. Vieles ist aber auch eher auf informellen Level. Also wenn ich jetzt gerade das Beispiel, jemand sagt, ich möchte mich gerne mit einer bestimmten Art von Datenübertragungsprotokollen stärker beschäftigen, dann braucht er da in der Regel kein formales Studium oder keine formale Weiterbildung, sondern wird meistens das mit seiner Führungskraft besprechen, wird gucken, ob es da auch in der Richtung Bedarf gibt, weil man zum Beispiel sagt, wir wechseln jetzt von CAN auf Ethernet Verbindung und dann wird man schauen, wie man das am besten organisiert. Und das ist in der Regel eine Mischung aus Training on the Job, bisschen formale Weiterbildung, kann auch mal ein externer Kurs sein bei einem externen Dienstleister, Eigenstudium, Bücher, manches auch dank so Kanälen wie bei dir. Also Gerne. Stichwort Clean Code oder sowas, da gibt es sehr, sehr viel Gutes auch auf YouTube zu finden. Also es hängt einfach ein bisschen vom Thema ab. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hier kam noch gerade eine Frage rein. Wenn man jetzt bei euch anfangen möchte, muss man studiert haben? Oder reicht eine Ausbildung oder vielleicht sogar über komplett Quereinsteiger? Hängt, kann ich so pauschal nicht sagen, hängt ein bisschen von der Position ab, also die man anstrebt, auf die man sich bewirbt, steht in der Regel dabei. Die Mehrheit, aber ich kann jetzt keine Zahl sagen, aber die große Mehrheit hat in irgendeiner Form studiert. Also egal ob jetzt Uni, FH oder ähnliches. Wie viele nicht studierte Quereinsteiger wir haben, weiß ich nicht. Und wie ist es bei euch intern? Achso, da kommt noch eine Frage in die Richtung. Schülerpraktika, wie ist das? Habt ihr sowas? Bieten wir auch an, wobei typischerweise sind es dann eher natürlich Werkstudententätigkeiten oder also Leute, die schon im Studium sind. Prinzipiell gibt es auch Schülerpraktika, ist jetzt aber im Rahmen von Corona, glaube ich, gerade relativ zurückgefahren. Ja, wie arbeitet ihr da dann? Habt ihr Homeoffice oder? Überwiegend im Homeoffice. Also ich war jetzt dieses Jahr, ich habe es nicht gezählt, aber sicherlich 70-80% zu Hause und die Mehrheit der Kollegen ist entweder 5 Tage gerade zu Hause oder 3 bis 4 Tage zu Hause. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Tätigkeit ab. Also es gibt ja auch bei uns Softwareentwickler, die mal was im Auto ausprobieren wollen. Das Auto kommt typischerweise nicht ins Homeoffice, sondern ist auf der Teststrecke. Das geht natürlich nicht. Klar, die Kollegen, die jetzt auch irgendwie Server betreuen oder die müssen natürlich auch vor Ort sein. Aber der durchschnittliche Softwareentwickler, der die Möglichkeit hat, gut zu Hause zu arbeiten, also entsprechende Internetverbindung, vielleicht auch ein ruhiges Räumchen mit einem schönen Schreibtisch, die sind gerade überwiegend zu Hause. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich momentan einfach sinnvoller. Wenn ich mir dann aber vorstelle, eine Rennstrecke oder eine Teststrecke nach Hause zu verlegen. Ja, und man darf auch diesen die Autos, also diese Testautos, wir nennen die Versuchsträger, haben teilweise auch keine Straßenzulassung. Also die dürfen gar nicht auf der öffentlichen Straße so ohne weiteres fahren. Das heißt, du müsstest dann so einen Autotransporter organisieren, der das Ding bei dir in die abgeschlossene Garage stellt. Das wird schwierig. Ja, ein bisschen. Wie ist es bei euch intern? Arbeitet ihr mit Scrum oder was macht ihr da? Jetzt kommt es natürlich ganz drauf an, wir sind auch im Fahrerassistenzsysteme und autonomen Fahren, Cross-Computing-Bereich riesig groß und haben viele verschiedene Projekte. Viele arbeiten mit Scrum oder Scrum-artigen Methoden. Es gibt aber natürlich auch noch, gerade bei den älteren, Legacy-Projekten, also wo man etwas, was schon länger in Serie ist, aber halt noch bis zu einem gewissen Grad fortbetreuen muss, wo dann noch ganz klassisch gearbeitet wird. In den neueren oder innovativeren Projekten, wo die größere Zahl der Leute und insbesondere die absolut größere Zahl der jetzt einsteigenden Leute arbeitet, wird mit agilen Methoden gearbeitet. Ja, das ist wahrscheinlich für viele auch
am nächsten dran, wo natürlich direkt die nächste Frage kommt, was für Projekte habt ihr und mit welchen Sprachen wird da jeweils gearbeitet? Also vielleicht ich weiß, dass es sehr, sehr viele sind, aber vielleicht so ein Programmiersprachen ist relativ einfach, also überwiegend C++ und C, wobei C++ inzwischen da deutlich dominiert, vor allem in den neuen Projekten. Einfach deswegen im Embedded-Bereich, also sobald es darum geht, eine Seriensoftware, also eine Software, die später mal eine Straßenfreigabe bekommt, sodass ich das das Auto damit auf der Straße herumfahren kann, die wird typischerweise in C++ geschrieben. Gibt natürlich auch Spezialfälle, wenn man mal einen speziellen Hardwarebeschleuniger hat, FPGAs mit VHDL oder CUDA oder sowas in die Richtung, kann sowas mal noch reinkommen. Und dann wird natürlich in prototypischen Entwicklung viel mit Python oder MATLAB gearbeitet. Simulink teilweise auch, um irgendwelche Dinge schon mal als Simulation auszuprobieren, und in der Toolsentwicklung unter Umständen auch, aber es ist in geringerem Umfang Dinge wie Java oder so, C#. Und dann natürlich im Cloud-Bereich verstärkt dann typische Cloud-Technologien wie Azure oder sowas. Ja. Aber die Seriensoftware, und da arbeiten, sag mal, die Mehrheit der Entwickler ist C++, vor allem C++. Ja, du arbeitest auch damit? Ja, primär. Fast ausschließlich. Ich habe früher praktisch ausschließlich mit C++ gearbeitet. Wie gesagt, so für Hand, wenn ich mal irgendwas skripten wollte oder irgendwelche Post-Processing von Testdaten oder sowas, dann natürlich gern mit Python. Und das ist dann in der Regel auch jedem freigestellt. Also wenn jemand sagt, ich bin halt da mit einer anderen Sprache schneller als mit Python, ist auch kein Problem. Aber sozusagen die Seriensoftware, die wir alle gemeinsam mit ein paar hundert Entwicklern entwickeln, ist auf C++, auch weil natürlich da so Thematiken reinkommen, wie die Toollandschaft muss es unterstützen, man braucht bestimmte Zertifizierungen, also auch hier macht man sich, glaube ich, wenn man von außen kommt, nicht immer so klar. Man kann nicht einfach mit jedem Compiler sagen, ich habe was kompiliert und jetzt gibt der TÜV das frei, dass es auf die Straße geht. Da gibt es einfach gewisse auch regulatorische Anforderungen. Jetzt schreibt hier noch relativ häufig jemand, wie die Noten im Schnitt sein sollten, also vom Master, vom Bachelor, von der Ausbildung, vom Abi vielleicht sogar. Gibt es da Regulierung? Fällt mir ganz schwer, so pauschal zu sagen, weil, also natürlich kann man immer sagen, bessere Noten schaden nie. Also sicherlich, wenn jemand mit besseren Noten kommt, wird es ihm nie zum Nachteil sein. Meine Wahrnehmung, also zumindest dort, wo ich am Hiring beteiligt bin, setzen wir sehr stark auch auf Tests nicht im Sinne von, dass wir irgendwie Lehrbuchwissen abfragen, sondern Tests, dass wir mit kleinen, praxisnahen Aufgaben gucken wollen, inwiefern jemand sein Softwareentwickler-Handwerkszeug beherrscht oder auch einfach so gewisse Alltagssituationen, Herausforderungen handeln kann. Ich weiß nicht, ob da Noten damit korrelieren, also ob Leute mit guten Noten da im Schnitt auch besser sind. Wenn ja, dann sind gute Noten besser hilfreich. Ich habe es aber selten erlebt, ich habe es nie erlebt, dass wir gesagt haben, da hat jemand Top-Noten, aber er war im Coding-Interview ganz schlecht, wir stellen ihn ein. Oder dass wir gesagt haben, der war im Coding-Interview super und hat uns überzeugt und kannte sich richtig gut aus und konnte seine Designentscheidung gut begründen. Aber der hat ja nur eine 2 gehabt und deswegen stellen wir den nicht ein. Deswegen würde ich sagen, Noten sind eher sekundär. Was aber natürlich nicht heißt, also gerade bei Bewerbungen, wenn man einen Hinweis an Bewerber, gebt sie an, wenn die Noten komplett fehlen, dann hat man immer so den Eindruck, wollte da jemand, hat es vergessen oder wollte da jemand einfach was bewusst verbergen. Aber generell, ich würde tippen, dass man, wenn man sonstig überzeugt, sind mittelmäßige Noten kein Hindernis. Ja. Und egal auch bei Ausbildung oder bei Studium. Ja. Also ich meine, je länger die Noten zurückliegen oder je länger jemand im Berufsleben ist, umso irrelevanter. Also wenn sich jetzt jemand, ist 40, hat davor schon 15 Jahre in anderen Jobs gearbeitet, dann wird die Abi-Note vermutlich weniger interessant sein, als wenn natürlich ein Studienabsolvent kommt, dann wird man eher auch gucken, wie war der denn so im Studium. Aber am Ende des Tages entwickeln wir Software und das ist natürlich der wesentlich stärkere Teil, trauen wir dieser Person zu, in naher Zukunft ein guter Softwareentwickler zu werden. Ja. Und wie sieht es mit Zertifikaten aus? Sind die wichtig für euch? Fürs Hiring? Mir persönlich nicht, weil ich, aber ist natürlich jetzt, wir haben eine Vielzahl von Hiring-Managern, das heißt, es ist immer schwierig, eine pauschale Aussage, die überall gilt, zu treffen. Ich persönlich verlasse mich aber lieber darauf, den Eindruck, den wir aus den Coding-Interviews, Coding-Tests gewinnen, ob da jemand überzeugt.
wenn natürlich jemand irgendwie, also fachnahe Zertifikate hat, gerade in Richtung Programmierkenntnisse und Co., freuen wir uns da natürlich drüber. Was ich persönlich aber noch mehr schätze oder auch als Tipp, wenn ihr zum Beispiel irgendwie GitHub-Link oder so auf eurem privaten GitHub-Account mit reinpackt und da irgendwelche interessanten Dinge habt. Ich gucke mir sowas durchaus mal an, wenn ich die Zeit finde, wenn ein Bewerber kommt oder wenn ich ein Profil vorliegen habe. Also sowas finde ich persönlich, und das weiß ich auch von vielen Kollegen, finden wir im Zweifel überzeugender oder interessiert uns mehr als 5 Zertifikate, weil man einfach dann sieht, okay, hier ist meine Arbeitsprobe, das habe ich gemacht. Ja, quasi wie eine Art Portfolio. Genau. Ja. Und wie ist es bei euch mit, also nochmal zum Thema Homeoffice bzw. Entwicklungsstandorte? Hier fragt jemand, wo die Standorte sind und was natürlich dann auch Azubis oder Studenten bei euch im Homeoffice machen. Also was im Moment die Studenten oder Azubis im Homeoffice machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich betreue gerade keinen. Aber prinzipiell wird es wahrscheinlich, also als ich früher mal, wenn wir Werkstudenten hatten, man sucht sich typischerweise irgendwie eine kleinere, abgegrenzte Tätigkeit raus, die für uns eine Fragestellung ist, die uns interessiert, für die wir aber vielleicht nicht unbedingt selber die Zeit haben, sie bis in die Tiefe zu untersuchen, weil es nicht direkt serienrelevant ist und wo man denkt, das eignet sich für den Studenten, dass er reinschnuppern kann ins Thema, aber gleichzeitig trotzdem es nicht schlimm ist, wenn sozusagen auch vielleicht nicht man am Ende merkt, dass die Fragestellung so nicht funktioniert oder das, was man sich da überlegt hat. Und das kann man, genau, das sind oft so Studiencharakter, probier doch mal, ob man mit folgendem Ansatz, folgenden Detektionsalgorithmus noch verbessern könnte oder so. Und das kann man natürlich prinzipiell auch von zu Hause machen. Ist natürlich schwieriger insgesamt, weil man sieht sich seltener, die Einarbeitung ist schwieriger. Wie die Ausbildung im Homeoffice läuft, kann ich nichts dazu sagen. Zum Thema Ausbildung bzw. Studium, habt ihr duale Studiengänge? Ja, also wir kooperieren. Cool. Und da kam noch eine Frage rein, gibt es Schnittstellen zu Elektrotechnik und Elektronik bei euch? Also wahrscheinlich schon, aber was genau da? Ganz massiv natürlich. Also es hängt ein bisschen vom Produkt ab, aber die meisten Produkte, die wir im Cross-Computing-Bereich haben, sind das, was ich als System bezeichnen würde, also eine Kombination aus einer Hardware, einer Büchse in Anführungszeichen, also dieses Metallgehäuse, was man nachher ins Auto steckt mit irgendwelchen Platinen und Steckern dran und der Software, die da drauf läuft. Und in den meisten Fällen entwickeln wir beides und meistens auch beides in Co-Entwicklung. Und dadurch gibt es natürlich sehr, sehr viele Schnittstellen zwischen Hardware-Entwicklung und der Softwareentwicklung. Ja. Weil am Ende ich muss alles irgendwie zusammenpassen. Ich muss auf diese beschränkte Hardware meine Software draufkriegen, ich muss die richtigen Anschlüsse haben, ich habe verschiedene Musterstände, ich muss auch in der Lage sein, irgendwie zum Beispiel mit diesen Musterständen die überhaupt flashen zu können, also meine Software aufzuspielen, ich muss da in der Lage sein, Debug-Testdaten abzugreifen, vielleicht will ich das aber nachher im Serienbetrieb nicht in der Lage sein, weil sonst der Hacker ohne weiteres darauf Zugriff hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Interaktionsmöglichkeiten. Ja. Spannend auf jeden Fall. Also ein sehr, sehr breites Feld. Also wenn ihr irgendwas findet, was euch interessiert, wahrscheinlich hat's bei Bosch irgendwo einen Anwendungsfall. Genau, ich spreche jetzt natürlich gerade für den Cross-Computing-Bereich, aber das gilt natürlich für die Kollegen bei den Haushaltsgeräten oder bei den Power-Tools oder in anderen Bereichen der Automobilsparte genauso. Also in ganz, ganz vielen Fällen verkaufen wir eben, unser Slogan ist ja Technik fürs Leben und nicht Software fürs Leben. Also meistens irgendwie eine Kopplung aus einer Hardware und der Software, die dazugehört. Ja. Und dementsprechend, hier kam gerade noch eine Frage rein, wird wahrscheinlich auch Assembler noch bei euch relevant sein? Ja, also in meinem Umfeld selten, aber es gibt sie und vor allem, dass es wenige Leute gibt, also ich kann es selber nur sehr rudimentär lesen, dass da wenige Leute gibt, ist das natürlich eine seltene Qualifikation. Auf jeden Fall. Also Benno weiß Bescheid. In dem Fall, vielen, vielen Dank, Alexander. Hat mich sehr gefreut, dich wieder hier dabei zu haben. Ja, macht immer Spaß, mit dir zu reden. Auf jeden Fall. Es sind immer tolle Fragen, auch aus der Community natürlich vor allem. Und ich würde jetzt mal die anderen wieder aufwecken. Die haben jetzt lang genug gewartet. In dem Sinne, danke, dass du da warst. Vielen Dank und schönes Wochenende. Ebenso. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt versuche ich erstmal hier den Raum zu verlassen. Und zurück zur Hauptsession zu kommen. So, ich muss das ganz kurz wieder einrichten. Recording in progress. Okay, Recording in progress. Hi, da bin ich wieder. Für die Leute im Zoom-Call. Ich sehe leider aktuell noch nicht alles. Ich bin gerade noch am Einrichten. Das tut mir sehr leid. Und
habe jetzt erstmal wieder hier den Chat offen. So, wir sind jetzt hier. Oh, wow. Da ging es doch weiter hier mit dem Traveling String Problem. Wir haben hier. Ich switche mal kurz rüber auf den Bildschirm. Oh, das ist jetzt ein bisschen groß natürlich. Gerade eben noch. Wir haben hier tatsächlich jetzt sogar 3 Lösungen bekommen. Alle 3 haben alle 3 Sachen komplett fertig jetzt. Das ist natürlich geil. Aber trotzdem dürft ihr. Achso, halt, stopp. Wir waren aber gerade noch bei was anderem. Das ist frech. Wir hatten 97 Punkte hier und bei Pannenkirk bei Eulersche Zahl muss ich nochmal nachgucken. Nicht, dass wir jetzt hier noch Punkte zu addieren. Und ja, es geht jetzt direkt weiter. Ich schalte jetzt nochmal kurz auf mein Gesicht um, damit wir hier das machen können. Und zwar mit der finalen Challenge, die ich erstmal natürlich hier kurz machen muss. So. Wo sind wir? Hier. Okay, also die finale Challenge. Seid ihr ready? Schreibt mir das einmal ganz kurz bitte im Zoom-Chat. Ein Ad-Cache bewirkt Wunder. Ja, das ist tatsächlich das ist natürlich faszinierend. Alle ready, sehr gut. Okay, in dem Fall stimmt, teilen. Ihr habt theoretisch die Berechtigung zu teilen, aber wahrscheinlich kann nur einer von euch teilen. Ja, jetzt solltest du teilen können. Jetzt sollte jeder teilen können, so viele wie wollen. Und ich lasse euch jetzt noch mal ganz kurz Zeit, so 2 Minuten oder sowas, dass ihr mitkriegt, dass ich auch wieder da bin. Und ich würde das eigentlich ganz gerne ausblenden, wenn ich das kann. Perfekt. Das ist sehr gut. Okay, also. Die letzte Challenge wird 3, 2, 1 jetzt gestartet. Das ist unsere finale Challenge hier. Und ja, also, das hier ist unsere finale Challenge. Sie nennt sich Doors and Keys. Doors and Keys deswegen, weil ihr quasi simuliert bekommt, was passiert, wenn ihr sozusagen Schlüssel und Räume habt. Das ist eine, oh, meine Kamera hängt zu weit oben. Sekunde. Danke. So. Also, die Challenge ist im Endeffekt folgende. Ihr bekommt, ich würde das hier unten, glaube ich, mal an dem Exempel zeigen. Die sind nämlich am besten. So, also, eure Aufgabe ist folgendes. Ihr bekommt 25, 13, 5. 25, 13 sind die Maße von diesem Raum. Das heißt, der ist erstmal 25 auf 13. Ja? Und wir haben 5 Schlüssel hier drin. Ihr startet bei dem Add-Punkt. Die Hashtags sind Mauern. Also, da könnt ihr nicht durchlaufen. Und natürlich hier könnt ihr durchlaufen, das ist wunderbar möglich. Und dieses Add bedeutet, ihr lauft hier quasi lang, also ihr startet hier, könnt hier lang laufen, dann hier lang laufen, dann runter, 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 runter. Dann habt ihr das kleine A. Der kleine Buchstabe steht für einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel könnt ihr jetzt natürlich zur Türe laufen, also hier wieder hochlaufen so. Und dann seid ihr hier bei Groß A. Und dieses Groß A lässt sich dann aufschließen mit dem Schlüssel Klein a. Das heißt, ihr müsst aber vorher, bevor ihr zu Groß A kommt, müsst ihr den Schlüssel Klein a erstmal aufsammeln, um dann wieder hochzulaufen. Und dann könnt ihr natürlich hier weitergehen zu Klein b. Könnt dann hier wieder runtergehen zu Groß B, hier aufschließen, Schlüsseln C und D einsammeln, zur Türe Groß C laufen, hier E einsammeln, dann hier durch D durch E durch und dann zum Plus kommen. Das ist die Aufgabe. Und eure Aufgabe ist es jetzt natürlich, den geringsten Schrittzähler zu laufen. Also quasi hier, wenn ich die kleinste Anzahl an Schritten, die man gehen muss, um das Portal mit allen Schlüsseln zu erreichen. Wenn es jetzt wieder erwarten eine Lösung gegeben hätte, wo ich den Schlüssel Groß B nicht gebraucht hätte, also in dem Fall ist das nicht der Fall, aber wenn es sowas geben würde, trotzdem, dieses Plus wird erst zum Ziel, wenn man wirklich da ankommt und alle Schlüssel beinhaltet oder wirklich alle Schlüssel aufgesammelt hat. So, die 3 Aufgaben.
die 3 Aufgaben und ich mute mich jetzt schon mal für die Zoom-Teilnehmer. Ihr habt übrigens erstmal bis um 16 Uhr Zeit. Wir gucken dann aber mal, wie weit wir sind. Also ich sag euch 5 Minuten vorher, also 5 vor 4 sage ich euch Bescheid, falls nicht alle fertig sind. Aber grundsätzlich bis 16 Uhr habt ihr Zeit. So, die Aufgaben, die wir hier haben, sind W und H. Also W und H sind erstmal Breite und Höhe, die sind kleiner gleich 300. Also quasi wie groß das Feld ist. Kleiner gleich 300 sind sie übrigens bei allen. Und hier unterscheiden sich die Aufgaben eigentlich nur an den Schlüsseln. Das heißt, mit K gleich 0 habt ihr erstmal den Schlüssel, naja, keinen Schlüssel. Also ihr müsst einfach nur zum Ziel kommen. K kleiner gleich 1, also das gibt euch auch nur 10 Punkte. K kleiner gleich 1, das bedeutet, es gibt halt einen Schlüssel oder keinen Schlüssel. Keinen Schlüssel habt ihr ja schon, einen Schlüssel müsstet ihr dann noch irgendwie reinpacken. Da müsst ihr dann im Endeffekt erstmal was machen, damit ihr 30 Punkte bekommt. Und wenn ihr bis zu 8 Schlüssel verkraftet, dann habt ihr bis zu 60 Punkte, je nachdem, wie viele Versuche ihr braucht. Und ja, das ist im Endeffekt die Aufgabe. Hier noch ein kurzes zweites Beispiel. Das ist eine Aufgabe, wo es keine Schlüssel gibt. Das heißt, wir sehen hier 0 Schlüssel, aber wir haben trotzdem ein Feld von 13 mal 17. Und dementsprechend, wir starten bei dem Add. Und wir können hier erstmal mehrere Wege zur Seite nehmen, bringt uns aber nichts. Können hier einfach straight hochlaufen, hier nach rechts und dann direkt wieder nach oben und zum Plus. Und dementsprechend brauchen wir hier auch nur 17 Schritte. Das Beispiel 3 hat einen Schlüssel. Das heißt, wir starten hier beim Add. Und wir sehen hier dieses kleine A, mit dem kann ich die großen A's alle aufschließen. Und die verschwinden danach sozusagen. Und ich kann hier zu dem Plus gelangen. Das heißt, ich kann hier auch meinen optimalen Weg dann am Ende auch auswählen. Also zum Beispiel, wo möchte ich hin? Möchte ich so laufen oder möchte ich so laufen, mich hier in eine Sackgasse rein? Jo. Und Beispiel Nummer 4 sehen wir hier, das ist wieder mal eine 20×11 Challenge mit 4 Schlüsseln. Das heißt, ich starte hier bei dem Add und ich möchte eigentlich nur ganz kurz hier zum Plus. Und ja, hier starten wir, laufen hier rüber. Aber, oh nein, wir haben zwar den Schlüssel klein a, wir brauchen aber trotzdem noch die anderen Schlüssel. Wir wissen, es sind 4 Stück. Klein c liegt hier drüben, klein b liegt hier und klein d liegt da oben. Müssen wir trotzdem auch alle aufsammeln. Und dementsprechend ist die Lösung nicht einfach hier zur Seite zu gehen und das kleine a aufzusammeln und dann hier wieder rüber zu gehen, sondern ich muss halt klein b und die anderen auch noch aufsammeln. Das ist die Challenge. Ich glaube, sie ist relativ leicht zu verstehen, sehr schwer allerdings umzusetzen. Aber ich glaube, man kann eine Lösung relativ schnell bekommen, wenn man hier zumindest auf die erste Subtask pokert. Und ja, ich würde jetzt mal tatsächlich euch die Übertragung zeigen. Und ich mache mal kurz den Chat hier noch weg, dann habt ihr mehr Bild davon. Und sieht so aus. Also wir haben hier tatsächlich eine sehr, sehr schnelle Schreibweise. Das ist erstmal krass. Wir sehen auch hier, er schreibt in Visual Studio Code, nicht in der Online-Plattform. Und ich kann hier, glaube ich, auch wechseln zwischen Eulersche Zahl. Ja, wir sehen hier, er schreibt in, was ist das? Das ist auch Visual Studio Code. Und er schreibt in C# ist das, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das C#. Und das ist sein Input hier. Beziehungsweise er hat sich tatsächlich einfach alles rauskopiert, also den Input-Text. Aber ja, er hat schon angefangen. Und wir sehen hier, er versucht hier die Sachen erstmal richtig einzulesen und die richtige Zeile reinzubekommen. Und dann haben wir hier noch Fabian dabei. Fabian macht das Ganze auf die Online-Plattform und schreibt das Ganze in Python. Der hat auch schon alles eingelesen. Und ich werde jetzt hier mal ganz kurz den Stream ein bisschen größer machen für euch. Damit ihr hier auch alles besser sehen könnt. So, es tut mir sehr leid, das muss jetzt ganz kurz so sein. So seht ihr alles besser. Das muss man natürlich erstmal alles einrichten. So, wir wechseln nochmal kurz zurück zu unserem C++-Mensch, der hier schon mal die Felder einliest. Und zwar verteilt er jetzt natürlich erstmal die Felder. Er liest alles ein, natürlich, aber man muss natürlich auch erstmal rausfinden, wo ist das Ganze eigentlich zu Hause? Also wo ist quasi das Wichtige? Was ist hier das Add und so weiter und so fort. Ich schaue nochmal ganz kurz durch, dass ihr auch wirklich jeden sehen könnt, wenn ich dahin switche, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss. Und ja, es scheint zumindest so. Weil ich ja hier an der Seite auch was abgeschnitten habe, ne? So. Und dann wechseln wir nochmal ganz kurz zum Chat. Immerhin ist das jetzt gerade unser Finale. Wir haben 3 Leute im Finale, weil wir bei der letzten Aufgabe nicht komplett alle, oder
wir hatten nachher später, dann hatten wir 3 Leute mit 100 Punkten oder mit fast 100 Punkten, aber eigentlich nicht. Okay, sorry, ich muss ganz kurz den Chat lesen. Dann wird es hier besser. Super. Vielen Dank, Alexander. Alexander ist gerade noch im Chat unterwegs, falls ihr noch Fragen an Bosch habt, die wir noch nicht beantwortet haben. Und beantwortet da gerne noch Fragen für euch. Das wäre natürlich auch super, wenn ihr da noch Bock habt. Warum ist der mit 97 Punkten auf Platz 2? Das ist er nicht. Plätzen? Ja, genau. Der 4., er ist tatsächlich aus Zoom rausgegangen. Er hatte irgendwann ein Problem, hat gemeint, er schafft es sowieso nicht mehr weiter und wird sich auch mit dem 4. Platz zufrieden geben. Allerdings, ja, leider halt nicht weitergekommen. Also er wollte tatsächlich nicht mehr haben. Okay, ups. Ja. Genau, einer von den 3 hatte 99 Punkte. Aber wie gesagt, wir rechnen die Punkte, die sie hatten, bevor das Interview stattgefunden hat. Da, wo ich gesagt habe, stopp, das ist die Punktzahl, die eingerechnet wird. So, es tut mir leid. Gelegentlich muss das Genick mal rundlaufen. Okay, gucken wir uns doch mal an, was hier passiert. Also, hier ist tatsächlich jetzt auf Python umgeswitcht worden. Interessant. Also, Eulersche Zahl kann offensichtlich beides, C# und Python. Und er schreibt gerade in der Python-Variante weiter. Er hat sich jetzt erstmal eingelesen, was da alles überhaupt vorhanden ist, also quasi die verschiedenen Zeichen als Start und macht das Ganze als Points. Die Points hat er sich Moment, das ist kein Python. Das ist C#. Sorry, ich war da drüben noch bei code.py. Ich dachte gerade, das ist doch kein Python. Wundert mich jetzt alles. Aber ja, er hat sich auf jeden Fall die ganzen Dinge gespeichert. Er hat sich auch sein Grid zusammengebaut und baut sich jetzt das Ganze als eine Queue. Und ich glaube, er macht das Ganze wieder mit dynamischer Programmierung, so wie das hier aussieht. Das DX und DY kommt mir verdächtig bekannt vor. Es sieht schon so ein bisschen danach aus. Ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Jetzt wechsle ich mal ganz kurz zu Fabian rüber. Und er schreibt das Ganze in Python. Und er macht es mit NumPy. Ui. Also, er schreibt sich ein is accessible. Das heißt, wenn es ein Buchstabe ist oder ein Hashtag hat. Oder Hashtag? Not in. Okay, not in. Die Türen sind quasi für ihn nicht accessible. Das heißt, er baut sich hier gerade eine Methode, um einfach nur zu schauen, ob man überhaupt reinkommen kann in das Feld. Oder reinlaufen kann sozusagen. Und jetzt baut er sich gerade eine Adjazenzmatrix mit der Anzahl an Knoten und füllt das mit Nullen auf. Ich glaube, er baut sich gerade auch sowas Ähnliches wie das dynamische Programmieren. Hier unten vielleicht noch ganz kurz. Also er schreibt sich quasi die Methoden, die er halt braucht, schreibt er sich außen dran. Hier unten hat er natürlich erstmal alles eingelesen und initialisiert den Dungeon und printet dann, aktuell printet er W, H und N und den Dungeon. Interessant, okay. Wir gucken nochmal bei unserem C++ Main rein. Oh, und da sehe ich nicht mehr alles. Ups. Er hat sich tatsächlich einige seiner Funktionen, die er immer wieder benutzt, hat er sich oben drüber definiert in einer eigenen Datei. Und ich glaube, die benutzt er auch regelmäßig neu oder wieder. Oh, das soll ich nicht tun.
Sonst verzieht das alles. Es tut mir leid. So soll das passen. Das ist kein Python. Das ist C++. Sorry. Habe ich Python gesagt? Okay. Also aktuell sieht es so aus, dass er hier gerade beim sich die Felder baut. Und er ist schon an der Queue dran. Er baut gerade schon die Queue ab. Und versucht hier aufzufüllen, quasi, wie viele Punkte kostet es mich, überall reinzulaufen. Sehr spannend. Okay, die Funktion sehen wir natürlich nicht mehr, die sind weiter oben definiert, aber das macht ja nichts. Wechseln wir mal kurz rüber, während er hier gerade noch am Aufdröseln ist. Hier sehen wir in C#. Wo waren wir vorhin? Er hat sich auch eine Queue aufgebaut. Und dequeued das natürlich jetzt wahrscheinlich so lange, beziehungsweise baut sich auch eine Queue auf von Punkten hier. Das heißt, er startet quasi hier oben. Sieht man das überhaupt? Das sieht man, glaube ich, gar nicht, ne? Das sieht man nicht. Ich gehe nochmal kurz zurück auf die Challenge. So, genau. Also, wenn wir hier sind, dann sehen wir hier, wir starten hier beim Add. Und wir wollen zum Plus, ja. Und wir dürfen nicht durch die Mauern durch. So, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können uns eine Queue aufbauen. Das heißt, wo wir überall hin wollen. Also wir sagen quasi, okay, ich muss zu diesem Plus. Okay, gut, aber was brauche ich, um zu diesem Plus zu kommen? Naja, ich brauche auf jeden Fall jeden Schlüssel. So, und dann kann ich natürlich sagen, okay, aber welchen Schlüssel kann ich als erstes machen? Und dann habe ich sozusagen hier die Möglichkeit, okay, mein A ist halt der erste Schlüssel, den ich brauche, um hier überhaupt weiterzukommen. Bei Beispiel 4 sieht man das aber ganz gut, da ist die Reihenfolge relativ frei. Habe ich meinen Schlüssel A, kann ich eigentlich fast alles machen. Also ich kann hier hochgehen und bin hier dann stuck. Ich kann hier hochgehen und zum Plus sogar kommen. Ich kann hier aber auch hochgehen, hier hochgehen, den kleinen Schlüssel finden und hier rüber gehen und so weiter und so fort. Dementsprechend kann ich eine Priority Queue aufstellen und kann quasi meinem Schlüssel A erstmal die höhere Priorität geben, weil ich ja hier erstmal durch die Dinger durch muss. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Ja. So. Ui, und es läuft schon. Da läuft was. In der Debug-Konsole zumindest. Wall out of bounds hat er hier hingestellt. Locked. Been there before. Also er baut sich das Ganze quasi so auf, dass er einen neuen Zustand sich jeweils setzt für seine Schlüssel, quasi einfach Wegpunkte für seine Schlüssel baut. Muss man ja auch. Also ich meine, wie gesagt, man muss jetzt zuerst den Schlüssel A und dann Schlüssel B oder so, je nach Map halt natürlich. Okay, gucken wir nochmal bei Fabian rein. Der ist mit seiner Adjazenzmatrix fertig und hat hier... Oh, wow, er ist schon am Testen. Er lässt sich das, glaube ich, so testen. Okay, er guckt sich das quasi mehrfach an und entscheidet sich dann, ob er es machen möchte oder nicht. Also quasi seine Debug-Ausgaben. Smart.
Dann braucht man natürlich die Infrastruktur nicht. Okay, also erstmal baut er sich die Adjazenzmatrix und dann schaut er sich da an, was da passiert. Oh, und an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz noch Fire789 danken, der vorhin während dem Interview 15 Schweizer Franken tatsächlich gespendet hat für eine Pizza. Dankeschön. Das konnte ich vorhin im Interview nur so halb mitlesen. Deswegen sorry dafür, dass es so spät kam, aber vielen Dank. X.Item. Interessant. Name Dungeon is not defined. Achso, ja, okay. Ich glaube, er zählt gerade. Okay. Und hier sehen wir, die Queue läuft immer noch. Ich glaube, sie sind mittlerweile alle drei hauptsächlich am debuggen bzw. rausfinden, was tun soll. Verfolgt ihr das Ganze auch schön gespannt? Okay. Interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass die Musik sich wie Bernd das Brot anhört. Ups, jetzt habe ich den Chat weggeklickt. Das war nicht gut. So. Oh, wow. Okay. Was war das? Okay, interessant. Die, jetzt fängt die Funktion komplett raus. Okay. Okay, zum Debuggen. Gerade gedacht. Hoppla. Sorry. Fahrstuhlmusik, ja, das ist eigentlich, ich finde die Musik schön. Bisschen entspannter. Wenn wir hier gerade sowas Spannendes sehen, soll ich vielleicht lieber epische Musik reinmachen. Ja, ich sag mal kurz rüber zu Fabian, war das, glaube ich, den wir schon länger nicht gesehen haben. Und wir sehen hier, dass er gerade an seinem Dungeon auch ist. Er fängt an, seinen Dungeon zu bauen, basierend auf dem Add. Macht ja Sinn. Aber ich weiß nicht genau, wo er anfängt, seinen Dungeon zu bauen. Init Dungeon.
Index. Okay, Index of Dungeon. Das geht tatsächlich sehr, sehr schnell bei denen. Bei allen dreien. Was meint ihr? Was hättet ihr als Ansatz gewählt? Also um tatsächlich hier so eine Übertragung zu haben, beziehungsweise so eine Aufgabe zu lösen. Welchen Ansatz hättet ihr gewählt? Oder seid ihr absolut raus? Epische Herr der Ringe Kampfmusik. Ich glaube, dann würde ich Probleme mit der GEMA kriegen. Shortest Path. Herr der Dinge. Internet of, nicht Internet of Things, Fahrstühle sind wirklich auch ein präpandemisches Erlebnis. Damals waren sie noch nicht cool, ne? Jetzt mittlerweile würde ich gerne mal wieder in den Fahrstuhl, ohne mir zu denken, scheiße, ich sterbe gleich. Bei Räumen und Co. wird es schwierig, ne? Es sind schon die härteren Challenges, wenn man solche Wegfindungsalgorithmen bauen muss. Weil hier gerade noch die Frage nach der Aufgabe kam. Ich würde es nochmal ganz kurz vielleicht erklären. Und zwar, wir haben zum Beispiel so einen Raum. Ja? Wir haben erstmal einen 25 mal 13 Raum. Und wir haben 5 Schlüssel. Das heißt, wir müssen erstmal diesen Raum irgendwie modellieren und müssen ausgeben, was ist denn der kürzeste Weg, um vom Startpunkt zum Ausgang zu kommen. Zum Ausgang kommen wir natürlich nur, wenn wir durch die Türen durchgehen. Also hier durch die Türe mit dem großen A. Das kleine A hingegen ist ein Schlüssel, den ich brauche, um die Türe Groß A aufzuschließen. Und das kleine B ist wiederum der Schlüssel für die Türe Groß B. Und C und D. Es tut mir sehr leid, mir fehlt mein dritter Kaffee. Wir machen ja ein bisschen länger, als ich dachte. Und ja, Kaffeeentzug ist ganz, ganz gemein. Vor allem für mich. Ich hätte mir noch einen machen sollen. Ich habe es leider vergessen. Sorry. Genau. C und D sind natürlich hier auch Türen, wo ich dann eben den Schlüssel C und den Schlüssel D brauche. Und hier habe ich noch den Schlüssel E, den ich für diese Türe brauche. Grundsätzlich ist aber so, man braucht für jeden, wenn man ans Ziel kommt, muss man trotzdem alle Schlüssel gesammelt haben, auch wenn man sie nicht braucht. Also so wie in Beispiel 4 zum Beispiel. Da könnte ich zwar mit dem kleinen Schlüssel A schon direkt von hier zum Ziel kommen, zum Plus, aber ich muss trotzdem die anderen Schlüssel B einsammeln. Deswegen hat man hier auch 54. Nein, ich hole mir nach dem Finale hole ich mir einen Kaffee. Also jetzt hole ich mir sicher keinen. Jetzt nicht, während wir gerade am Finale dran sind. Es gibt auch die erste Aufgabe komplett ohne Schlüssel. Das heißt, man kann hier wirklich schon direkt anfangen. Klar, kann bis zu 300 mal 300 werden. Aber keine Schlüssel. Das macht die Sache natürlich sehr viel einfacher, weil ich dann hier nicht drauf achten muss, okay, muss ich irgendwo anders hin, sondern ich muss einfach nur hier wirklich zu diesem Punkt kommen. Und das ist natürlich schon mal der erste große Schritt, den hier aber, glaube ich, die 3 Leute hier, die gerade im Finale coden, komplett ignoriert haben. Ich glaube, sie bauen sich alle direkt, wobei, nee, er baut sich eine Adjazenzmatrix auf. Ach Gott, was ist denn los mit mir? Hier drin ist einfach zu wenig Sauerstoff. Also er baut sich auf jeden Fall gerade eine Adjazenzmatrix, um da quasi die kürzesten Wege immer zu berechnen. Während auf der anderen Seite, ich glaube, die anderen beiden, also Herr C# und Herr C++, die bauen sich beide direkt das Ganze über eine Queue mit jedem. Oder? Naja, nicht mal unbedingt.
Aha, er debuggt gerade hier die Schlüssel, die er schon gefunden hat und die er suchen muss. Ja, aber er will auf jeden Fall mit Schlüsseln lösen, das Ganze. Also er will es nicht ohne Schlüssel lösen, sondern er macht es direkt richtig. Also, ich meine, man kann es machen, wie man möchte, aber je nachdem, sie haben halt nur noch 10 Minuten Zeit offiziell. Und es könnte eng werden, wenn man sich direkt an die Schlüssel wagt. Vergesst nicht, auch letztes Mal war es so tatsächlich, dass wir im Finale niemanden hatten, der die ganz schwere Aufgabe gelöst hat. Die ganz schwere Aufgabe glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass wir es diesmal haben. Das wäre nämlich hier die da mit bis zu 8 Schlüsseln. Mit bis zu einem Schlüssel ist es natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher als mit bis zu 8 Schlüsseln, aber wir werden sehen. Ich gucke jetzt nochmal kurz bei Pannenkök vorbei. Wenn ich die Zoom-Session wieder finde. Hier, so. Okay. Bei ihm sehe ich halt leider nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil seines Codes. Der natürlich stattfindet. LL ist bei ihm übrigens immer der Long. Ja, ich glaube, ich habe Algorithmen zur Wegfindung gemacht. Zumindest 1 oder 2 müsste ich mal gemacht haben. Oder ich habe, also zumindest zu Graphen habe ich was gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schau mal gerne in der Algorithmen-Playlist nach. Da sollte sowas drin stehen. Also wenn, dann dort. Okay. Da wird die Summe errechnet für die... Geht leider zu schnell zum alles wirklich lesen. Hier oben hat er seine Typen definiert. Also LL ist der Long, PII ist wieder das Pair von Integern und Rep ist wieder eine andere Funktion. Debuggen ist natürlich immer das Gemeinste. Wenn man sich irgendwo ein bisschen vertan hat, dann wird es sehr, sehr schnell sehr schwer. Oh. Oh, ich glaube, er hat... Haben wir schon tatsächlich eine Abgabe? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht als ich nicht zugeguckt habe. Das kann natürlich durchaus sein. Schauen wir mal rein. Ah, nee. War leider keine richtige Abgabe. Ja, heißen Makros, ja genau. Aber er hat ja trotzdem eine Funktion oben definiert gehabt, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also halt Shortcuts sozusagen. Im Endeffekt das Ergebnis. Achso, genau, das Ergebnis, Sekunde. Das Ergebnis soll sein, wie viel man, also quasi du bewegst deinen Avatar in einem Schritt, aber was kostet es dich? Also quasi, wie teuer sind die Kosten? Das ist 1 Schritt, 2 Schritt, 3 Schritte, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte, um zu dem kleinen A zu kommen. Dann nochmal wieder ein paar Schritte, um hier zu dem großen A zu kommen und so weiter und so fort. Dementsprechend, du hast die Kosten als Ausgabe, also quasi wie viele Schritte musst du gehen,
um mit allen Schlüsseln zum Ausgang zu gelangen. Die minimale Anzahl an Schritten bitte. Das ist die Aufgabe und ja, das ist hier auch tatsächlich das, was gefragt ist. Also nicht die Animation tatsächlich bewegt dich nach da und da, bewegt dich nach da und da, sondern wie viele Schritte brauchst du, um da zu sein. Genau, perfekt. Okay, was jetzt hier passiert, ist immer noch nicht besonders viel anderes tatsächlich. Int best ist gleich int.maxValue. For int k, int i, k, kleiner, sehr viel. Okay. Ja, stimmt. Wir sind ja langsam wieder so weit, dass ich was sagen sollte. Ich gebe mal wieder ein bisschen was durch. Ich würde sagen, ich mache eine kleine Verlängerung. Nochmal bis 10 nach 4, würde ich sagen. Machen wir das Ganze. Denn ja, aktuell hat noch niemand abgegeben. Hier kommt auf jeden Fall schon mal eine kleine Verlängerung. Und zwar, es hat noch niemand abgegeben, so wie ich das gesehen habe. Und zwar würde ich dann sagen, wir gehen auf 10 nach 4. Das heißt, ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt noch 15 Minuten Zeit. Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Nicht, dass ich jetzt gerade Mist gebaut habe und gelogen habe, aber ich glaube nicht. Nein. Okay. So. Ja, tatsächlich, das ist eine schwere Aufgabe offensichtlich, die man hier lösen muss. Was passiert denn da die ganze Zeit? Also 17 wurde ausgegeben. Bei der Lösung, bei der Challenge. Ich schaue noch mal kurz nach, was die... jetzt sind es 20. Ich glaube, das ist nicht immer die... Oder über 20 sogar. Ich kann es nicht richtig erkennen. Es sind 26, glaube ich, gerade gewesen. Die 22, das heißt, es gibt jedes Mal ein bisschen was anderes aus. Das ist natürlich schwierig, ne? Gut, wir wechseln nochmal ganz kurz rüber. Ich glaube, hier waren wir schon länger nicht mehr. Bei ihm finde ich mich halt leider gar nicht im Code zurecht, ne? Es ist halt leider sehr, sehr großer Code, was das natürlich lesbarer macht. Aber ich sehe natürlich nicht, was oben drüber ist. Und ich springe natürlich auch nicht mit ihm in seinen Gedanken durch. Macht die Sache nicht einfacher. Vor allem ist er so schnell im Checken, was da abgeht gerade. Und bei Fabian sieht es so aus. Inf, da war alles Inf. Also das heißt, seine Adjazenzmatrix war einfach auf Inf gesetzt. Output von 30 auf 28. Er probiert es halt tatsächlich über NumPy das Ganze zu errechnen. Ne? Das ist schon heftig. Ich kenne die Lösung grob, ja. Deswegen kann ich hier natürlich nicht wirklich sagen, was ich jetzt machen würde. Weil ich natürlich auch nicht weiß, ob die Leute mir zuhören. Wäre natürlich nicht so cool. Nein, mit Random Integern wirst du hier nicht glücklich werden, tatsächlich, weil du natürlich in dem Submitten, also bei dem Testen, ja okay, kann sein, dass es dann durchläuft, aber beim Submitten werden ja mehrere Beispiele auf einmal abgefragt. Das heißt, wenn du eine Lösung abgibst, kann sein, dass du dann einmal richtig triffst und dann abgegeben hast, sozusagen, okay, aber
dass du wirklich mehrfach hintereinander richtig liegst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich leider. Gucken wir mal ganz kurz aufs Leaderboard hier rein. Das hat hier noch niemand gemacht. Aber wir gucken mal ganz kurz hier, wenn man alle zusammenzählt, dann sind unsere 3 hier auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Also die haben tatsächlich alle 3 sehr, sehr viele Punkte. Was durchaus beeindruckend doch ist. Aber gut, sie hatten auch mehr Challenges als die anderen zur Auswahl, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Was ist die Aufgabe? Ich kann gerne noch mal kurz die Aufgabe durchgehen. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, das ist richtig. Aber es wird ja jedes Mal ein bisschen was abgezogen, wenn du falsch liegst mit der Aufgabe, also mit der Antwort. Dementsprechend hast du wahrscheinlich am Ende relativ wenig Punkte. Genau. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist folgende. Ihr habt, gehen wir mal auf Beispiel 1, das zeigt es eigentlich ganz gut. Ihr habt einen Raum gegeben, der ist 25 mal 13 groß. Das heißt, wir haben das hier. Und darin befinden sich 5 Schlüssel plus euer Startpunkt, das ist ein Add, und euer Plus. Die Hashtags sind Wände. Und durch die könnt ihr natürlich nicht durchlaufen. Ja, Pankök war letztes Mal auch auf 2, das ist richtig. Der war letztes Mal schon richtig krass dabei. Das Add ist euer Startpunkt und ihr könnt dann in diese Richtung laufen und zum Beispiel nach unten laufen, bis zum kleinen A. Das ist jeweils ein Schritt, also quasi einmal nach rechts, nochmal nach rechts, nochmal nach rechts. Unten, 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 unten. Das ist jeweils ein Schritt. Mit dem kleinen Schlüssel A könnt ihr natürlich die Türen, können auch mehrere sein, mit dem großen A aufschließen. Mit dem kleinen B könnt ihr natürlich die Türen groß B aufschließen und so weiter und so fort. Und wenn ihr alle Schlüssel habt, müsst ihr nur noch zum Plus kommen. Also ihr müsst tatsächlich alle Schlüssel holen und dann erst könnt ihr zum Plus kommen. Ja, beim Frontend sieht man was, das stimmt schon. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz rein. Wir haben hier... Oder wird die... Oh, da wird die IDE ausgepackt. Okay, Dungeon von XY. Not in 0 kleiner gleich Y kleiner Dungeon Shape von 0. Dungeon Shape von 1. Ist Dungeon bei ihm eine Klasse geworden? Man sieht richtig, man hört es richtig durch. Durch das Zoom-Meeting durch, auch wenn ich sie nicht hören kann, dass ihre Gehirne einfach am Rattern sind, ne? Das ist brutal. Okay, also zuerst wird der Current Dungeon initialisiert. Das ist quasi diese List hier. Und das wird dann quasi ein NP-Array draus gemacht. Und dann wird der Index vom Add wird geholt. Das Ziel wird geholt und die Distanzmatrix wird gebaut als Shortest Path zwischen der Adjazenzmatrix. Es ist ungerichtet und... Wusste doch, Shortest Path kommt mir irgendwie bekannt vor. Alles Inf leider.
via Reinforcement Learning wäre natürlich auch eine krasse Sache, aber ich glaube, das brauchst du hier nicht. Weil du hast ja feste Schritte in dem Sinne. Du kannst schon einen deterministischen Algorithmus schreiben. So, wir gucken noch mal ganz kurz rein, ob jemand schon eine Lösung abgegeben hat. Und ja, ist immer noch niemand dabei. Das scheint doch ein bisschen zu gehen heute. Oh, und mittlerweile müsste sogar mein Video auf dem Vlog-Kanal rausgekommen sein. Das habe ich da nämlich schon reingeplant. Ja gut, ursprünglich war ja theoretisch bis ca. 15 Uhr eingesetzt, ne? Aber passt auch so. Current Dungeon. Oh, wow, okay. Ja. Es scheint aber richtig zu sein. Also der Dungeon wird richtig initialisiert. Ah, oh. Ja, das heißt, wenn man den Schlüssel hat, dann wird quasi hier bei ihm das A einfach auf durchlässig gesetzt. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie, glaube ich. Ja, das A, das war oh, wow. Hier sind wir gerade bei einer Abgabe, glaube ich. Hat er was abgegeben? Nein. Ich laufe im Hintergrund noch. Ich glaube, ich wechsle hier mal ganz kurz. Ja, auf jeden Fall. Also du kannst jederzeit auch auf das Challenge-Interface drauf gucken. Und dort gibt es dann auch immer wieder neue Challenges natürlich. Ich musste nur kurz noch ein bisschen nachzählen gerade. Hier kam gerade eine Frage rein. Gibt es Teilpunkte? Ja, natürlich. Absolut. Also bei, ich gehe mal kurz rüber. Wenn wir hier uns mal die Aufgabenstellung angucken, dann gibt es hier für die erste Teilaufgabe gibt es 10 Punkte, 30 Punkte und dann 60 Punkte. Bei der ersten gibt es nicht mal Schlüssel.
Bei der zweiten gibt es einen Schlüssel. Und bei der letzten gibt es bis zu 8 Schlüsseln. So, jetzt würde ich mal ganz kurz nochmal... Okay. So, sorry, ich muss gelegentlich hin und her gucken und dann mal kurz reingucken, was da so passiert. Gibt Teilpunkte, aber die Räume werden ja jedes Mal generiert. Das heißt, wenn du daneben liegst, dann gibt's nichts. Ja, das ist richtig, genau. Und wir sind bei 16. So, wir sind jetzt bei 16:10 Uhr. Ich gucke jetzt mal ganz kurz bei euch in die Lösung rein. Und in das Challenge Leaderboard. Wir haben immer noch niemanden, der was abgegeben hat. Dementsprechend würde ich auch nochmal um 10 Minuten verlängern. Denn ja, ohne dass wir eine Lösung haben, können wir natürlich keinen Gewinner festlegen. Das wäre natürlich Quatsch. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit dann auch tatsächlich. Wenn nicht irgendwie, schreibt gerne ganz kurz. Ich habe den Chat auch von Zoom weiterhin offen natürlich. Genau, das Video ist Teil des ITCS. Das heißt, das ist ein Career Summit, heißt das. Und wird von Bosch unterstützt. Dementsprechend ist es natürlich eine Dauerwerbesendung. Dazu bin ich einfach verpflichtet, das einzublenden, weil unten drin findet ihr natürlich permanent die... Genau, den Bosch QR-Code findet ihr hier auch. Ihr findet in der Beschreibung den Link zur ITCS und ihr findet natürlich auch den Link, dass ihr euch bei Bosch bewerben könnt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch. Aber ja, das ist, da muss man dann einfach rechtlich die Dauerwerbesendung einblenden. Okay. Ich glaube, wir haben eine Lösung. Oh mein Gott, wir haben sogar direkt die volle Lösung. Kann das sein? Kann das wirklich sein? Das wäre krass. Moment, das muss ich mir... Er hat tatsächlich... Er hat es abgegeben. Wir haben damit unseren Gewinner. Glaube ich. Moment, halt, stopp. Wir haben nicht unseren Gewinner, oder? Ja, wir haben noch 10 Minuten haben wir noch. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Bei der davor. So, Sekunde. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Da hatte nämlich Pannenkök hatte 97 Punkte und Euler hatte, also Eulersche Zahl, hatte 17 Punkte. Dementsprechend 17 plus die, ja gut, also theoretisch hätte Pannenkök eigentlich noch eine Chance. Aber wir haben unseren ersten Platz. Und jetzt wird es gleich sehr, sehr spannend. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, eine Lösung zu produzieren. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Wir hatten ja aber gesagt, wir machen noch 10 Minuten. Das heißt, also, ich weiß gar nicht mehr, wann das war genau. Weil wir brauchen ja auch noch einen Platz 2, ne? Wobei, eigentlich haben wir Platz 2 ja auch schon dann. Also theoretisch würde ich jetzt auf jeden Fall noch bis Viertel nach machen. Habt ihr auf die Uhr, wann es ging? Ich nehme mir die zweite Standard-Serie, sehr schön. Also auf jeden Fall gibt es ja hier sehr, sehr viele Leute, die an einer Lösung knapp davor sind oder direkt dabei sind. Wie sieht es bei euch aus, Pannenkök und Fabian? Wollt ihr, bis wann wollt ihr noch mal, also wir hatten ja gesagt noch 10 Minuten, ich glaube das war bis 16:15 Uhr, das heißt ihr habt noch 1 Minute. Wollt ihr gerade noch was Letztes machen und abgeben? Die Sache ist natürlich die, es war natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, das Ganze auszuloten, weil sie alle einfach sehr, sehr, sehr stark sind, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und hier wirklich fast gleichzeitig. Und auch bei der letzten Aufgabe dann, einer hat es geschafft, die anderen haben es nicht geschafft. Bis 16:20 Uhr sogar.
Entschuldigung, ich habe vorhin bis 16:20 Uhr gesagt. Dankeschön, Manu, dass du aufgepasst hast. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch die 5 Minuten Zeit, weil wir brauchen ja auch noch den zweiten und den dritten Platz, je nachdem. Und theoretisch hat Pannenkök ja sogar noch die Chance, weil die Punkte aus dem Halbfinale werden ja addiert, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber man muss auf jeden Fall schon mal gratulieren. Ui, wow. Okay, das ist krass. Das waren einige Ausgaben. Also wir machen jetzt noch die 5 Minuten, die letzten. Und dann werden die Punkte aus dem Halbfinale und dem Finale zusammengezählt. Ich mute mich wieder im Zoom. Okay. Jetzt habe ich den Stream wieder weggeklickt. Das soll ich nicht tun. CTF letztens war spannender, schreibt hier jemand. Das kann ja wohl nicht sein. Sollen wir mal ein CTF machen, so nach dem Motto hier? Das könnte man ja theoretisch auch machen. Was haltet ihr davon? Wäre natürlich was anderes, was komplett anderes. Muss man erstmal wieder neu denken. Aber grundsätzlich, was meint ihr dazu? Also da gibt es tatsächlich auch ein paar, die Bock, oder zumindest einen, der Bock drauf hat. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir mal sowas organisieren. Das Ganze nur im Hacking-Bereich. Nicht im Coding-Bereich, sondern im Hacking-Bereich. Okay. Wir gucken noch mal ganz kurz rein. Und in die Lösung, sorry, ins Leaderboard natürlich. Wobei sich das eigentlich automatisch aktualisiert. Und das sieht schon mal sehr, sehr eindeutig aus. Wir können ja uns schon mal seinen Code nochmal angucken, denn wir haben ihn ja so oder so gesehen. So, also wir haben hier erstmal den Zustand, den hatten wir ja schon vorhin kurz uns angeguckt. Dann wird hier alles eingelesen. Und hier wird es dann eben eingeplant, was es war. Wir haben hier dann das Spielbrett, beziehungsweise das Distanzbrett, was aufgebaut wird. Und erstmal initialisiert wird natürlich. Und dann wird hier die Queue gestartet. Das heißt, man baut hier sich wirklich zusammen, ob man jetzt quasi eine Queue hat oder beziehungsweise wie viel Laufzeit man sozusagen dorthin hat. Und das wird dann auch schon wieder ausgegeben. Also tatsächlich, glaube ich, ist die Queue, wie es mir scheint, für jeden Schlüssel been there before. Genau. Jeder Punkt, jeder Wegpunkt sozusagen wird einfach zur Queue hingeführt und dann haben wir eine Distanzmatrix, die wir hier quasi aufbauen. Das ist sehr, sehr kompakter Code, wenn ihr euch das mal überlegt. Das sind 85 Zeilen hier gerade mal. Und das ist C#, ja. Das hier zählt auch als Zeile und diese Sachen hier oben. Und das hier ist auch eine Zeile. Also in Wahrheit ist das sehr, sehr, sehr kompakt, was hier geschrieben wird. Die hatten jetzt, wann haben wir angefangen? Ich glaube 15:20 Uhr oder sowas haben wir angefangen. Also dann wirklich jetzt eine Stunde für die Aufgabe Zeit gehabt. Ein Text, den man finden muss sozusagen. Ja, ein Text, den man quasi nach und nach finden muss. Das ist richtig. So, wir gucken noch mal ganz kurz hier rein. Und die sind beide noch dran, tatsächlich. So, meine Lieben, die letzte Minute läuft. Jetzt kommt es drauf an. Und damit wechsle ich auch tatsächlich mal wieder hier rüber auf das Challenge Board. Und erstmal natürlich riesige Congratulations an alle. Wir haben noch kurz. Und kam noch was rein.
Oh nein. Habe jetzt den Fehler gefunden. Das ist so gemein. Ah, 0 und 1 vertauscht. Das ist echt fies. Ja. Ehre. Absolut einfach, dass du so lange nach dem Fehler gesucht hast. Genau, wir sind jetzt angekommen. Es ist jetzt 16:20 Uhr und im Leaderboard steht nur Eulersche Zahl drin. Damit hast du auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Eulersche Zahl. Du hast die PlayStation 5 gewonnen, denn du hattest bei der zweiten Challenge, also bei der zweiten Final-Challenge, wo jetzt tatsächlich 3 abgegeben haben, aber bevor wir ins Interview gegangen sind, hattest du 17 Punkte. Wir haben nochmal nachgeguckt. Und Pannenkök hatte 97 Punkte. Und dementsprechend jetzt im Finale 99 Punkte. Pannenkök hatte leider 0 Punkte. Dementsprechend hast du insgesamt Halbfinale und Finale zusammengezählt mehr Punkte und hast dementsprechend auch gewonnen hier. Und Pannenkök natürlich Platz 2. Absolut verdient, muss man auch sagen. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat mich riesig gefreut. Philipp, wenn du magst, kannst du auch mal nochmal dein Bild anstellen und dann einmal kurz den Gewinn in die Kamera halten. Jetzt müsste man dich auch gleich sehen, beziehungsweise ich werde es so machen, dass man dich sehen kann. Nee, ich werde es nicht so machen, dass man dich sehen kann. Wie geht das? Sprecher. Sekunde, warte noch. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Here it is. Yay. Cool, herzlichen Glückwunsch. Aber auch wie gesagt, Platz 2 und 3 gehen ja nicht leer aus. Ihr kriegt ja auch einen Amazon-Gutschein von 100 bzw. 200 Euro. Und eine Cap, darf man auch nicht vergessen, ist auch cool. Und den ITCS-Goodie-Bag. Wie gesagt, ich werde das alles fertig machen für euch. Ihr habt spätestens morgen, ich versuche es aber heute Abend noch zu machen, habt ihr eine Nachricht im Challenge-Portal. Ich zeige das nochmal ganz kurz, wo ihr die dann findet. Damit ihr nicht leer ausgeht. Hier unten oben unter den Notifications, da wo jetzt gerade das Public Announcement steht, da wo ihr auch schon die ganzen Sachen habt. Und dort solltet ihr einen Code finden, mit dem ihr euch dann einfach bei mir per E-Mail melden könnt und dann leiten wir alles weiter in die Wege. Das gilt natürlich auch für die Plätze 4 bis 8, ja. Also die jetzt hier nicht mehr mitgemacht haben, die sind da natürlich auch dann dabei, also falls ihr jetzt gerade im Stream reinguckt. Genau, und ja, damit war es das auch schon wieder. Es freut mich riesig, dass ihr teilgenommen habt. Und vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an die ITCS, dass ihr das hier überhaupt ermöglicht habt, dass ihr das alles auch mitorganisiert habt. Danke an euch, dass ihr dabei wart im Stream. Ja, Moment, stopp, ich muss dich nochmal kurz reinhalten. Hier, kleines Logo von der ITCS. Vielen Dank an Bosch, schaut auf jeden Fall bei ihren Jobs vorbei. Es ist einfach unglaublich cool, die Leute hier zu haben. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mir auch wieder, muss ich sagen. Und ich hoffe, wir machen das Ganze nochmal. Und ganz großen Dank geht natürlich auch an euch raus, dass ihr die ganze Zeit mit zugeschaut habt. Cool, alles klar. In dem Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Genießt das Wochenende und wir hören uns wahrscheinlich hoffentlich bald wieder. Und ja, bis dann.